Funktionieren Dinge nach so langer Zeit noch? Guckt auf den Mikrofonausschlag. Ich glaube nur so halb. Davon, wenn man Sachen nicht vorher klärt. Hi, wie geht's euch? Na, wie viel Prozent haben wir jetzt wieder? Oh ja, 71% läuft bei euch. 90. Dankeschön. Dann muss ich nämlich auch nicht so schreien. Das kann ich momentan noch gar nicht wieder. So, jetzt hört man mich auch wieder. So. Warum sollte auch einmal mal irgendwie was... lassen wir das. Genau, wie ist es? Ich klinge immer noch ein bisschen lustig. Es geht aber langsam, aber ich werde heute auch nicht so viel reden. Denn tatsächlich ist meine Stimme von der Gamescom immer noch nicht wieder normal. Und ich dachte eigentlich, sie wäre es. Und ich stelle jetzt gerade just in diesem Moment fest, ist nicht. Weil ich habe halt den ganzen Tag nicht geredet und ich dachte nur so, ja, du fühlst dich wieder voll okay. Kaum fängt sie an zu reden, fängt sie wieder an zu quietschen. Wie das Hundespielzeug, das sie ist. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das hört. Aber ich bin noch nicht so stimmlich wieder da, wo ich mal war. Ist einfach unfassbar. Hallo Castilian, hallo Panda, wie geht es euch? War sehr schön, dich mal getroffen zu haben. Panda, war sehr, sehr cool. Bin auch immer noch krank, Messegrippe davon getragen. Oh no, das haben so viele, ne? Also ich kann mich ja wirklich glücklich schätzen, dass ich weder die Messegrippe noch Covid mit nach Hause gebracht habe. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich danach ja auch noch, also dass ich halt auf dem Stammtisch war und auf der DevCom und auf der Gamescom und dann auch noch auf der Konichi und ich bin immer noch gesund. Das wird irgendwann kommt das mit voll Kracho karmatechnisch zurück. Ich habe hier auch gerade, das sieht man gar nicht, ne? Kann das ja gar nicht noch höher machen. Habe ich die Kamera so komisch eingestellt? Noch vom letzten Stream? Man sieht das hier gar nicht, guck mal da. Obwohl es auch grün ist, auch ungünstig, ne? Ich habe das Pflänzchen von der Gamescom hier dran. Könnte ich mir jetzt auch einfach so an die Kappe machen. Ich treffe nicht. So. Aber es wird rausgekiet. Man sieht's nur. Lassen wir das. Ich pack's wieder an mein Mikro, auf dass es irgendwann das Kabel zerdrückt. Ja, das freut mich, Panda. War echt nice. Bin im Urlaub und übernächste Woche habe ich einen Tattoo-Termin. Also alles schick. Oh nice, lass mich raten. Wird es etwa... weiß ich, was könnte Castilia sich tätowieren lassen? Wir versuchen jetzt mal ganz weit zu spinnen. Ich wette, es wird irgendwas mit so einem grünen... mit so einem Kerl in grün. Luigi! Es wird 100 Pro ein Luigi-Tattoo werden. Rufus. Der ist ja nicht mit grün, aber das ist so wahrscheinlich getippt, bevor ich das gesagt habe. Auch ich habe einen Tattoo-Termin noch diesen Monat und ich freue mich, obwohl, ist gar nicht diesen Monat, ich habe gelogen, ist der 1. Oktober, dass ich den Tattoo-Termin habe. Bei mir wird es allerdings grün, tatsächlich, das ist gar nicht gelogen. Oh nein, das wird nicht Luigi. Ich werde wahrscheinlich am 1. Oktober mein Yoshi-Tattoo bekommen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Denn ich bin eingeladen als Content Creatorin zu Zürich Popcorn. Tatsächlich wird es nichts aus Zelda. Was? Castilia, du schockierst mich. Du enttäuschst mich. Also ich komme nach so langer Zeit wieder online, ne? Das Erste, was ich höre, dass du dir etwas tätowieren lässt, was nicht aus Zelda ist. Also bin ich überhaupt noch in der gleichen Realität wie vorher? Man weiß es nicht. Krass, obwohl du hast ja auch auf der Brust ja auch schon ein Tattoo, was ja dann gar nicht irgendwie direkt Permaban. Ist so. Ja, heute ist ein sehr spezieller Stream. Abgesehen davon, dass es der erste ist nach Gamescom und Konichi und Nini hat nur so wenig Stimme, spielen wir heute nicht. Wie ihr vielleicht schon gelesen haben solltet, denn offensichtlich habt ihr euch nicht gefragt, warum ich jetzt erst hier bin. Wir gucken gleich das Fearfest zusammen, den Black Summer. Um die 50 Horrorspiele werden dort vorgestellt. Vielleicht sind da auch 2 Spiele von uns bei. Who knows? Was? Das kann ja gar nicht sein. Und ich bin schon sehr aufgeregt. Es wird sehr lange gehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie die das strecken wollen. Also ich habe das noch nie gesehen, das Fearfest persönlich. Ich kann da nicht viel zu sagen. Bin einfach sehr gespannt. Ich weiß nur, es beginnt gleich um 8 und es soll irgendwie bis 1 Uhr nachts gehen. Das sind 5 Stunden. Aber wenn es nur 50... Haut das hin? Eigentlich nicht, ne? Wenn das 50 Spiele sind, die vorgestellt werden, dann wären das ja bei 5 Stunden 10 Spiele pro Stunde.
So viel Mathematik kriege ich noch hin, ne? Aber das würde ja auch wiederum sagen, heißen, dass das viel zu viele Minuten pro Spiel letztendlich möglich sind. Und die meisten Trailer gehen ja nur 1,5 Minuten. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein paar Features geben zu Spielen, die dann länger gehen. Vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, keine Ahnung. Da bin ich mal sehr interessiert. Wir werden 2 Trailer unserer neuen Spiele mit drin haben. Ich weiß gar nicht, ob ich schon sagen kann, welche. Ich sag's dann, wenn der Trailer kommt. 2 unserer Spiele sind da mit drin. Und ja. Mal gucken, was da noch so abgeht. Ich bin ja auf jeden Fall schon so voll im Halloween-Vibe. Ich habe noch keine Deko rausgeholt, denn ich bin gerade immer noch dabei, mein Chaos von der Konichi und der Gamescom hier zu beseitigen. Dass ich noch nicht wirklich an neue Dekorationen denken kann. Aber ja, natürlich werden wir drüben auf meinem Kanal dann auch im Oktober dann wieder den Horrorkram raussuchen. Und ich habe auch schon sehr viel dafür vorbereitet. Die Castilia, die kratzt schon am Schreibtisch oder wo auch immer sie gerade so sitzt oder beißt in die Bettkante oder so. Die freut sich da schon drauf und ich hoffe, dass wir vielleicht auch Black Mirror 2 hier spielen können nächsten Monat. Mal gucken, muss ich noch abklären. Und ja, deswegen werden wir einfach den Abend chillen und zusammen Horror-Kram gucken. Horror-Trailer, Horror-Features. Und dann werde ich mir die ganze Zeit denken, hey, wenn ich das spielen müsste, würde ich mich einpinkeln. Wer sponsert mir die Packungen Windeln? Gibt es da Freiwillige? Und Schorsch? Ja, den machen wir auch noch fertig. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Also ich glaube, wir waren schon relativ weit in Baphomets Fluch 2. Ich wollte das heute eigentlich machen, aber dann fiel mir halt ein, dass wir auch das Vierfest halt gucken können. Das Vierfest ist halt nur einmal. Schorsch können wir auch eine Woche schieben. Und da wir aber vielleicht mit viel Glück vielleicht im nächsten Stream Baphomets Fluch 2 auch durchspielen könnten, wollte ich das heute auch nicht kurz und knackig so vor das Vierfest knüppeln, damit wir dann nächstes Mal nur eine halbe Stunde haben, um es fertig zu spielen. Das ist irgendwie auch doof. Nee, machen wir auf jeden Fall noch fertig. Wahrscheinlich nächste Woche. Gucken wir mal. Und ja, wie geht es euch? Ich muss mal ein bisschen hier Tee trinken. Ich habe noch meine allerletzte Tasse Tee für den Hals. Ich habe momentan sowieso keinen Salbeitee. Der ist mal wieder, die sponsert die Windeln. Ich glaube, ich brauche dann eher was anderes gesponsert. Irgendwie sehr gutes Deo. Oder hier so ein komplettes Antitranspirant für den gesamten Körper, weil ich einfach sonst schwitze wie ein Schwein oder so. Hallo Siffi! Guten Abend zusammen. Und Nina, wie fandest du das Pokis Konzert? Ja, großartig natürlich. Natürlich, ich war auch bei Pokis Konzert am Samstag der Gamescom. Der ist im Blue Shell aufgetreten. Wie immer war ich da und wie immer war es toll. Und wie du hörst, habe ich immer noch Gamescom-Stimme. Es hört nicht auf. Und hallo, Senorita Tequila. Ich komme gar nicht hoch genug, um deinen Namen vernünftig auszusprechen. Es ist eine Schande. Gut, dass wir gleich hauptsächlich gucken und weniger reden. Dreimal könnt ihr euch irgendwie vorstellen... Dreimal, ja, nevermind. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie es war, das Panel zu halten auf der Konichi, wo man dann so 90 Minuten mit seinen 2 Kollegen durchredet und dann so immer schön so ins Mikro und immer nur so am Quietschen und Jaulen. War bestimmt gut. Gibt auch eine Aufnahme davon. Bin mal gespannt, wie die ist. Ob ich die rausgeben kann oder ob sie zu peinlich ist. Gute ist, dass ich auf dem Konichi-Wettbewerb, an dem wir teilgenommen haben, da hatten wir eine Audio laufen, die wir vorher eingesprochen haben. Und das war auch gut so. Ich hätte nämlich sowohl stimmbandtechnisch als auch nervositätstechnisch wahrscheinlich kein einziges Wort sonst rausbekommen. Wollte auch hin, habe mir Messe und Konzert aber nicht zugetraut. Aber das Konzert, das geht ja letztendlich gar nicht so lang. Aber ich verstehe das, wenn man den ganzen Tag als Volunteer da arbeitet, ist man auch einfach sehr, sehr platt. Na, das verstehe ich schon. Aber nächstes Mal, Panda. Es gibt bestimmt ein nächstes Mal. Da bin ich mir sicher. Ich bin auch mal sehr gespannt auf ein Pokis neues Video. Manche von euch haben ja schon gesehen, dass beziehungsweise Baumann, Bergmann, Pokinson auf der Gamescom gefilmt haben und auf der Suche nach Fischbrötchen waren. Und ich weiß, sie waren auch bei mir.
Und vielleicht endet die erste Folge auch damit, dass sie nach mir suchen und sich von mir viel versprochen haben. Ich will jetzt nicht spoilern, aber auch ich hatte keine Ahnung, wo diese Fischbrötchen sind und überhaupt, wovon die überhaupt geredet haben. Das heißt, die zweite Folge wird bestimmt gut und überhaupt nicht fremdschämen. Das ist ein bisschen meine Schuld, das ist in Ordnung. Aber es ist einen sicher nicht verkehrt. Ja, ich habe denen ja gerne weitergeholfen. Ne? Also, nicht. Aber ich habe es versucht. Also, ich habe es versucht. Aber sie haben mir auch nicht viele Infos gegeben. Also, meine Basis, auf die ich da Tipps hätte aufbauen können, die war sehr löchrig. Stimmt, das war auch lustig, als ich noch nachträglich Sonderapplaus zu meinem Musikvideo bekam. Dein Musikvideo? Bin gerade verwirrt. Und danach bei gemogelt direkt in der Poki und neben dir. Ja, das war mega lustig. Vor allem, dass wir dann auch uns erstmal Hallo gesagt haben, als wir basically auf die Bühne gegangen sind. Ein Musikvideo, da bin ich gerade dumm. Weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ich weiß, Baumann, Bergmann, Pokémon auf Mission Gamescom Possible. Eieiei. Hieß das so? Oder hast du das gerade ausgedacht? Wer auch immer sich das ausgedacht hat, großartig. Großartig, aber jetzt bitte in die Ecke stellen für 5 Minuten und schämen über diese furchtbare Kombination von Wörtern. Wir sind auch schon in 9 Minuten, fängt das jetzt auch gleich schon an. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt und was zu snacken. Heute ist es richtig schlimm. Ich könnte den ganzen Tag essen. Das ist richtig, ich weiß nicht, ich war gestern trainieren. Ich habe das Gefühl, mein Körper ist nur so, okay, du willst Muskeln aufbauen, dann schiebe jetzt Essen in den Ofen. Mit dem Ofen meinen wir deinen Mund. Und ich könnte den ganzen Tag nur essen. Das ist so schlimm. Deswegen habe ich jetzt eine große Schüssel Mandarinen vorbereitet. Krissel, krissel. Und sogar noch eine Schüssel Erdbeeren. Also eine kleine von Erdbeeren, die wesentlich noch nicht schlecht waren. Das muss reichen, die nächsten 5 Stunden. Weil ich habe eigentlich schon so... Eigentlich möchte ich, weiß ich nicht, eine ganze Pizza inhalieren oder so. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Tag habt, wo ihr denkt, wow, ich könnte einfach ohne Pause zu machen, einfach nur essen. Schlimm. Habe ich selten. Weiß nicht, warum das heute der Fall ist. Der Schmetterling, der wieder zur Raupe wurde. Dazu hast du ein Musikvideo. Also ich kenne ja den Song. Aber das mit dem Musikvideo habe ich irgendwie komplett wohl nicht mitbekommen, wahrscheinlich. I guess. Also muss an mir vorbeigegangen sein, in dem Moment. Muss mir mal irgendwie zeigen, erzählen, wie auch immer. Habe ich auf jeden Fall sehr gefreut. Also Panda habe ich auf der Gamescom getroffen und Siffi habe ich auf einem Konzert getroffen. Das war ziemlich cool. Überhaupt habe ich mich sehr darüber gefreut, dass so viele Leute zum Stand gekommen sind. Zum Daedalic Stand von Wildwoods in der Indie Arena Booth. Also ich habe da wirklich eine Number of people drücken können. Der Kurti war da und der Marcel war da und es waren noch und die Nachteule und ihre Tochter waren da und noch mehr Leute, die mir jetzt nicht einfallen, weil das ist schon länger als einen Tag her und mein Gedächtnis ist grauenvoll. Gerne hier schreien, wenn ihr da wart. Uff. Aber ich fand das sehr, sehr nice. Hat mich wirklich gefreut. Ich war immer jedes Mal sehr überrascht und sehr ratlos, wenn ich da teilweise gegenüberstehe, weil, ne, man kennt halt die Namen und man kennt nicht die Gesichter. Aber war cool. Ja, was wird uns gleich erwarten beim Fear-Fest? Ich hoffe, sehr viel Fear und auch sehr viel Fest. Also, ich hoffe, dass da richtig nicer Stuff bei, aber ich hoffe, die Sachen sind nicht nice genug, dass ich sie sofort spielen will, denn ich habe eigentlich den Oktober schon komplett durchgetaktet. Ich habe schon eine ganze Reihe an Spielen schon alle installiert. Ich bin für den Oktober fast perfekt vorbereitet. Bis auf die Tatsache, dass dieser Urks noch nicht wieder im Hintergrund sitzt. Den muss ich wieder aus dem Keller holen. Ansonsten, was habe ich denn so vorbereitet? Ich kann euch das auch mal sagen. Hier, Song of Horror. Ne, für Castilla. Ich weiß nicht, wann wir das spielen sollen. Das geht 20 Stunden, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wann ich das schaffen soll. Aber wir werden es versuchen irgendwie. Wir haben noch Bramble the Mountain King. Eins der Spiele, mit denen wir anfangen werden. Das ist auch in einem Stream abhandelbar. Das haben wir auch von Castilla bekommen gehabt. Dann haben wir Janitor Bleeds. Pumpkin Jack. No Ghost and Stay Home. Dark Room. Perfect Vermin. Hotel Anatolia. Luna. The Closing Shift. Manche von euch kennen das.
Bei Friendly Neighborhood. Allerdings da erstmal nur die Demo, weil wahrscheinlich scheiße ich mich da schon ein. Party Simulator 1984. My Beautiful Paper Smile. Und Sherlock Holmes The Awakened. Das sind alles Sachen, auf die habe ich so hart Bock und ich weiß nicht, wann ich die alle schaffen soll. Vor allen Dingen, weil ich auch im Oktober dann wiederum auch ein bisschen nicht da bin. Also, ich muss mal gucken. Wir sind eventuell auf der Polaris. Das steht noch nicht ganz fest, glaube ich. Das heißt, da fällt schon wieder ein Sonntag weg. Den kann ich vielleicht am Montag nachholen. Und ansonsten bin ich im Urlaub. 1. bis zum 6. Aber ab dem 4. habe ich erst Besuch. Da könnte ich vielleicht den 2. und der 2. komme ich, glaube ich, aus der Schweiz erst wieder. Am 3. oder so. Also irgendwie schaffen wir das. Sonst ziehen wir vielleicht noch ein bisschen was in den November. Gibt es auch einen Begriff für den November? Horrortechnisch? Und wenn nicht, habt ihr Vorschläge? Party Simulator ist der Hammer. Ich hoffe, es ist der Hammer, weil es so cool ist und so fresh und so sanft und nicht, weil es so, oh mein Gott, das ist so Psycho und Nina wird einen Herzinfarkt bekommen, Hammer ist. Ich bin ja nicht so gut in Horrorspielen, ne? Also, letztes Jahr bin ich halt bei At Dead of Night gut krepiert innerlich. Der November. Wow, der ist nicht schlecht. Aber wir spielen, glaube ich, nichts mit Vampiren. Glaube ich. War da was mit Vampiren bei, wovon ich nichts weiß? Luna hat vielleicht Vampire. Die sieht zumindest sehr weiß aus im Gesicht. Who knows? Da sind übrigens auch Sachen bei, also ich habe gerade sehr viele Spiele vorgelesen. Manche Spiele davon gehen nur sehr, sehr kurz. Das heißt, wir werden auf jeden Fall wieder eine Ab in die Ecke machen. Horror-Style. Ich glaube, Perfect Vermin, Hotel Anatolia ist jeweils nur so eine halbe Stunde. Luna, Darkroom, No Ghost and Stay Home geht jeweils eine Stunde ungefähr. Das Closing Shift vielleicht so 2 Stunden. Weiß ich nicht genau. Ich richte mich da immer nur so auf nach How Long. Wie heißt das? How long to Play? Ich weiß, wie das heißt. How Long to Beat. So. Ja, das macht mehr Sinn. How Long to Beat. Gott, ey, ich bin da nicht mehr drin, ne? Wie viele Jahre war ich jetzt nicht online? I don't know. Das ist echt wild. Das wird feini. Ja, ich hoffe auch. Mal gucken. Rumble ist auch ein richtiges Psychospiel. Ist das echt so schlimm? Also ich habe bisher halt immer nur so gesehen, dass es voll hübsch ist. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich möchte das ausdrücken. Alles, was ich von dem Spiel gesehen habe, war einfach nur so, boah, ist voll schön. Ein bisschen düster. Deswegen, und Leute sind teilweise, boah, mega das Horrorspiel. Und ich bin nur so, was ist in diesem Spiel, was ich nicht sehe in den Bildern? Sagt es mir bitte nicht. Hübscher Psycho? Ja, mega. Finde ich halt richtig gut. Also das könnte mich halt maximal abholen. Ich habe ein bisschen Schiss vor all den Spielen, ey. Ich glaube, vor Song of Horror habe ich am meisten Angst. Obwohl, also Pumpkin Jack ist halt echt so ein Feel-Good-Game. Das ist, glaube ich, so Jump'n'Run-mäßig. Es ist alles sehr bunt, so Halloween-Farben. Du bist halt hier, ja, du bist halt basically Pumpkin Jack. Also du bist so ein Typ mit so einem Kürbis als Kopf und du rennst halt durch die Gegend und sammelst Kram ein und so. Und das ist halt ganz cool. Manche Sachen sind davon sehr niedlich, manche sind sehr verstörend. Bei Beautiful Paper Smile würde ich halt echt gerne spielen, auch mit euch, weil ich das bestimmt seit 2 Jahren schon auf der Liste habe. Und, aber Sherlock Holmes The Awakened, das könnte man zur Not auch schieben. Das geht zwar schon in die Horrorrichtung, weil das mit Eldritch Horror zu tun hat, also mit Cthulhu und so. Aber ich denke, das hat nicht unbedingt einen Halloween-Horror-Vibe. Den kann man auch noch danach einfach bringen, zur Not. Das geht nämlich auch so 2 Streams lang. Mal schauen. So, wir gehen jetzt mal rüber. Ich bin mal richtig gespannt. Mach mal die Musik aus. Dutz. Ungewohnt. Läuft da jetzt schon was? Theoretisch läuft da schon was. Ja. Kann ich das auf groß machen? Danke. Oh. Ich habe schon richtig Bock einfach. Warte. Da. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was da so kommt. Eigentlich würde ich mich hier gerne dunkler machen. Ist alles so hell. Ich mache mich vielleicht mal ein bisschen kleiner, ne? Ich nehme so viel weg vom Bild. Wo ist das denn?
So, ich mache mich mal ein bisschen kleiner heute. Die kleine Nini. Gucken, ob ich mich noch schwarz-weiß machen muss. Eigentlich passt da so, der Rahmen passt ja. Ist vielleicht ein bisschen zu pink, aber eigentlich. Und dann war es gelb. Oh mein Gott, wir sind alle blind. Ist in Ordnung. War schön mit euch. Ist gut, wir haben gelesen. Das, was wir noch lesen konnten, bevor wir erblindet sind. Ah. So. Mini. Ja. Genau. A final symphony. A requiem. An anthem of heroes and tears. When the daylight pierced through the branches, we understood we were standing before God. Ist groß. Hui, Yeet. Entschuldigung. And here you are, on the edge of the Creator. Da ist halt Gewicht einfach kein Problem mehr, ne? Listening to the echoes of a written story. See. Wenn ich gegen eine Glastür laufe. Oh, das hat so Prey-Charakter. And while you stand in the midst of nothingness, searching Das ist Prey 2. Da kenne ich jemanden, der sich sehr freut. grasping the truth in the final reckoning. We were caught in the Rubicon's flow. Der ist aber groß. Behind the high ramparts, where it cannot see us, we recite our final words. Wir nehmen Stein mit für unsere Steinsammlung. Entschuldigung, ich nehme das ernst. Bless your children who are about to die. Beyond my sword and behind my shield, I smile. And behind my It's ex. against all odds. I will triumph. Aber die fliegen jetzt gar nicht alle mehr. Fliegen fand ich cooler. Ach, wir sind ja auch nicht hier, um Sachen ernst zu nehmen, ne? Also man kann ja auch mal ein bisschen Spaß machen. Damit kauft man dann ja auch mit dem gruseligen Sachen. Ne? Pan spielt ja auch nicht umsonst immer alles lustig durch. Nur noch ein Stein für die Steinsammlung. Das ist wahnsinnig schick, das muss man mal dazu sagen, ne? Also Grafik on point. Natürlich jetzt nicht in-game. Wow. Oh, nee, doch nicht Woa. Beautiful Light, okay. Hat mir am Anfang richtig dolle Prey-Vibes gegeben mit diesen glibberigen schwarzen Viechern. Hätte ich einige Leute gekannt, die sich sehr gefreut hätten. Schade. Aber es ist bestimmt trotzdem cool. Ja, nee, ich bin gar nicht da. Ja, es tut mir auch leid. Hol dir eine Milch oder so. Wer hätte die Idee, dass ich 50 Horror-Trailer gucken möchte? The front is eating us alive here in Flanders. Okeli dokeli. Every day for this war to be over, before the next wave of German heroes is burned to ashes in this madness. Words cannot describe the horrors we see here every day.
how we wanted to go to war. How foolish we were. We'll be slaughtered out there. Listen to me. You've got to get out of here. Sometimes I do not know whether I am dreaming or awake. Whether I am here in the trenches or at home in Berlin. Corruption. You descend like an easterly wind. A promise of home and hero's death. But then you feast. Ach, gleich mal ein bisschen lauter, wenn der Trailer ist. All life ends. Aber Death jetzt. is not the end. Egal. It is a gateway. A way out. Victory shall be mine, and I shall take you first. Eternal battle, eternal victory, ad infinitum. This house is under the rule of the dead. His spirit pervades every stone. He is here. The child is here. That's not my son. Oh Gott. Do you Oh hear me? Gott. That's not him. You saw what they brought us. It's not human. Did you hear Ach, the so screams? zackige Bewegungen nicht, ne? Get me out of here, damn it! There's something out there. There's something. Das war basically mein Gesicht nach einer Stunde Schlaf während der Gamescom, wenn ich morgens aufgestanden bin. Wenn englische Menschen Latein sprechen, klingt das immer dumm. Ich spreche es auch meist falsch aus. Hallo Putti! I'm Guy Davis. I'm a concept designer and production designer for film, television, and video games, and I was the creature concept designer Irgendwas on an the diesem new Bild sieht komisch aus. reimagining of the Alone in the Dark game. I think wäre der everybody Kopf has doch an nur so idea of extra what scares eingefügt. them in the dark, and getting to design what possibly is crawling around in the dark has always been exciting, especially in terms of Eldritch Horror. What's exciting about designing for games Eldritch is Horror that ist auch gerade it's wieder so hart almost in, ne? creating a creature that has to come more to life than you would for film. Because a player, you never know. Is he Warum going to jetzt attack nicht him with subtitled? weapon A or weapon B? Also Is he ich going kann to das, just aber run es from kann it? halt The nicht creature jeder. has to respond Untertitel nicht verfügbar. in those Traurig. ways. Warum wurde das nicht gesubtitelt? And one of the most Genau, auf exciting Englisch. parts of the process, of course, is just seeing these creatures come to life and how the team, Ja, you know, zu viele Zähne. really elaborates on the viele design äußere details. So Rippen. now you have a sense that the cemetery creature's cadaver arm is this, you know, formidable weapon that can grab, you know, the player or Da use kommt it as a Maden club. raus, in Or, you riesig. know, the sound of the bayou creatures scurrying around in the distance. It's become part of the environment, which in a lot of ways makes it Ist more der real. nett, ne? The Darkman was a really interesting character to get to work with. He's the opposite of Mottenmann. like the shambling horror. The He had to be Mothman. threatening, but there had to be something unsettling that, you know, is behind all that. And what it is I think what will be the most unsettling thing. Made in of Germany. all. Boah. I think it's hard to be Ja, hab ich scary in this day and age when everything else is so scary, but hopefully there's something Das ist mega unsettling that stays with you and makes you, like, you know, think Krass, twice Mann. when you're turning the lights off at night. Oh mein Gott, das ist Hopper. Hier, wie heißt der? Ne? Aus Stranger Things, der Schauspieler. Der hat den 100 Pro gemodelt. Legends live forever. Even if we sometimes forget about them for a short period of time or they take a little break, they always get back to give us amazing stories and provide awesome experience. And that's the case with Alone in the Dark. I don't know about you, but I'm super excited about the next installment in this series, and I'm double excited to speak with Mikael, writer behind Alone in the Dark. Hi Mikael, how are you? Hi, how are you? Let's be honest, Alone in the Dark is an old series. So many players have warm feelings to it, but at the same time we have equally a lot of younger players who don't know Alone in the Dark. And I'm curious, how do you, War grad ein bisschen leiser. what is your approach Ich to glaube, give hallo something familiar Tag, to old hallihallo, timers, vielen but lieben at Dank the für deinen same time Raid. Hi. provide something new and fresh Soll ich das to a noch younger gerade leiser horror machen, ne? fans?
Also nicht, dass ich dir nicht zuhören möchte oder so, aber ne, das ist natürlich alles ein bisschen... Ich wünschte, es hatte Subtitles, dann könnte man währenddessen auch mitlesen, aber nein, das bietet IGN leider nicht. Was ich sehr schade finde, vor allen Dingen bei so pre-recorded Stuff. Talk hat heute Geburtstag. Oh, alles Gute. Happy Birthday, Talk. Und dann kommst du sogar hier hin. Also du gibst mir ein Geschenk, obwohl du Geburtstag hast. Du Nudel. Alles Gute. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und hast ihn noch, weil wenn du jetzt raidest, dann hörst du jetzt auf zu streamen. Und ich hoffe, du machst die letzten 4 Stunden noch was richtig Geiles. Und danke, Bambi, fürs Bescheid geben. Wir gucken heute das Fear-Fest, beziehungsweise den Black Summer, eine Sammlung an sehr, sehr coolen Trailern im Horrorbereich. Ja, sehr gut. Solche Leute braucht man, ne? Ich kann aber gerade mal den Ausschnitt hier gerade ein bisschen vergrößern. Ja. A kind of humble way to look at it as well, because it is daunting. I want to pay tribute. I want this. Ich glaube, meine Mutter hat schon Alone in the Dark gespielt auf der PlayStation 1. Es gab schon Alone in the Dark auf der PlayStation 1, oder? Oder war das ein anderes Spiel? Ich würde jetzt so gerne spielen, aber ich bin da nicht gut drin. Aber es sieht richtig nice aus. Ich mag halt... Mal abgesehen davon, dass ich es geil finde, dass sie den Schauspieler hier für Motion Capture haben. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Ja, hier, Hopper. Ich mag den Schauspieler sehr gerne. Und es macht einfach viel aus, wenn du so ein bekanntes Gesicht hast, das du spielst, finde ich. Ja, Alone in the Dark gab es schon auf der PS1. Juhu! Auch nicht, deswegen schaue ich nur zu. Ja, fühle ich total. Geht das eigentlich, wenn ich hier drüber rede, oder stört das gerade zu sehr? Also störe ich zu sehr, stört der zu sehr, I don't know. Aber letztendlich reden ja auch die meisten Leute darüber, wegen, dass sie hoffen, dass sie alles richtig gemacht haben, damit der Vibe stimmt und so. Aber, nö, ich höre eh nicht so. Ja, aber wenn das, vielleicht kann ja sein, dass die Person dann zu laut ist, wenn ich rede oder so. Aber es ist so schick. Ich meine, guckt es euch mal an, ey. Es spielt dann offensichtlich ja auch irgendwie so ein bisschen, was spielt das? Es gibt mir totalen Bioshock Infinite Flair von den Klamotten, also schon. Was spielte das in etwa? 30er Jahre oder so? Ist halt schon richtig schick. Genau, David Harbour, danke, dass das eingeblendet wird. Nett von euch. Oh, die sehen aber so gut aus. Das hat schon sehr schick. Aber alles, wo ich halt durch die Gegend laufe und ich muss ihr so Ekelviecher mit Madenarmen abschießen, bin ich halt einfach raus, ne? So, ich würde immer die Waffe rumziehen, weil ich mich so sehr erschrecke. Ich wäre einfach dauerhaft immer nur tot. Andere sind nur so Headshot, obwohl es hat gar keinen Kopf, ne? Badenarm-Shot. Viel zu viele Zähne und äußere Rippen-Shot. I don't know, was sagt man da bei Viechern, die keinen Kopf mehr haben? Auch ein so cooler Typ, ne? Ich weiß es nicht, wer sie porträtiert. Stand da bestimmt gerade. Ich glaube, ich kenne sie aber nicht. Aber so oberflächlich ist das sehr, sehr schick gemacht. So ein bisschen fehlt mir die Tiefe in den Gesichtern. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. So ein bisschen wirkt das so ein bisschen... wisst ihr, was ich meine? So, man sieht, das ist der Schauspieler, das wurde gemotion captured, aber irgendwie... Das hört sich jetzt mega scheiße an. Aber das Gesicht ist so ein bisschen PNG. Weißt du? So ein bisschen flach. Bei ihr geht es jetzt noch ein bisschen besser. Bei ihm, finde ich, wirkt es so, als würde sich immer nur so ein PNG irgendwie drehen. Emily Hartwood. Nee, ist, glaube ich, in dem Game, ne? Andersrum, jetzt habe ich den anderen Namen nicht gelesen. Egal. Also es ist super schick, aber an den Gesichtern, finde ich, gibt mir noch richtig Uncanny Valley tatsächlich. Das horrorigste Horrorspiel, was ich bisher gespielt habe, war Metro 2033. Habe ich nur Gutes von gehört. Muss heftig sein. Muss echt heftig sein. Könnte ich nicht. Ich glaube, das Heftigste, was ich gespielt habe, war At Dead of Night letztes Jahr. Ich glaube, ich war noch nie so tense und so kurz vorm Abnippeln innerlich.
know that since you said Da gab es auch die Indonesia and lustigsten Pakistan, Clips, ey. there's a lot of tragedy there. It's not a funny game. Das yeah. war wild. So and that's kind of what I liked. So again, so when actors sort of Aber das ist ein cooles Spiel, wo man echt, glaube ich, gut zugucken könnte. Also, das tut mir dann natürlich immer leid für die Leute, die möchten, dass man das kauft, verstehe ich. Aber viele sind ja auch nur so, ja, Let's Plays und Streams sind schwierig, weil Leute kaufen das Game dann nicht. Aber ich würde es halt eh nicht kaufen. So, weil ich einfach zu viel Schiss habe. Und so kann ich es halt enjoyen. Unterstütze dann noch einen Streamer oder so, ne? Oder eine Streamerin. Aber ja. Ja, schwierig. Vor allem so bei so Story-Games oder so. Aber wie gesagt, ich will es mir halt eh nicht kaufen. Ich finde es halt blöd, wenn man ein Spiel eigentlich spielen möchte und man guckt es dann nur. Dann warum spielst du es nicht selber, ne? Wenn du es doch spielen möchtest. Ne? Nur um es vielleicht gratis zu haben, ist kacke. Aber, so, jetzt geht's weiter. Bin wieder still, ne? Gameplay. Auch von dem Spiel. Ah, das ist auch daraus, okay. Brauchen wir nicht so laut. Okay. Otter Lady, was für ein süßer Name. Cute. Wieso? Ich finde, Puppen sind eine tolle Sache in Horrorspielen. Das ist immer alles völlig gut. Puppen, hier so Mannequins, Clowns, nette Maske aus Pappmaché mit komischen Zähnen und Blut. Ja, klar, was man als Kind halt so bastelt, ne? Also die einen, die schneiden der Barbie einfach die Haare kurz und färben sie pink und andere Kinder basteln lustige, creepy Masken. Könnte vielleicht dann auch ausschlaggebend sein darüber, was... Oh Gott, Jack in the Box. Ne, Jumpin' Jack, so heißt das, ne? Oder... Keine Ahnung. Wie heißt das Ding, wenn das da rauskommt? Ich kenne es irgendwie unter Jack in the Box, aber Jumpin' Jack ist das gleiche? I'm not sure. Kombinieren wir es einfach. Nennen wir es Jumping Jack in the Box. Ja, das Gute ist, dass wenn die... was von random... Was für ein random Jumpscare mit einer Krähe. Jack in the Box ist, glaube ich, richtig. Ja, cool, danke. Wie kann ich den Jumping Jack dann? Ist Jumping Jack nur der Typ aus Darkwing Duck? Da wir das ja nicht spielen werden hier. Also ich weiß auch gar nicht, wann das rauskommt, mal abgesehen davon, dass wir da dieses Jahr wahrscheinlich auch gar nicht mehr rauskommen, oder? Jumping Jack Flash? Maybe? Oh mein Gott. Ja, da wäre ich schon raus einfach. Da wäre ich schon so, alles klar, war schön mit euch. Tschüss. Ich hätte schon Bock darauf, aber da es ein Game ist, wo du halt dich wehren musst mit Waffen gegen so Viecher daran. Warum wachsen da Bäume durch euren... Ach nee, das ist schon draußen, ne? Okay, ich glaube, die ist auch... Nee, das ist noch drin, aber das ist nicht Normales drin. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit, wie es in SpongeBob hieße. Ich schwöre, der Bär ist einfach echt plötzlich oder so. Wahrscheinlich Januar 24. Ah, okay. Cool. Das ist schon sowas, wo ich Bock hatte, das bei wem zu gucken. Die Frage ist mal, bei wem? Es gibt ja so viel Auswahl, ne? Aber ich hoffe, dass wir diesen Eerie-Vibe auch kriegen bei Sherlock Holmes The Awakened, ohne dass wir uns durch die Gegend ballern müssen. Mal gucken, wann wir das umgesetzt kriegen, im Oktober oder November. Oder wie wir es jetzt genannt haben. Sind wir darauf jetzt geblieben? Was ist das? Ich finde auch, Kinder sind auch völlig unnütz in Horrorspielen. Danke, dass das Kind direkt entsorgt wurde. Okay. Nice. So, was Neues, was Neues. Wir machen laut. Suffocating. Darkness. Corridors stink. I can't get the smell out of my nose. The whispers won't shut up. Every shadow seems to haunt me. Just keep them away from me. I just want to know the truth. I need the truth. Why am I doing all these things you ask? Why are you in my head?
I just want to live my life. It was just a job, nothing more. Just a job. Ja, der Acid-Traum ist wieder da, ne? Oh, Dark Fracture. Ich habe den Prolog gespielt. Das ist immer noch nicht draußen? Dort. Hä? Ich dachte, Dark Fracture wäre schon längst draußen. Oder ist das ein DLC? Auf jeden Fall sah das sehr krass aus. Schon ein bisschen Bock, ne? Schlimm. Schlimm. Weißt du? Ich weiß, ich kann das alles nicht spielen und trotzdem habe ich Bock drauf. Ist bekloppt. Watching you for quite some time now, Miss Holloway. It seems you have quite the story to tell. Remake? Von? Was ist das? Resi? Ich habe keine Ahnung. Oder soll das nur aussehen wie ein Remake? Ich habe keine Ahnung, ne? Manche Sachen sind ja auch extra mit der Grafik, so Retro-Style, ne? Das sieht aus wie ein Remaster ansonsten. Oder auch nicht? Hallo? Ich kann das jetzt nicht lesen. Ihr müsst euren Titel so machen, dass ich das lesen kann. Nevermind. Alice Merton has a song titled I Have No Roots. Well, that's not the case with horror games because they have very strong roots, and more developers go back to those roots to make modern games heavily inspired by classic survival horror games. Like my next guest, Nathan, who is working right now on a game called Hollow Body. Hi Nathan, how are you? Hey man, yeah, I'm great, thanks. Personally, I'm a huge fan of good old survival horror games, so when I first saw Hollow Body, it was like, oh, it need to go through my wish list. I'm curious about one thing. Today with tools like, let's say, Unreal Engine or whatever, you can do pretty much everything you want. You can do horror with first-person perspective, some jump scares, and still make a great game out of it. But you went in a different direction. You are making a game that sounds more challenging. And I'm curious, why did you decide to make a game inspired by classic survival horror games? I guess so. When I decided Hollow Body to make Hollow Body, so when I describe Hollow Body as a survival horror game, I'm talking about a very specific kind of horror game. Whilst there's lots of games available now that sort of involve both survival mechanics and horror themes. Also offensichtlich ist es wirklich halt komplett neu und absichtlich survival so. Horror, or at least not in the old sense of the word. Nice. So Hollow Body is closely following the footsteps of games such as Silent Hill, Kuon, Rule of Rose, Haunting Ground, Fatal Frame, to name a few of my personal favourites. But those games had a very specific makeup to their design that wasn't all about scares. It relied much more heavily on narrative and character motivations, cinematography. But they were very light on jump scares and instead worked on building dread through careful scene direction with fixed and dynamic camera angles and world building through player exploration. Ich finde es halt auch super interessant, dass das Game jetzt absichtlich diesen PS1-Vibe hat. Dadurch gibt es einem halt umso mehr diesen Silent Hill-Touch, Resi-Touch und so. PS2 horror game for the first time. PS2, ja, PS2 vielleicht auch noch. Yeah, I mean, I previously worked on a first-person horror game. Jetzt schon gedacht, das ist so late PS1, Zeit, early PS2, ja, okay. Aber ja, Jumpscares sind halt auch so abgedroschen, ne?
Braucht man halt auch meistens and nicht. yeah, of course, there are some fantastic first-person horror games out there, but I feel there's a bit of a lack of proper fixed camera games, and I'd like to be one of the guys who helps remedy that. Just to give a quick pitch about Holybody, it is, in my mind, Blade Runner meets Silent Hill. That is the easiest way of putting it. So it's set in the not-so-distant future, and you play as Mika, who is a shipper. She is a delivery driver, essentially, for black market goods. She crashes across an exclusion zone. It's an old, abandoned British city from hundreds of years ago. So the city itself feels very relatable to current British cities. There's a bit of more advanced tech there, but sort of the bricks and mortar are very typical. But yeah, Mika has some sci-fi gadgets at her disposal. She has to find her way out of the city while surviving, managing resources, and uncovering the dark secrets within the city, which I'm keeping my lips sealed about at the moment. But yeah, if anyone wants to wishlist it on Steam, that'd be amazing. It really helped me out. Wenn man halt diese Fixed Camera Angles mag, ne? Ich glaube, das mögen ja viele nicht. Aber irgendwie gibt es einem auch Sicherheit, finde ich, weil du weißt, okay, alles, was du sehen können musst, wirst du sehen können, I guess. Splash. Die Viecher sehen schon cool aus, ne? Pfeil und Bogen wäre jetzt nicht so meins auf Dauer. Aber spannend. Mal was anderes. Stockmann ist irgendwie unangenehm. The access unseen. I love stories of people who are leaving big companies or big corporations to start something of their own, creating some amazing stuff. And I Hat es auch Story, das Spiel? Also es kam jetzt nicht so rüber. Es war jetzt so pures Gameplay, was natürlich auch nicht schlecht aussah. Welcome to Nate, the developer responsible for the upcoming and amazing looking game called The Axis Unseen. Hi Nate, how are you? Good, thanks for having me. I'm super excited to speak with you about your project because you are a guy who was working on some big AAA titles, but now you are just one-man army working on your dream project. And I'm just curious, what's the easiest and what's the hardest in being your own boss? So the easiest part for sure is deciding what to do and approvals, because it's like, oh, can we do it? Yes, we can. I can just like look in the mirror, go for it. Whereas, you know, in big developments, that can sometimes take months and all sorts of layers of approval and meeting after meeting and vision statements and den Vibe aus einer Mischung aus Sons of the Forest oder The Forest generell und hier, wie heißt es? Horizon Zero Dawn, wie heißt das? Ja, ne? Weiß es doch. Hab ich hier nicht mehr liegen. Scheiße. Aber das Horizon-Game. Ne? Also, weil du von der Farbe ist es halt sehr kräftig. Und du hast halt Pfeil und Bogen und so. Bei ihm ist auch OBS offen. Aber es hat halt diesen, okay, du bist alleine irgendwo und musst alles irgendwie niederschießen, um dich zu retten, Vibe. Die Viecher sehen schon cool aus. Am I screwed? Am I gonna have to hire a coder? Like, maybe this was a bad idea. But then, you know, so far at least, I figured it out and it's like, yes, can keep going forward, get past the roadblocks. But it is terrifying when you have those moments. Okay, so generally,
I understand that you like. Aber kein Spiel für mich. Ist das was für euch? Yeah, I love it. I really like doing lots of different things, and even though I was in art primarily, I always thought of myself as like a game developer, not just an artist. So I was always like budging my way into like the design meetings and messing with tools. So I like having that flexibility to just do a bunch of different things. The Axis Unseen is a heavy metal horror game where you hunt monsters from folklore. And it's closer to like a hunting simulator as opposed to like when people hear Monster Hunting, they think Monster Hunter the game, but that's a lot more of like an action game. This is closer to something like the Hunter Call of the Wild, where you're like looking at tracks and wind direction matters. But in those games, if like a deer smells you or hears you, they'll just run off. But in this case, it's a monster that will just come and run and like try and eat your face. The Axis Unseen launches next year sometime. Oh, das sah schon cool aus. Vor allem dieser Stockmann. Ich bin ein Fan vom Stockmann. Hello everyone and welcome. My name is Ryan, but I also go by 8-Bit Ryan over on YouTube. I am super pleased to be able to welcome you all to an extraordinary event unlike no other, and that is FearFest, brought to you by Feardemic. And let me just say, they have an absolutely amazing show lined up for everyone. Brace for a showcase featuring over 30 horror trailers, world premieres, gameplay reveals, and also interviews with some of the sinister minds behind such projects. However, before we do go further, it's time we take a step back and revisit one of the most polarizing dramas die 50, jetzt heißt es die 30. One that will evoke the memories of 80s video game movie adaptations and give you a ringside seat into the inner workings of one of the most evil video game companies ever created. FearFest is proud to present The Devil's Game. Am I evil? Well, I do my best. I mean the worst. Yes. I'm bad. I'm evil. I'm even, as the French would say, an anti-hero. Of course, I wouldn't be so cruelly evil if I didn't devote every spare moment to becoming better at my being evil. Immer wieder von hinten. And by better, of course, I mean being worse. The worst! That's why I rely on misinformation, unhealthy competition, and the exchange of bad experiences. This is why I founded the very bad Not-So-Gentleman's Club. Yes, we are still working on the name of the group. Boah, das triggert mich zu hören, ey. Hi everyone, hi guys. Do you hear me? The wrap-up period is approaching, and we all need to do our best to collect the most souls and send them into darkness. So, as every year, I have prepared a statistic of our misconduct and would like to present it now so that you have a clear understanding. Just get on with it. Over the past 2 years, the plague has come to a clear lead. Over 6 million souls. Well done. That is a very bad job. You know what I mean? Can we just stop with the inverted adjectives? But this is my thing. Just get on with it. All right. Next, we have the Reptilian King. 7,000 souls. Not bad, not great. Yes. No, you are not. Let's just go straight to the winner of this period, all right? And the winner is Bob. Yes, Bob again. What? Bob? Does anyone have any idea what he does for a living? What does he actually do? How is he so bad? We don't ask.
and we don't talk about it. This is horse shit. In a bad way. He is just best in being the worst, alright? Get over it, you sissies! And what about you? Me? I'm the devil. The big D. Oh no, that came out wrong. I'm the boss. The boss, alright? You do bad for me. And that's it? You don't need to prove anything, cause you're the Prince of Evil, and that's Alright, this is it. I'll show you, you stupid buffons. I'll conjure an evil that will be so widespread and affecting your jaws will drop. And I took it personally. Hi, I'm Bob. I'm a professional life coach, I'm so a dead stock inside. trader, and a lawyer. Next time on The Devil's Game. I'm going to become the creator of the scariest, the most demoralizing computer game. It says here that you are a game. Ah ja, das fühle ich. Yes, I've been in 2 companies before. We have to focus on something solid. It is fresh on Rotten Tomatoes. It's gonna be amazing. Es ist nicht dagegen einzuwenden, so ein Rahmenprogramm zu bauen, aber... Gott sei Dank, bitte ein neuer Trailer. Irgendwas, was unsere Gedanken woanders hinlenkt. Geschafft. Ich auf Maximum? Jo. Was haben wir denn jetzt? Kein Haber. The Game. Seville? Habe ich nie gesehen. Alles, was ich daran denke, wenn ich den Namen nur lese, ist Cyril. Das ist ein echt schlechter Skill. Cyril, schreib mir bitte einen besseren. Um es mit Cold Mirrors Worten zu sagen. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber es ist ein bisschen eintönig, der Trailer. Also ich will ja nicht meckern. Aber ich gehe um die Ecke und mache 2 Headshots und das mache ich 3-4 Mal. Ist so. Ich hoffe, da kommt noch was. Sonst, wenn das Game ist, dann ist das natürlich meine private, persönliche Meinung, ne? Holt mich jetzt nicht so ab. Cyril, wir brauchen mehr Jumpscares. Der Spiel hat sicher Tiefe. Ja, ja, bestimmt. Wäre gut, wenn sie die dann auch zeigen. Ich glaube sogar, dass es bestimmt Story hat und cool ist. Und es sieht auch richtig gut aus. Aber es wirkt halt erstmal eintönig. So. Ich meine, jetzt ist es doch danach Real Gameplay offensichtlich. Wirkt zumindest so. Aber es ist halt immer der gleiche Gegnertyp. 2 Headshots, der nächste, 2 Headshots, der nächste, 2 Headshots, der nächste, 2 Headshots. Trailer Ende. Hat mich jetzt persönlich nicht so berührt. Alter, das Wasser sieht geil aus. Der Chinese Room, das sagt mir schon was. Habe ich da schon mal was von gesehen? Ja, habe ich. Davon habe ich schon mal was gesehen. Irgendwo. Einen anderen Trailer. Das ist halt spannend. Still wakes the deep. Sieht nicht viel, aber sieht auf jeden Fall jetzt schon interessanter aus als das, was vorher war. Obwohl der Trailer nur halb so lang ist.
Nichts geht über einen coolen Song. Still Wakes Deep is a first-person narrative horror game. For me, horror is about exploring the limits of human endurance and understanding. You're stuck on a cracking and crumbling rig in the middle of the North Sea in winter. There's a storm going on, the North Sea's below you. Our main character is Kaz McCleary. He's a working-class ex-boxer from Glasgow, and he's doing everything he can to survive on the rig as it crumbles around him. So the oil rig environment will change in so much as you go from a working environment, working oil rig with lots of people around, something happens, a disaster happens, and from then on, once you recover, you just need to discover what happens. Discover what Nicht meine Art Game. Sieht aber sehr cool aus. Become of the oil rig that you've already seen. What's really interesting about the oil rig, it's a confined space in the middle of the North Sea. There's nowhere to go. So as the player, you actually return to a lot of environments and a lot of locations throughout the course of the game. And you get to see how these evolve, both in terms of the disaster, the rig starts to sink, but also this horror element which will start to come into Das Ding play in sinkt the later langsam, stages aber of the sicher. game. Das ist hart. With Deep, we really wanted to move beyond just being a walking simulator. We looked at games that I'm very familiar with, like Alien Isolation, System Shock 2, and Prey, all games that are set in a single environment. We were really inspired by many of those games, but we also thought that Chinese Room is about telling a linear narrative in a way that is still spectacular and exciting for the player to experience. Fans of the Chinese Room, I'd say, yeah, I really hope you enjoy the Gibt's eine game. Bedrohung, ist die Frage. Put a lot of love Eine and attention into the Monsterbedrohung. environment. Spent a lot of hours. Wenn nicht, könnte ich mir fast doch schon vorstellen. So als Horror-Exploration-Game. Before things get a little crazy and hopefully get you scared. We'd like as many people as possible to play Still Wakes Deep. You don't have to be a hardcore gamer. You just need to be someone who's really willing to experience a new story from a new perspective schreibe ich mir das doch mal auf. some extraordinary circumstances. Den Namen vergessen. Helft mir. Ah nee, steht da nicht. Still Wakes the Deep. Auf jeden Fall werde ich mir das nochmal angucken. So, und jetzt wieder. Kinders Ruhe. Das Untergame! Entschuldigung. Das ist geil. Das ist das wunderbare Spiel REVEIL, gepublished von Daedalic Entertainment, developed von Pixel Split. Ich freue mich sehr auf das Game. Dear viewers, you as true horror fans know exactly that when we take something innocent like, I don't know, toys and turn it into a true nightmare or something horrorish, the outcome is unsettling and very, very cool. But when you do it, it's very easy to fall into a parody, unless you are doing it right. And with that in mind, let me introduce my next guest, Bennett, the man behind the game called REVEIL. Hi Bennett, how are you? Hi, I'm fine, thank you. Circus Bennett theme ganz is something pretty common in horror. You know, we have so many horrors about clowns, etc. But mostly I think they were a comedy style or a parody.
But your game is much more serious. It has much more psychological approach. So I'm curious, why circus theme? Why you went in this direction? Yeah, so on the surface, the circus for us is a place of joy, wonder, and entertainment, basically. But when you dig deeper, there is an inherent eeriness to it. So think of all the backstage areas that the audience isn't supposed to see. Dieser Puppenkopf macht mich fertig. It's always a mystery of the unknown. And also what's presented on the stage is often the facade, and behind the curtains is then the true nature of the things. And this duality is what we wanted to explore in REVEIL. We think that a place where you are not in control, but where you are just an observer, and where the lines between reality and performance are blurred, is also something very unsettling. I guess, as you will see in the gameplay, we are also playing with the cliche of circus horror. So, for example, if you go to a haunted house or a horror cabinet at a fair, you know it's all fake, but there's still that lingering sense of unease, of being trapped or imprisoned. And that's also a feeling we wanted to capture in REVEIL. The serious, psychological, dark, name it whatever you want, side of it is gradually building up, and that's also something we want to show in the trailer. That's also something that is connected to our protagonist, Walter Thompson. He is a stage builder for the circus, so a handyman. At first he dismisses all the strange things that are happening, and he says, these are just cheap horror tricks. And as the game progresses, his perspective will change quite drastically. And we designed REVEIL in a way that the player should feel the same transformation, or should take the same transformation as the protagonist. Our goal is that the players are constantly theorizing about what's going on here, and seeking new explanations of what is going on in this circus setting. In REVEIL, the circus is not really a setting, it is more an interesting place where joy and darkness coexist, and where the lines between reality and illusion are constantly blurred for us. Make sure to wishlist REVEIL on Steam and follow us on Steam. Stay frightened, I would say. Richtig Bock auf das Game. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und das sage ich jetzt nicht nur als Daedalic-Angestellte, sondern auch als Nina. Oh, I hate that. Look at this clown. Yeah. Oh. Oh! Hello, Jimbo. Why would a kid lock her book? Oh, is that blood? Is there blood in this kid's book? Was? Oh. Hallo, Jimbo, das ist übrigens unser Game. Bitte einmal wishlisten. Dankeschön. The giraffe looks like he's seen some stuff. Welcome to the fun house. The clown's literally grabbing at you. How is that fun? Oh, Dory always drags me through here. I think she just really likes to scare me. Great. You know what's fun? Getting scared by clowns. Genau, also wir publishen das, ne? Es wird entwickelt von Pixel This house isn't fun at all. Oh, Jesus. Aber wir publishen es. This Und das way. ist geil. Okay, that seems inviting. Von dem, was ich gesehen habe bisher, ist geil. Seems inviting. I'm excited. If something jumps out at me again, I swear to God. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Dory, enough playing around. Oh my God, this is why you don't have kids. Oh, I do not like this. Oh, I do not like this. Are you hypnotizing me? This kid is grounded for a week after this, honestly. Okay, she must be up here. This must be the play. Well, that's comforting. Hello? Where did she go? So, oh, it's not even a door. It's an illusion. Wait, where did I go? Oh no. Oh, who did this to the chess pieces? How do I get out of here? Oh, well, this can't be good. This is the opposite of a fun house. This is a not fun house. Look, door to door I can do. Is it? It's a drawing. Okay, we're in a rusty old elevator. That's never a good sign. Ich finde das Licht in dem Spiel I don't know what floor I picked, but I hope it's the right one. Musik sowieso. Okay, we're going to hell. We're going to hell. Welcome to hell. Oh, piss off. off. Oh Gott, die bewegen sich. Are you serious? What am I...
Am I supposed to walk through that? What do you mean? Oh, I hate this so much. Sheep people are the worst people. They're nothing but negative. Sheep people are the worst people. Schön. Oh, don't you dare stay in front of me. You better move. You better stay. Oh! Oh. Okay. Flashing light warning. Oh. Ja, stimmt. Oh! Ah! Oh Gott. Hi. Hi. Shit. Hi. Hi. Ja, geh mal weiter. Ey. Oh. It's been great. Honestly, it's been great. I'm gonna go on my way. I'm gonna go out here. I hope to see you again. Ich lieb's. Aber ganz kurz, so, muss er einmal ganz kurz rüberziehen. Cookie Cutter? Was? A Violent Metroidvania. Aha. Interessant. Okay. Ich glaube, ich habe da schon mal was von gesehen. Aber definitiv nicht das. Alter. And why would I do that? Really, Shinji? Does this thing actually mean something to you? Just let her be, Salem. You got me. Please, give her back to me. I don't think so. Hey, the gates. Dispose of this abomination. It's time to go. Wait! Muss man jetzt mögen, die Art von Gore. Ist mir persönlich ein bisschen zu krass, aber das also ist mega cool. Ja genau, in dem Setting kenne ich es. Ja genau, nicht in dem anderen. Aber interessant mit der Story dann. They will pay for what they deserve. Mal ganz kurz ein neues Fenster, glaube ich, ob ich irgendwann was machen muss. Das öffnet sich wahrscheinlich da. Jo, sorry. My creator, Dr. Shinji. Most talented engineer ever born into this rotten planet. They will pay. Ja, das ist definitiv ein anderes Metroidvania als das, was wir sonst so gewohnt sind. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu krass, aber es wird dafür die Abnehmer geben. Und irgendwie ist es gut, dass es sich getraut wird. Mhm. Okay, Multiplayer. Asmo-Style. Erstmal. Man hat Kräfte.
ist es PvP? Ist es Multiplayer? Ich komme aus dem Irrenhaus, ja, aus der Anstalt, ne? Oh, Seit 2. Seit 1 wollte ich immer mal gespielt haben, habe ich aber nie. Seit 2. I talked about it with a few developers last year and I'm happy to do it again this year. Multiplayer horror games rock. We got more and more amazing titles which prove that horror genre is no longer just a single-player experience. Übrigens mal ganz kurz nebenbei, ich habe gerade mal den Steam-Link zu REVEIL in den Chat gepostet. Gerne wishlisten, auch wenn ihr es nicht kaufen werdet oder so. Es hilft aber immer für die Sichtbarkeit. Ne? Das wäre einmal richtig nice. Dankeschön. You know, we're obviously about to launch a Seit 2, so it's a very exciting time. Yeah, I'm very curious, how do you approach designing such games? Because personally, I love co-op titles where, on one hand, yes, you need to cooperate with other players, but on the second hand, you have that traitor theme in it. I love such games, and Seit 2 is one of them. But I'm curious, how do you balance the game? Because on one hand, you need to make it fun to play both for infected and innocent. Yeah, it's kind of the big question in some ways, and something that we've worked on since the original version of the game in 2016. We experimented a lot with the original Seit to really learn and explore this space. You know, when we launched that game, there weren't many asymmetric games on the market yet. There weren't many social deception games, and we wanted to mix what was at the time like Mafia, the party game, werewolf. Ich glaube, in Seit, ne, also Seit heißt ja auch täuschen. Ich glaube, in Seit ging es darum, dass du eine Gruppe bist, aber du weißt nicht, wer von euch der Killer ist. Das ist halt das Interessante, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich meine, Seit 1 war gratis, müsste mal nachgucken. It is about atmosphere at times, and so there's always that side of it, and I think that can translate well to a multiplayer setting, but obviously I would say that we're kind of like a psychological horror game, and I think we have lots of opportunities as a result of that when we're multiplayer and there are other players speaking to you. In terms of designing and balancing the game, it's been just hundreds of iterations and changes, right? Like, we like building games with kind of weekly Playtests and reviews. Bei mir wäre es halt einfach wie in Werwolf. Jeder wüsste sofort, dass ich es bin und ich wäre immer sofort tot. Weil ich nicht lügen kann. Mir merkt man sofort an, dass ich der Killer bin oder nicht der Killer bin. Ich kann das nicht. Deswegen war ich auch in der Among Us immer so schlecht. And so we're really looking at all the different fun moments and trying to say, hey, like, in what cases is the game session not being fun, and how can we change the game system so that we always end up in the more fun cases. And so that's not really necessarily like winning and losing. It's more like, what state does a game get into? Everyone's waiting now for something to happen. As a result, maybe if there's too much downtime, that's a problem. And then we just kind of, we've tweaked the way the core systems in the game work with that in mind. We do play tests, we've done beta tests, alpha tests. Just yeah, I mean, a lot of play. So if any developers are listening to us and want to learn something here, remember that one thing. Testing, that's the most important thing, I guess. No, absolutely, yeah. Like, it's setting up the game. So Seit 2 is an exciting mix of social deception and horror. We've got this Halloween an expansion coming around werewolves as well. So you both have that experiment monster, the werewolf coming out. We put a ton of time into the Asylum, the first map, and you can check that out now. It's an awesome kind of Unreal 5, fully realized, like, detailed environment, but one that you play with your friends, right? It's different every time you play, so it's been super fun as dev team throughout development, and now watching streams, seeing what everyone's doing with the game. We're constantly updating, adding features. Join us on our Discord as well. I mean, we love engaging with the community there, so it's been great seeing everyone who's checked out Seit so far. Give it a look if you haven't played, and give it a go with your friends. Ja, warum nicht? Also, ich bin wahrscheinlich zu dumm dafür, aber es ist bestimmt ein cooles Game. Ja, gucken wir uns mal an. 9 strangers, 2 are hiding a monstrous secret, outwit and outrun these demons while maintaining your insanity.
But the question is, Red Bench. who can you trust? He's the infected! Look at him, he's sus! Kill our lady! Get her! Get her! Get her! Why Ja, is du no weißt one halt nicht, shooting our wen du lady? umbringen musst. Where are you hiding, human? Welcome to art class. Everyone take a seat. Shit. I'm going to end somebody. Kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch dann lustig zu gucken. I'm sorry, Oder. It had to happen. Oh, I hate this. I hate it. I hate it. I hate it. Ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken. Oder kann ich das nachgucken? I say, ooh, I'm blinded by the lights. Na, 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 na. Holy Das ist noch crap, Early was that Access. close? Kommt aber auch erst raus, ne? Am 14. Hoppala. Bin ich im falschen Bildschirm gescrollt. Entschuldigung. You just teleported as well and scared the heck out of me. Valerie, are you sus? Leave the room for me, please. Das kommt nächste Woche erst raus. King, would you mind going out? I'll leave the room. I'll leave the room. I'm tired. Did you just knock me out? I just completed my task. I gave this guy his prescriptions. Oh fuck! You just got. I just got knocked out. Ein Ding ist es nicht, wenn man auch. Es hört sich mir bescheuert an, wenn ich sage, man muss das schießen, deswegen mag ich es nicht. Aber es ist halt einfach nicht so mein Vibe. EDGE Kid ist ja fast mein Nachbar. Hä? Don't know what I'm doing. Did I get him? No. Did I get him? That was killing me. Hey, sir, is he alive, Witchy? Yeah, I think... He's not now. Well, that solves the problem. That solves the problem. Ich denke, es hat halt diesen interessanten psychologischen Charakter. Oh shit! Doch, Horror-Multiplayer-Spiele sind total mein Vibe. Weil ich da nicht so viel Angst habe. Aber nicht mit Schießen, sondern eher so mit Schleichen, Wegrennen, sowas eher so. Ich mach mal gerade ein bisschen leiser, ist ja gerade nicht so spannend. Es geht ja um Gucken als um Hören. Deswegen mag ich auch DVD ganz gerne. Ich mochte Pacify gerne und wie hießen die alle nochmal? Habe ich jetzt auf dem auf dem Desktop, deswegen weiß ich gerade nicht. Egal, es gibt ja sehr viele Spiele, die so in die Richtung gehen, dass du irgendwie vor irgendwas weglaufen musst oder dich nicht erwischen lassen darfst. Das macht mir Multiplayer halt richtig Spaß. Aber sowas hier ist nicht so meins. Aber es ist eine coole Idee, ne? Es sollte ja auch, ist ja besser, als wenn es immer nur das Gleiche gibt, ne? Aber ich bin schlecht im Lügen, ich wäre dauerhaft tot und Schießen ist nicht so. Left 4 Dead 2 fand ich cool. Nicht meine Art Game, aber auf jeden Fall ein gutes Game, glaube ich. Ich gerade, wie das andere Spiel mal hieß, was ich meinte. Das war nämlich dann, glaube ich, eigentlich ein Abklatsch von Pacify. Ich fand es aber tatsächlich sogar besser als Pacify. Devour. Das fand ich auch ganz cool. Muss ich auch mal wieder mit den Schlömpels spielen. Macht immer echt Laune. Allgemein müssen wir wieder mehr mit den Schlömpels spielen. Hoinki, hoinki, hoinki. Geht er da durch die Wand. Who's got the key? Who's got the key? Dang. Das war knapp. Innocent escape. Yes. 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 We were right at the door. Was ist euer Lieblings-Multiplayer-Horror-Game? Ja, bei mir ist es immer noch DVD. Es macht immer noch am meisten Laune zwischendurch. Dann kann man es auch echt zum Spaß spielen, halt in der Gruppe. Das Neue soll auch gut sein. Aber warte, ich mal laut. Das, hier, Leatherface Game.
Welcome to Sanctuary, the Armageddon escape for the whole family. Our extravagant 5-star last resort is equipped with all the luxuries you need to get away from the world and eternal damnation. You might not make it here alive the first time, or the second, or the third. Don't worry. Every time you bite the dust, you'll come back a little stronger. And if you still can't make it on your own, okay, also ein grow yourself a Roguelite. small army of capable fighters until you're strong enough to navigate the treacherous wasteland with most of your team still alive. Sanctuary Resort and Hotel, where you can be you, I can be me, and we can live zombie-free. Das sieht süß aus. Cute. Ich bin ab und an in meiner Gegend zufällig. Ach, lustig. Bei den Wien. Okay, enough for a moment of all those amazing but very serious psychological horror games. For a moment, let's just check out something completely different. You just saw it. You just saw the trailer of a game called Days of Doom, and it looks absolutely fantastic. And I'm happy I can speak with Jason. Hi Jason, how are you? I'm great. How you doing? Das ist das Game, was wir gerade gesehen haben. Oh nein. Days of Doom, like I said, I will repeat myself. Entschuldigung, ich wollte nur leiser machen. But I'm curious about one thing. Lately I see more and more also ist das, ich wollte gerade sagen, das ist ein Tactical Roguelite anscheinend. Nicht meine Art Game, das sage ich heute sehr häufig, aber ich spiele auch sehr wenig Horror-Games, muss ich ja dazu sagen. Aber ein Spiel habe ich mir schon aufgeschrieben. REVEIL muss ich mir nicht aufschreiben, weil es eh unser Game ist. Da kommt bestimmt noch was zu. Der Abend ist noch jung. Was ist eigentlich der Trend, Leute so zu filmen, dass sie an der Kamera vorbeisprechen? Aus verschiedenen Winkeln. Das scheint ja offensichtlich ein Trend zu sein. Das ist bei vielen Leuten so. Also teilweise finde ich das passend, teilweise aber auch so gar nicht. Irgendwie ein bisschen komisch, vor allem, weil es ja bei dem Moderator auch nicht gemacht wird. Vor allem so von der Seite. Also schräg verstehe ich ja noch so, ne? Ganz von der Seite, am besten von hinten. Ist ja auch so, okay. Was soll ich da noch sehen? Ne? So geht ja noch, aber... Weil die starren halt alle dann nur auf ihren Laptop, so, wenn die Wesen auf die Höhe gucken würden, wie der Moderator, auf so eine Augenhöhe, die gucken ja alle automatisch nach unten. Finde ich ein bisschen komisch. Ist natürlich Heulen auf hohem Niveau, ne? Sollen die machen, wie sie wollen, aber fiel mir nur so auf. Das ist halt cute, es könnte halt genauso mobile sein. Ich habe jetzt aber auch nicht zugehört und weiß nicht, ob es zufällig auch zusätzlich mobile werden wird. Es hat auf jeden Fall diesen Mobile Touch, ne? So für iPad und so. Aber viele Spiele haben mittlerweile den Vibe, ohne Mobile Games zu sein. Bei uns kommt später auch noch ein Spiel, was auch diese starke Linienführung hat. Und ist trotzdem kein Mobile Game. Hat er da einen Schalter in dem Schrank? Hast du das gesehen? Achte wieder auf die wichtigen Dinge, ich merke schon. Der interessante Hotelzimmer, der hat da einen Schalter. Guck mal, da. Da. Schalter im Schrank. Spannend. Wenn wir langweilig sind, würden wir sagen, das ist ein Lichtschalter. Wenn wir kreativ sind, könnte das ein Schalter sein für die Fußmassage unter dem Tisch. Oder ein geheimer Whirlpool im Schrank. Vorschläge? Go to Steam, wishlist it, or you can do that on your platform of choice, and it helps more than you think. So that would be appreciated. Oh ja, das stimmt. Ein bisschen Plants vs. Zombies Vibe. Ja, genau das, ja. Vor allem die Zombies. Wie bei Plants vs. Zombies. Ja. Gameplay, okay. Lass ich mal leise, weil Gameplay ist mehr gucken als hören, ne? Was den Arzt dann angeht und die Charaktere, ja. Als zumindest bei den Zombies kann ich das unterschreiben. Ich habe Plants vs. Zombies mal gespielt. Das war, da war das Spiel noch neu. Also es war noch gefühlt im letzten Jahrtausend. Ich meine, Tactical Games sind cool.
Ich bin ein bisschen zu ungeduldig dafür geworden für die meisten. Come on now. Gameplay ist da. Gameplay ist da. That's not fair. Oh wait, no, I bet I can't. I bet it's gonna. Okay, never mind. It worked. It worked. Ich bin jemand, die einzigen Tactical Games, die ich je gespielt habe, waren so die Final Fantasy Tactics Sachen. Ich habe zum Beispiel auch Fire Emblem gar nicht gespielt. Aber ich habe mal den zweiten Teil von... Wie hieß das? Gute Frau, wie heißt das nochmal? Scheiße. Von den Machern von Skies of Arcadia. Das ist ein Sega-Spiel. Eika und Weiß kommen sogar drin vor. Das, wo man in einer Armee ist, im Anime-Stil. Wie heißt das denn jetzt gerade nochmal? Ich komme nicht drauf. Valkyria Chronicles? Heißt das so? Valkyria Chronicles 2 habe ich gespielt. Auf der PSP. Das war auch gut. Nur irgendwann war es arschschwierig. Wie habe ich mich bei dem einen Versuch angemalt mit dem roten Edding vorhin? Wie habe ich das denn geschafft? Valkyria. Chronicles. Was ist das? Ja. PSP. Wow, lange nicht mehr gehört. Lange nicht mehr gespielt, ey. Nachdem die Akkus angefangen haben zu explodieren. Ja, die ist halt hier. Was soll ich machen? Küsschen geben. Für eine Videoaufnahme, Küssung brauche ich auch keinen Consent. What? Einfach voll so mit dem Stuhl ins Gesicht. Bam. Ja, es ist halt unangenehm, dass wir uns jetzt einen Platz teilen, aber ne, die Stream-Ecke ist nicht groß genug für uns beide. So. Das ist tatsächlich ein Stil, der mich nicht so abholt. Ich weiß aber gar nicht genau warum. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, wäre das Setting jetzt ein mir bekanntes, dann vielleicht. So, ich halte wieder die Schnauze. Ich merke, ich bin immer sehr gehypt auf die Trailer. Autschi, ouch. Wir sind Jesus. Ja. Haha! Aber kann ich nicht hinkommen. Ah. Ich glaube, es gibt eine Narbe. Sport. Okay, cool. Hello. Nice to meet you. I am Ayla. Same. Nini, hi. Oh, wenn AI mit drin ist, das kann nur schief gehen. Horror games come in many packages, from 8-bit side-scrollers to immersive first-person perspectives. But there's something about photorealism that really brings us into the world and makes us feel like we're there. I'm happy to be speaking to one of the developers of one such game today, Desh from Pulsatrix Studios. Hi Desh, how are you? Hey, how are you? I'm fine. So first off, Ayla looks amazing. You can clearly tell you guys focused on delivering highly realistic graphics with this game, and it has everyone really excited. So how do you approach something like that? And how did Unreal Engine 5 help you guys in achieving that sort of photorealism? The Unreal 5 helped a lot. Like, we worked with Unreal 4 in our latest project for beer, and it was already amazing. Cinema helps a lot for us, like to find the right lighting and things like that. Like most of the people who works in the project worked in productions, in cinema productions, things like that.
So we have a good eye for especially lighting that I think it makes the biggest difference. Like, even if the model is not perfect, if you have a good lighting, das wird nichts mehr. You will probably have a really cinematic and realistic finished product. Unreal Engine 5 brought better atmosphere for lighting. Like, it has a better render of lighting. And as I say, that's the key for realism. It's basically having good lighting. And since we got this next generation engine, it brings to another level. So that's how we got it. And especially also the animation, like we have a great animator in the team too. And it creates this sensation of movement that you need to kurz leiser. Ja, hier, ich sehe keinen Link, aber nur 3 Sternchen. Ja, leider. Warte, ich mache das mal eben anders. Es muss doch viel gemacht werden hier am Kanal. Das bleibt halt momentan alles liegen. Die ganzen Einstellungen und so. Es muss doch viel gemacht werden. Bei den Knabbel hier, Schnauze. Ich wollte in den Videoproduzenten. So. Wäre schön, wenn immer alles funktionieren würde, aber das tut es nicht. Streaming ist nicht groß genug. Also. Den können wir aber teilen. Ich kann ihn jetzt zur Not reinposten. So, das sollte jetzt hoffentlich gehen. So. Danke dir, Nick Mac, fürs Klippen. Vielen lieben Dank. You can check out Isla in our website, pusatrix.com. Nicht so tragisch, wird auch die Leute. Nö, alles gut. Die labern jetzt eh nur. Das ist alles nicht schlimm. Sollte ja auch alles vernünftig funktionieren, tut es aber halt noch nicht. Bei mir funktioniert das alles schon, hier noch nicht so. So, next one. Außerdem störst du nicht. Okay, wild. Das habe ich schon mal gesehen. Also natürlich nicht genau das, weil die Clips sind, also die Trailer sind immer neu geschnitten, deswegen World Premiere. Nee, nicht Beholder. Beholder, sein, das heißt auch so, aber wüsste ich nicht, nee. Aber ich glaube, du hast halt irgendwie... Hast du nicht, ist das nicht das Spiel, wo du ein Restaurant hast und du hast gleichzeitig auch die Morgue oder so? War das nicht irgendwie so? Oder wirkt das nur so? Ja. Hatten die nur die Morgue? Die haben auch Sachen verkauft, ne? War das nicht so? Ja, also die haben sowohl die Morgue als auch irgendwas, was sie verkaufen und du musst das irgendwie beides managen oder so. Ich habe da schon mal was ganz Kurzes zu gesehen, so ein Teaser-Trailer oder so. Ich habe übrigens ganz laut, es ist nur nicht viel Sound. Wahrscheinlich nimmst du die Leichen dann auch auseinander oder so und arbeitest dann weiter damit. Ich weiß nicht, ob du wirklich Leuten hilfst oder nur dafür sorgst, dass sie sterben. I don't know. Wird auch leider jetzt nicht gerade klar. Ja, also das ist schwierig. Wenn ich das Gefühl habe, weiß nicht, was man im Spiel macht, dann geht der Trailer irgendwie an seinem Ziel vorbei. Oder? Restaurant, Leichenhalle, Fleisch auf kurzem Wege, ja so ungefähr. Nicht ganz so. Das ist, glaube ich, nicht Restaurant. Das ist, glaube ich, dann irgendwie so eine Apotheke oder so. Das ist ein Spiel, was mit mehr Text oder mit in games you sometimes play as heroes and sometimes as anti-heroes, but from time to time it's good to be a villain, like in a game called The Kingdom Remedy. And I'm happy I will speak about this game with Saverio. Hi Saverio, how are you? Hi Lucas. Hi everyone, I'm fine, thank you. Thank you for inviting me and let's say the studio Troglobites Games to this interview. So, The Kingdom Remedy is a game similar in mechanics to Ravenous Devils, and it's great because Ravenous Devils is superb game, and I'm happy we will get another one similar to it. But at the same time, you need to jump over the bar set by Ravenous
Der hat jetzt gerade Ravenous Devils, kann es sein, dass das Spiel war, wo es ein Restaurant gibt und wo die Leute umbringen muss? Weil er meint, das sei sehr ähnlich. Vielleicht kennen wir das andere Spiel. We reach at least let's say the same success. And being the publishers of Ravenous Devils on console, we were also following the success on Steam. We noticed that some people, they want to cue the actions of the characters. They want some here and there adjustments. Those adjustments will be ready from day one in the game. So of course the roles basically are the same. The gameplay, we think, is very, very similar, but is what is different, let's say, is a bit the setting, of course. Okay, I don't want to go too much philosophical or in the meaning of the game, but let's say it's also about this mad doctor and crazy nun. What they're doing basically in the hospital. This doctor is a super genius. It is a fictional 50s in the States. Well, he discovered that if the human body is suffering, produce some substances. So he wants those substances to study them and to create like an anesthetic, total anesthetic, something. He found a job the only job he can find is in a prison where there is a nun that shares his vision for different reasons. Let's say unlikely the prison is a perfect place where to continue the study, because you have contained people, they cannot communicate, they cannot escape. Also, guards, they don't care about the life of the inmates, so whatever it happens to them is basically the same, because there are too many inmates in this fictional prison. Yeah, so you perform this torture. I studied a bit. So after many days, you will collect so many data that finally, perhaps, you will win the Nobel Prize or not. Of course, add the game on Steam, to your wishlist on Steam. Follow also our studio, which is important. We're Troglodytes Games. Of course, we don't believe in torture and stuff like that, because people, they will tell us. I mean, as I said, it's a fictional story. And thank you for following the project. Ja, ein bisschen trocken irgendwie präsentiert, ich weiß nicht. Das ist ein krasses Make-up. Oh my god. Heftig. Ew. He's a mad scientist. Someone needs to stop him. Ich glaube, die Story von dem Game ist ziemlich cool. Auch das Comic-artige finde ich nice. She's so pretty. Look at her. I just have to put in the hard work. Oh my god, I think I know where I'm going for my nose job. Bis bald. Schön, dass du da warst. So, looks Wir gucken noch sehr lange Trailer heute. And like make people's dreams come true. Take your pills now, you hear? They're gonna keep you safe and sound and make sure Leider auch nicht meine. Ich war mal ein bisschen leiser gerade. Mega nice Make-up von dem Typen. Auch leider nicht mein Game. Aber ich mag es, wie es so krass unterschiedliche Horror-Games einfach hier gibt in dieser Show. Und die Tatsache, wie gesagt, dass die meisten nicht mein Ding sind, hat ja damit zu tun, dass ich kein Horror-Gamer bin. People's dreams come true? Okay. Just dump them in there. She's really pretty. I would definitely get a pill from her, like that's for sure. Aber ich bin auch nicht gut, also abgesehen davon, nicht nur in Horror-Games mittelmäßig, sondern in diesen, wie soll man das nennen? In diesen Managing-Games zack ich halt richtig. Oh, sowas kann ich nicht sehen. Ich weiß nicht, kannst du dir mal den Kopf abhauen, das ist irgendwie anders, aber so elektrischer Stuhl finde ich einfach so eine inhumane Geschichte. Also Kopf abhauen auch, nicht falsch verstehen. Aber das hier ist legal heutzutage noch teilweise, deswegen schwierig. Nicht meins. Okay, so I guess this is where the fun starts. I get to choose how I want to like treat. Also hier muss er halt wirklich die Leute auseinandernehmen und auch torturen, also foltern.
könnte ich nicht. Bin ich doch ein bisschen zu zart beseitet für, glaube ich. Also ich mag es, dass man mal der Villain ist. Das finde ich ziemlich cool. Ich bin gelangweilt davon, dass man immer der Gute ist und der Villain auch immer verliert. Finde ich mega langweilig. Aber es ist halt auch ein sehr grafisches Spiel, ne? Also da sieht man dann auch alles, was man da tut. Und das muss halt der Magen auch verkraften können. Mein Magen ist eher so schwächlich. Auch wenn ich Horrorfilme gucke, dann meistens so. Und dann gucke ich manchmal so durch die Finger und dann bereue ich schon wieder, dass ich geguckt habe. So, next please. Ist das ein Horror-JRPG? Es klingt nach einem Horror-JRPG. Es ist sehr hübsch. Monstertechnisch aber irgendwie nicht so, oder? Ich meine, das soll bestimmt so aussehen. Scheint turn-based zu sein. Das ist wahrscheinlich ein Indie-Game. Die meisten Sachen hier. Ich glaube, die Story hier könnte interessant sein. Ansonsten wirkt das alles sehr unpolished. Game developers have so many different ways to, well, evoke fear or build the tension you can make. Die Tatsache, dass halt mit den Viechern alles in so schwarz-weiß-grau war, hat bestimmt seinen Grund. Gibt mir aber so ein... ist frisch 3D geprintet und noch nicht fertig Vibe. Wisst ihr, was ich meine? Ist natürlich jetzt nur meine Meinung. Please welcome EDGE, the developer responsible for the upcoming game called The Time I Have Left. Hi, how are you? Hello. I'm fine, thanks. I watched the trailer of the game. I did my research. It looks amazing. I love the concept that the protagonist of your game has only 6 hours before she will die. Tell me, how do you use this theme? Genau, also die Story, glaube ich, ist ganz nice. Yeah, so dann ist die Grafik auch nicht so entscheidend letztendlich. Vielleicht noch Alpha, vielleicht. Aber sollte es da nicht drin stehen im Trailer besser? Very important to both the story and the mechanics. And the objective is not to rush aimlessly around before it runs out. We would have called the game something like No Time Left in those cases, right? So, and the goal is to make the most of your time while it lasts. So we have two main timers in the game. One is the narrative one, which is a 6-hour one that spans the whole game, and a chapter-based one with shorter time limits that are contained within those 6 hours. Every chapter of the story has a shorter time limit that is part of those 6 hours. And once you locate a way to advance to the next chapter, you can decide whether to keep on exploring for more secrets in the current area. Also ich bin totaler Gegner von, dass ich abgehetzt werde durch ein Zeitlimit, aber hier finde ich, klingt es durchaus interessant. So every second that you haven't spent will be lost anyway. So it's up to you to decide how to spend it. You found the balance between that tension I mentioned, but also you are giving some time for people to experience the story, to explore the game's world. Yeah, so it's pretty easy when you see a timer to stress yourself a little bit too much. So our goal is to inject the right amount of time pressure at the right moments, but there's plenty of mechanics to manage it and strategize. For example,
during combat, navigating the game's menus, time runs slower, 10 times slower. So this gives you a little bit of a breather to read story fragments, check your map on inventory, and decide what will be your next goal. In 6 hours, you will be dead. It is fated to be. Even so, is there anything you would like to do before the end? That is the starting point of the time I have left. A narrative adventure, time-driven escape adventure with RPG elements that follows the story of Aline, a woman with only 6 hours of life remaining, as she searches out a way out of an underground city. So we will follow her escape, uncover the secrets of a desolate complex, and face grotesque visions of death in a turn-based combat system with an active twist. The game is already available to wishlist on Steam. Ja, interessant. Schon irgendwie. Ah, okay. Alright, let's see what's down here. Can we interact? Oh my! Klatsch. Oh, that doesn't look good. Aline, what are you trying to hide? Es gibt mir so ein bisschen so ein PS3-Vibe. Wäre was für Gronk in einem Rutsch für einen Stream, ja. Nicht nur für Gronk. Wenn das Spiel wirklich 6 Stunden geht dann. Maximum wahrscheinlich. Weil man kann ja auch cutten, wie es gerade hieß, ne? Mach mal leiser. Wenn du zum Beispiel für eine Aufgabe 10 Minuten hast und du bist nach 5 Minuten fertig, kannst du selber entscheiden, ob du die restlichen 5 Minuten noch nutzt oder ob du sie verfallen lässt. Das heißt, letztendlich kann das Spiel anscheinend wohl, würde ich jetzt meinen, dann auch kürzer sein als 6 Stunden. Und schon könnte selbst ich das in einem Rutsch durchspielen. Rein theoretisch. Rein theoretisch. Die Ästhetik ist halt cool. Ich weiß nicht, irgendwas mag ich daran nicht. Oh my, it doesn't look like it ends. Ich glaube, es soll also schleimig wirken. Es wirkt für mich aber einfach nur unfertig. Als wäre die Surface noch nicht drauf. Weißt du, wie ich meine? Oh no, it's like a boss battle. Perfect dodge. No. Alright, which way here? Oh yeah, now we're talking. 3 for 3, let's go! Okay, I wasn't prepared for this one. Ich mag den Cut zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Finde ich cool. Wird wahrscheinlich seinen Sinn haben, storytechnisch. Immer wenn sie vielleicht irgendwie Blackout oder so hat oder so. There's one path, the only path as you know. You just need the will to take it. Interessiert mich halt wirklich die Story. Scan with your bracelet. Ah, that's cool. Map installed. Oh, nice. So now we can just open it. Check the legend in the bottom right of the screen to see the options available in the current menu. You can open the reminder menu from the map anytime. Okay, this. Oh! So als 24 ohne genaues Datum rauskommt. Oh ja, kein Stress, ne? Ist ja nicht so, als hätten wir keine Games, die wir spielen könnten. Nur so 3000. We're back to this guy! Oh, and he looks stronger than before? Dodge. Dodge again. And we mistimed it. Nicht so sicher, was ich davon halten soll. Irgendwie cool, irgendwie nicht. I don't know. What if I told you guys we're just warming up? We've got a gold mine of horror games still yet to come. That's definitely going to raise that BPM on your Fitbit. Nerves still in check? Alright, good. Well, let's go ahead and check out the next line of titles. That is, of course, after we quickly revisit the Devil's Game. Previously on the Devil's Game. Am I evil? I found it the very bad, einfach noch von vornherein. Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich glaube, ich hole mal mein Wasser. Und vielleicht brauche ich auch einfach 2-3 Minuten, bis ich das hole. Ich weiß gar nicht, wo ich das Wasser hingestellt habe. Vielleicht ist dann dieser coole Skit schon vorbei, wenn ich wieder komme. I don't know. Ich gehe jetzt auf Wasser-Quest. Okay? Geht auch mal pinkeln oder so. Holt euch was zu essen. Oder ist jetzt schon vorbei?
Jetzt fängt jetzt erst an, ne? Wart kurz ab. Ja, oh, dann, Internet ist auch ganz schlecht gerade. Ich gehe mal ganz kurz nach dem Router gucken. I just knew it had to be something big, something that would have global reach and spoil an entire generation. Something unnecessarily violent, stupefying, and be indirect cause of obesity and heart problems. And then it dawned on me. Computer games! I'm going to become the creator of the scariest, the most demoralizing computer game that will leave its mark on millions! But to carry out my plan, I needed to assemble a team. Not one like my scrap club. These people had to be professional, cool, composed, precise, and ruthless. Yeah, no fucking way. Hello? Hello. So, it says here that you are a game designer, huh? Yes. Yes, sir. I've been in 2 companies before, and although I don't... What exactly do you mean by designer? To me, designing games is like... Isn't it just like making them? Ich war zu schnell. I'm making a game. Yes. The working one. Naja. Aber ich habe ja mir ein Bier mitgebracht. To me, combat is kind of a must-have. You know, the market these days... Dursten werden wir jetzt nicht. By whose design? Mach das mal leiser, ne? Was haben wir uns denn hier mitgebracht? Wir haben einen guten Jahrgang. Wir haben ein Belhaven Brewery Scottish Oat Stout. Ja, Deep, Dark, Intense Ale. Ist wahrscheinlich deeper und darker als das, was da gerade läuft. Aber who am I to judge? Das ist vielleicht einfach nur nicht mein Humor. Und das sage ich als Schlömpel. Well, nun. I'm gonna get paid this time. Ach, das ist schmerzhaft, ne? Because I'm going to get paid, right? Fast performance, open world, intelligent enemies, simple but captivating gameplay, interesting storyline. Flasche auf. All right. Do what you want. Just stop talking. All right? Man, you can put all those things that you speak of inside the game. But I have one requirement. Only one condition. What is it, sir? Nichts. Loot crates. Deep, Dark, Intense, definitiv. Done. Great. Sign here. No. With your blood. If you could be so kind. Ein französischer Level macht mir ein bisschen fertig. It looks like finally I will have a chance to truly express myself. Es tut mir so leid, dass ich es so grauenvoll finde, ne? Es tut mir richtig leid für die Leute, die das geschrieben haben. So, probieren wir doch mal das schottische Bier. Vielleicht kommt das ja auch aus der Hölle, I don't know. Vielleicht probieren wir auch nur Schaum. So, you are a writer, right? Yep. Hui. Stark. Was habe ich erwartet? You write, right? Yep, that's about right. You know. Oh, ich mach das wieder leiser. Ich ertrage das nicht. Leid. Also, der Quatsch, den die bei der PC Gaming Show machen, der ist ja schon immer hardcore Fremdschämen. Aber das hier, das. Oh. Kontenance, Nina? Was war denn bisher so euer Favorit? Also abgesehen von, offensichtlicher Favorit natürlich diese Skits hier zwischendrin, ne? Ganz klar. Aber abgesehen davon, so trailermäßig, was war bisher so euer Ding, wo ihr sagt, boah, das war geil? Also abgesehen von REVEIL, brauchen wir nicht drüber reden, ne?
REVEIL, absolut Knorke. Wie viel Prozent hat das Bier? You are familiar with that series in which 7%. Hui. Tja, das habe ich aus einem extra Biergeschäft im Nürnberger Platz in Essen. Der Plop beim Öffnen deines Bieres war das bisherige Highlight. Hat doch gar nicht geploppt. Und Nick Mick nur so, ja, eben. Also wie gesagt, ich fand schon manche Spiele richtig, richtig interessant und cool. Nur spiele ich sie halt nicht. Aber da kommt noch viel. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Spielen sind wir jetzt? Geralt? This is going to be a fucking nightmare. Das ist es schon. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen... Das auf der Ölplattform war meines bisher. Still Wakes the Deep ist das Einzige, was auf meinem Zettel steht. Okay, seht ihr nicht. Könnte auch ein leerer Zettel sein, ne? Das hier versucht so ein bisschen zu sein wie The Office, glaube ich, aber... What are you again? Es zieht sich auch ein bisschen wie Gummi. Cool. Ich kann doch gar nicht richtig genug Content, um darüber zu reden. Eigentlich wollte ich auch heute nicht so viel reden, wegen meiner Stimme, ne? Kann euch aber definitiv von der, ja, The Office, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, gibt mir so sehr schlechte Office-Vibes, ne? Ich habe nicht verstanden, was das soll. Ja, ich weiß auch nicht, ob es das sein soll. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Office, Stromberg und so. Weil immer diesen, ne, Fourth Wall Break und so, dieses Camera-Gedöns. Aber ich verstehe auch einfach den Content gerade nicht, bin ich ganz ehrlich. So. Weißt du, ich habe vorhin noch gesagt, wie wird das 5 Stunden lang gehen? Und jetzt weiß ich das. Und jetzt macht mich das sehr unsicher. Wie viele Folgen davon werden wir noch bekommen? Wie oft muss ich aufstehen und weggehen? Weil ich sonst einfach sterbe. So, next. Finally. Oh, ist dies etwa eine Bohrinsel? I am Moses. I am Hope's best friend. Bone Totem. Interessanter Titel irgendwie. Okay, da sagen wir nicht mehr zu. Interessant, ein bisschen wenig zu sehen in den festen Camera Angles teilweise, ne? Ich lasse mal direkt laut. Starker Souls-like Vibe. Wir hätten mitgekriegt, wenn es ein neues Souls gäbe, oder? Aber es sieht echt so aus. Nasrallah
Fallen World. Spannend. Da dachte ich aber schon, dass das... It's a completely normal phenomenon in culture that in certain times, certain periods, movie makers, the game developers, writers are heavily inspired by specific artists from other media. When you take a look at the horror game, you can clearly see when we had a boom for Lovecraftian games or when people started to getting interest in H.R. Giger works. And in the last couple of years, we see increased interest in works of Polish painter Zdzisław Beksiński. For example, take a look at the game called Nazareth: The Fallen World. I have a huge pleasure today to speak with Vanya, the developer responsible for that title. Hi Vanya, how are you? Hi Łukasz, great to be here, thanks for having us. Personally, I love Zdzisław Beksiński's work, and when I first saw your trailer, it was like, oh my god, it's amazing, I need to play it. The question I want to ask you is very simple, you can even say ordinary. Why? Why is Zdzisław Beksiński, why his work is so captivating that more and more creators, especially horror game developers, like to be inspired by him? We get this question a lot, especially from Polish people. Yeah, I imagine. Yeah, it's a very, I think, good place of national Wie pride gesagt, wir hätten mitgekriegt, wenn ein neues Souls angekündigt würde, denke ich. Aber sieht sehr schick aus. I think there are like many reasons why we kind of decided to go with that aesthetic, but the primary thing is when we started developing the game, it was less like we want to make a game and then, you know, what is it gonna look like, who's gonna be an inspiration. Honestly, like from our creative director, it primarily came as like, what would it be like to explore Beksiński's paintings? What would it be like to actually go into these worlds and walk around and experience it? You know, as we started experimenting with 3D and trying to kind of pull these like 2D paintings into 3D, we're encountering obviously some challenges, you know, trying to communicate the atmosphere as well as the paintings do. And as we kept going, we kind of came to a recipe where we can kind of do it consistently. And we're like, okay, we're actually going to just make a game out of this, and it's going to be really cool. And what happens is the same dread and the same feel of, I guess, hopelessness, how minuscule man is compared to, you know, the universe, compared to the world at large, translates from the paintings into 3D really well. And then if you give some sort of agency to the person, you know, inhabiting these paintings at that point, it amplifies the experience, and I think that's why most devs are going for it, because if you do it well, you can, you know, you can achieve the same feelings, but you know, with the force multiplier of being an interactive experience. Keine Ahnung. So Nazareth is a dark fantasy role-playing game. It was inspired by the old school RPGs, CRPGs, such as Planescape Torment, the first Fallout games. You play through the role of a fallen knight in a world which is very strange to them, and you try to make sense of where you've ended up. And the narrative and the overall vibe is primarily inspired by Lovecraft, but again, there are many inspirations from horror and beyond. And we've been working on it for the past 2 years. We hope to release it in 2025. We're now at a point where we're looking for partnerships for it in terms of publishers or investors. Well, we're very excited for you to play it when we release. Das sieht schon geil aus, ey. Alter Falter. Stand in der Steam-Beschreibung. Oh geil, danke. Müsst ihr mal googeln, ey. Die Bilder sind der Hammer. Wenn das Spiel doch nur irgendwie da drankommt, dann ist es alleine schon schön zu gucken. Es gibt so einen richtig coolen anderen Comicbook-Artist, den muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ganz viele YouTube-Videos auch zu. Da hätte ich gerne ein Spiel zu. Das ist auch so richtig weird Shit. So richtig weird. Oh, meine Augen, meine Augen. Oh, geht wieder. Also ich habe das hier auf 2 Screens laufen, Nick, ey. Alles nur so. Sieht sehr cool aus. Es
geht in die Richtung Reveil, nur ein anderes Setting. Das finde ich sehr, sehr nice. Oh. Was war das? Karma. Dark World. Spannend. Das sah richtig nice aus, finde ich. Das ist einfach ein neuer Trailer, der sehr laut ist. Cypher. Oh. Letzte Homme Cypher. Ja, okay. Oh, es ist so laut gerade. Okay. Angenehm. Das ist jetzt. Ah ja, okay. Oh Gott. Das ist so ein halbes Visual Novel, Horror Visual Novel. What should I do? I need to find a way out. Aber es ist cool. Wie hieß das? Finde ich interessant. Ist einfach mal was anderes horrortechnisch. Du kannst ganz anders arbeiten mit Jumpscares und so. Isma? It's like it's trying to ask me something. Interessantes Setting. So Horror-Story technisch. That seems right. Jetzt ist Homme Cypher, ne? Das ist ein DLC jetzt aber, ne? Oder? Das finde ich interessant für einen Stream auch. Das kann man gut zusammen gucken. Mr. Gap. Perfekt für Halloween-Streams. Ja, genau. Genau. Ich muss ja Kontenance hier. Ja. Mhm. It's too dark. Doesn't seem like there's anything there. Okay, back up. Die Atmo gefällt mir sehr. Wrist. It's alive. Zwar billig gemacht, aber finde ich cool. Es reicht. Hi. A severed head. Mr. Chopped Head. Take it. Okay, let's do this. Das ist halt gut auch für Have a seat. Mobile, wenn du nur tippen musst, ne? Musst dir halt so ein bisschen Reim drauf machen, das finde ich sehr interessant. Oh, I'm just gonna back away. Cool. Hast mir schon aufgeschrieben. Okay, she's running again. Am Handy, in der U-Bahn, um 3 Uhr nachts am besten, ja. Aber nicht in der U-Bahn, nur an der U-Bahn-Haltestelle, wo keiner ist. Ich denke mal, ihr Cursor ist mein Cursor, das macht mich wahnsinnig. Warum ist sie so chill, die Frau? Mr. Crawling. To be continued. Ooh! Okay, I like it. I am definitely excited for the full version. Let's go. Prolog ist seit Juni spielbar. Ah, okay. Schreibe ich mal Prolog hinter, dann kann man den vielleicht mal auch in den Indie-Stream mit reinpacken. Reality is getting bent around me, flipped, distorted beyond repair, only keep me from reaching the bottom. Heiße Stimme. It's only going to get worse from here. And why do I feel so fucking good? Void hasn't killed me outright. Maybe it doesn't want to. Maybe it can't. Either way, I'm going to make that a problem. Horror Max Payne, ja.
schön überzogen. Tragisch. El Paso Elsewhere. Okay. Sieht lustig aus. Dazu brauche ich jetzt aber auch irgendwie gerade kein Interview. Okay. Das ist natürlich ein bisschen frech zu sagen, ne? Crazy enough, suddenly El Paso Elsewhere. I mean, this is the crazy combination of comedy, horror, action, and mad story. And you can imagine I'm happy to speak with the developer of this game, a man with the coolest name in the world, Xalavier. Hi, how are you? I'm doing great. How are you? El Paso Elsewhere has that strong psychedelic vibe. It feels like a combination of Max Payne with Fear and Love in Las Vegas. So, what inspired you? I mean, what's the story behind? Guck grad mal nach dem einen Painter. Das glaube ich auf der Wishlist so ein Buch von dem. Da finde ich mich gerne Horrorspiel, das wäre mega. Like the Darunter trilogy and Dead to Rights, but see where those things could go next, and really leaning into the supernatural angle, looking at the city of El Paso itself and the fact that the American Southwest inspires this mixture of the sacred and the unholy and the strange and the magic realism that is really native to the region. Müsste ja ganz doll 2D-Cartoon-Grafik. Es muss ja nicht immer krasse High-End Hyper-UHD sein. Man merkt, ich habe keine Ahnung. In welche Richtung? Also auch Horror? Dann 2D? Oder hast du ein Beispiel, ein Spiel, was dir fehlt, so, woran du dich orientierst? Wo ist meine Wishlist? So a black monster hunter goes to a dimension-shifting motel in the middle of nowhere, a offshoot of El Paso, Texas, to kill the monster he loved, the Lord of the Vampires, Dracula, before she ends the world. So you are diving in initially into a haunted motel and end up finding vampires and werewolves in haunted suits of armor, as well as other surprises in biomes ranging from medieval castles to Victorian manors. So El Paso Elsewhere is coming to Xbox Mann, ich habe jetzt auch extra abgespeichert, on September 26th. Damit ich mir nicht merken muss, wie der Typ heißt. Then it's coming real soon. We have an animated music video that's rad as hell. And if you want to play a game that genuinely changes the way you think about that genre, 3000 Artikel auf dieser Liste. A game that doesn't have Nee, ich meine einen anderen Painter, der so Comicbooks macht. Der macht auch so richtig wilden Shit. So auch mit riesigen Maschinen und so. Und das sieht Hammer aus. Ich wollte mir irgendwann mal die Novels von dem kaufen. Also den Namen nicht mehr. Deswegen nutze ich gerade die Zeit, mal kurz zu gucken. Das ist eine lustige Grafik hier, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass auch 2D-Comic-Grafik sehr geile Atmosphäre schaffen kann bei Horror. Also, unser nächstes Spiel, was wir hier ankündigen, das ist basically 2D-Comic-Grafik. Es geht aber ein bisschen in die Richtung Darkest Dungeon vom Stil. PS1-Grafik passt zum Game, auf jeden Fall. Ich suche nur noch 3 Stunden das Buch. Ist das wirklich schwer gelöscht? Schande auf mein Haupt. He's dead. Oh, there's more. Okay, there's more. There's more. Of course there's more. Why would there only mein eBay. Beobachtungsliste. Vielleicht habe ich es ja da. Wie, ich bin nicht angemeldet. Ja, das ist mein Gesicht. Melde mich an. Aber sie ist lustig. I don't see any more white beams. Oh yeah, this was I was like, yeah, this is too easy, right? Oh, did I just die? Am I dying? Am I dying? Am I dying? Am I dying? Am I be 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 dying? Follow the exit lights. And try not to die. Bin's legit nicht. So. Felix Cograve, ich glaube nicht. Ich google den mal, ich glaube nicht. The wrong way. I mean, I did roll. Oh, right. Okay, there's a wall. Sorry, my dude was feeling attacked by the wall. It's fine. It's fine. It's fine. Let's keep rolling. Keep rolling. Keep rolling. Keep rolling. Can't go that way apparently. If you forgot to reload. Nee, den meine ich nicht.
Das ist ja alles bunt. Nee, ich meine schon so... Das ist auch weird shit, du hast recht, aber... Oh, it's the werewolves again. Okay, hello. Oh, and Wie finde ich denn jetzt den Artist wieder? Stop rolling. Stop rolling. Please stop rolling. Please stop rolling. I don't know. Grab the Uzi. So find more levers. Pull all the levers. Don't know what the levers are for, but we're gonna be pulling. And why is it slow motion? Because there's something trying to kill me. Gecovert von Jacob. Wow. Okay, that was not great. Oh, pull the lever. Don't. Schreiben Sie mal, Google findet alles mit wenigen Worten. No, weiß ich nicht. Also, ich war mal leiser gerade. Das ist halt ein Artist. Also ich war mir sicher, ich habe das auf meine Liste gepackt. Ich bin voll verwirrt, warum es da nicht ist. Es sind so Graphic Novels, also eigentlich schon mehr Bildbände, wenig Worte, glaube ich, wenn überhaupt Worte. Comic-mäßig. Und es ist immer dystopisch, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel so, ich glaube, Bruder und Schwester hast oder so und die müssen dann durch die Welt und alles ist so voll mit riesigen kaputten Maschinen und so. Ist super weird. Es gibt auch ganz viele YouTube-Videos zu. Ich muss das später nochmal suchen. Das ist jetzt schon so laut. Okay. Ich hab doch extra... Ja, danke. I hate leaving Rocky when I go to the city. He hates the wind and whatever else it brings out. Rocky. Eine rote Tür. Das ist ein gutes Zeichen. It's just the wind. There's nothing outside. Hey, buddy. Sorry I'm late. No. Damn. Hello? Was soll ich das Spiel beginnen mit dem toten Hund? I made sure it couldn't follow me home. It couldn't, could it? Pfeift er doch mal, vielleicht. Oh, der Hund lebt noch. Oh, ich dachte, der lebt nicht mehr. Der war auch tot, oder? Come now, little devil. Haha. If you can lift your head in my presence. Oh, nice. I command you to bring your precious dream to my feet so that I may trample. Wird das noch unter Metroidvania? Oder ist schon so ein halbes Beat'em-up? Cool. Schick. Ja, genau, es ist ein Prügelspiel. Ein Prügelspiel ist ja eher Tekken. Das ist dann eher so ein Arcade. Cool. Nicht mein Ding, aber sieht sehr cool aus. Ich mag das, wenn sich Leute wieder was trauen. So, suchen wir mal weiter den Artist. It's fairly easy to say I will make retro-style game, but to truly catch this vibe of 80s and 90s, Google das jetzt, that's a real deal. But I guess I found one such game that truly nailed it. The game is called Slave Zero X, and I'm going to speak about it with Alex. Hi Alex, how are you? Hey, how's it going? Thanks for having me. Slave Zero X is a game that it really looks like something from like some beat 'em up game from arcade machines from 90s, and I'm curious how developers achieved that. I mean, they did some huge detailed research, or maybe they're just fans of such games, so it was natural for them. I think it's a mix of both of those things. I think in this case, many people on the team were very immersed in games from that time. They also had their own kind of imagination of like, what if I could play with these mechanics, but have it feel like those games that made me fall in love with games in the first place. Some of it was a mix of using tools that were actually used in the late 90s and early 2000s especially. Like most of the levels in the game are built in Trench Broom, which is still what's used for Quake mods today. And then some of it was kind of like an artistic reinterpretation of some of those techniques. And then of course all the player character animations and most of the enemies are sprite-based as well. And so they were trying to reproduce the look and feel of, you know, games that were made back then in a way that's pretty painstaking and takes a long time, and so you understand why it's not done, because
ironically, to make a game look older, it can be more expensive and take more time and more care. So it's not easy to make a retro-style game today. A lot of people think that it's easy, but it's really not. Right, yeah, people think if the game doesn't look like The Last of Us or doesn't look like Uncharted, then it must be cheap and easy to make, but there's not only a lot of art and a lot of design that goes into it, but you want to make it pixel perfect and make sure the animation looks and feels good in every single context. Making something that looks old can be just as difficult or present entirely different challenges for making something that look and feels new, so to speak. So when we met up with Poppyworks and they had this prototype for a game that they'd always wanted to make that was kind of like a 2D action game, very much influenced by fighting games. Also der Artist, den ich meinte, ist Simon Stalenhag oder Simon Stalenhag. Stalenhag, eigentlich noch mit so einem Kringel über dem A. Und das, ich glaube, das berühmteste ist Electric State, aber der hat mehrere Bücher, also sind Artbooks mehr als Novels, weil ich glaube, es gibt da so gut wie kein Text drin. Und guckt euch mal den Vibe an und das als Game. Stell dir mal vor, du bist so ein Kind und du musst da durch. So, das wäre nice. Hallo Annets Backstäbchen, hallihallo. Vielen, vielen Dank für euren Raid. Vielen, vielen Dank. Ja, wir gucken einfach, bis das zu Ende ist. Ich glaube, das geht bis 1 Uhr nachts. Gucken wir das Fearfest. Was gab's bei euch Schönes? Juhu. Ich liebe solche Bilder, versuche mich auch ab und zu mit diesen AI-Programmen solche Bilder zu erzeugen. Echt schick und echt nicht einfach, ne? So, jetzt kommt direkt der nächste Trailer. Shoutout mache ich auch gleich irgendwie. Wir haben Icarus gezockt. Okay, cool, nice. Oh, was ganz anderes. 8 Years After the Fire. Oh, Pixelart, ich bin voll drin. Oh, ho, ho. Ist ja voll meins. Wir schauen mal ganz kurz, ja? Sowas, finally something von Nini. Jawollo. Jetzt werden sie alle abgeschlachtet. Was? Called it. Oh nein, es tut mir leid, Annette. Oh no. Das tut mir echt leid. Das ist kacke. Welche Version spielst du? Vlatzzeug, das muss ich mir kurz aufschreiben. Welche Version spielst du? So, kann ja sonst den Link schicken zu unserem Support. Wir haben auch, glaube ich, Safe Games zur Not verfügbar, glaube ich. Mr. Mills? Also spielst du auf dem PC oder Switch? Welche PC-Version? Oh, das kann man auch richtig gut nice voicen. Okay, das Spiel werde ich auf jeden Fall spielen. Oh, ich muss das unbedingt klippen. Mit gerade, das ist viel zu gut. Complete Journey, ja, das ist die, wo es echt manchmal noch Probleme gibt, ne? Das ist... bei Epic, okay. Ich schreibe mir das auf. Kannst du noch gerne Whisper, eine Flüsternachricht oder so schicken oder so? Oder wo auch immer. Das sehe ich dann später. Aber ich schreibe mir das schon mal auf. Das soll ja so nicht sein, ne? Ist ja Mist, sowas. Aber du hast nicht deswegen den Stream irgendwie abbrechen müssen oder so? Mist. Kannst dich nicht... Ach, scheiße, ist das so eingestellt? Doch, musste ich, Mut. Oh, no! Was ein Dreck. Ich guck mal eben, ob ich das einstellen kann. Oh. Oh God. Ich weiß gar nicht, wo man das einschippt, den Flüstern. Ansonsten bist du bei uns auf dem Discord? Who could have called and why did he say that? Ist der Kack mit dem Flüstern. Oh. North Forest. Okay, I don't know if I want Also das Spiel hier hat sowieso schon bei mir gewonnen, deswegen gucke ich da jetzt gar nicht so hin. Ich spoilere mich höchstens. Oh. Mr. Petresque, what are you doing out in the rain in the dark? Are you all right? We've been worried about you.
Have you seen Joseph? Leute einladen. What Joseph? Joseph Petrescu, my brother. Who else would it be? Warte, ich gebe dir den Einladungslink. Da. Jetzt bin ich drin. Das ging ja flott. Hold on. The storm's too strong. We have to go back to the house. Schreibt gerne. Wait, old man, come back. Wo haben wir es? Ich guck grad mal. What the hell is that? Unter Daedalic Community haben wir den Community Support. Gerne da reinschreiben. Und ich kann direkt meinen Kollegen verlinken, wenn er es nicht sofort sieht. Holy crap. Ich hoffe, dass wir es irgendwie gefixt kriegen. Das tut mir leid. Das ist ja kacke sowas. What's going on here? Der Discord-Link gilt natürlich für alle anderen auch. Kommt gerne rum. So, das Spiel habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Das ist das, was ich spielen werde. So. My memories are splintering. Natürlich, klar. Du sollst das doch spielen können. Um Gottes Willen. Es ist fein. Psychroma. Übrigens im Englischen, das P spricht man nicht. Psychroma. Okay. Ich mach mal wieder leiser. Domino. Time to wake up. Also sehr interessanter Vibe. Mit der Synthesizer-Musik. Sehr interessant. You coward. What the hell? Imposter. Also wäre für mich was zum Anspielen. Vielleicht zum Durchspielen, je nachdem wie lange es geht. Aber Psychroma. Literally, what did I do? I just got here, babe. I know that's I just got here, babe. Du just got here, babe. Entschuldigung. I don't even know my own name. What's wrong with me? I'm not gonna be able to open this. I think if the power hasn't been going to that fridge, then I don't want to know what's in there. The sink? So. What is in here? Are those teeth? Is this a bone? There's no power going to the smart sink. Oh, it's a very smart sink. The flickering chair. Let's do it. Wie gesagt, mein Dingenskollege, mein Support-Kollege wird sich darum kümmern, wenn er die Antwort kennt. Und wenn nicht, wird er dich an unseren internen Support mit Ticket weiterleiten. Aber das kriegen wir hin, irgendwie. Aber tut mir trotzdem voll leid, so einen Stream absagen zu müssen oder abbrechen zu müssen, ist halt... ich kenne das, das ist richtig scheiße. Es tut mir wirklich leid. Agatha, I'm fine. I have it under control. Look at me. I'm not going anywhere. You promise? Ist irgendwie cool, aber irgendwie ist es... We'll be together forever. You'll never leave me. You'll never leave me. Never. You'll never leave me. Ja, genau. You'll never leave me. Warum ist die andere eigentlich so unfassbar groß? What? You'll never leave me. Und dann hat sie uns verlassen. Deswegen habe ich Verlassensängste, wegen sowas. Wenn irgendwer in deinem Badezimmer weint, eine Person, die nur im Spiegel ist und nur unter der Dusche. Oh no, no thank you. No thank you, miss. No thanks. Nein, danke. Hello? Oh god. Das ist fein. No. Did I die? Ich bin echt unsicher, ob ich das cool finde oder seltsam. Oder beides. Oh god. Not you again, please. Thank you. I'm out. I'm out. You're no one. You are nothing. This house is everything. This house is home. You'll burn before you can escape. Time to wake up. Why are you fighting it? Just disappear. It'd be so easy. But now you've met her. She'll be your doom like all the rest. Lying in the brightest heat. The loudest color. The Psychroma. Was kommt das nächste? Jetzt muss ich wieder laut machen.
Zu viele Beine. Oh, sehr funky. Zu viel Gesicht. Okay, die Musik macht's besser. Retro-Space, cool. Wie cool. Wie eklig. Eklig, aber cool. Wie ist das? Retro-Space? Space is scary. But at the same time it can Natürlich haben wir ja immer wieder ein funny Space Game. and from time to time even both. Well, let's investigate it and let's talk with Bank, the developer responsible for the upcoming game. Ja, called, Master Text, schön. Retro Space. Hi, Bank, Hauptsache, how die haben are erstmal you? das Bild gespiegelt. Nice to be here. I'm also happy you're here and we can talk about your game. Kannst du dich so Before hinsetzen, this dass du interview, so I unsere had a Moderator guckst? thought Nein, okay, dann that, spiegeln wir halt, ist 60s egal. and 70s were a very weird time for science fiction. You know, those times before Star Wars. Okay, das ist cool, es gibt mir aber halt wieder diesen Fliege-Vibe und so und halt so Master Text. Das ist schon mega das nice Setting. Charming, schon cool. At the same time cheesy sci-fi flicks with puppet Ich hatte als Kind so monsters, Angst vor diesen Master Text Aliens, ne? Also richtig But Angst. I see now Richtig that more Albträume. and more artists go back to those times, to those aesthetics in their modern creations, and the same goes to retro space. So I'm curious, why did you decide to do a homage to those, well, weird times for science fiction? Und der Regierend sehen kann, nee, weil die so starr gucken. Und weil die so Sachen gesagt haben wie, die haben ja so komisch geredet. Ich hatte einfach voll Schiss vor denen. Ne, diese runden Augen in diesem Skull drin. Das Hirn war weniger das Problem. Du bist ja froh, wenn Leute ein Hirn haben. Heutzutage gar nicht mehr so häufig, ne? Full of cheap pulp fictions, and in the film industry this was the golden age of these easygoing, light-hearted, adventurous. Ich mag diesen Gamecube-Stil. Ich nenne es jetzt einfach Gamecube-Stil. Like you said, Space Odyssey competes with movies like Logan's Run or Planet of the Apes. Alles, was mehr als 4 Beine hat, kann weg, ey. In their own way. So this high contrast is exactly Figuren hat what we are seeking with Retro Space, because our game is sexy and bold and cool and disco, but it also features some quite heavy and mature themes. Ich finde, die Farbgebung richtig schick. So we are trying to reach for nostalgia, but favor it with some pretty nasty hard sci-fi and atmospheric horror themes and set pieces. Also tatsächlich finde ich das ziemlich cooles Game. Abgesehen von den Spinnen. That's one of the cornerstone of our design philosophy. As I said, Retro Space is a strange and unique mixture. It is disco punk and space horror, a weird tale of a space station swallowed by a sentient black hole. It's like a game from the Sentient early Black Hole. 2000s Hat auch einen or catchy Namen. the Retro PS2 Space, era, ja. with some modern touches. Es ist einfach das, was es ist. Es heißt auch einfach so. We always like in games. It blends elements of immersive themes, survivor horror games, Metroidvanias, but really the emphasis is on player freedom. So yes, there will be a strong narrative, but for most of the game the player goes where they want and explores the space station however they want. So this means that they can play as a crazy mutant action hero or like a non-lethal stealth master character. The choice is real, and we will push the player to explore and experiment as much as they want. Oh, and wishlist the game now on Steam. meine Liste wird länger. Aber nur eins davon werde ich auf jeden Fall spielen. Und zwar Vlad Circus. So geil. Okay. Let's go full. All of us yearned for the toy's favor. But he refused all of our suffering, all of our pain. And instead of all people, chose you. Ja. You must help us end it, proofreader. You must play the games.
You are weak. Your bond will pathetic. Schick. I will do what I can to help you. To prepare you to play. Aber ich bin ein Proofreader. No. Sieht so schick aus. Ich weiß nur nicht, ob das Gameplay auch so cool ist wie das Design. Wisst ihr, was ich meine? Gameplay sieht ein bisschen trashy aus. When I play games, especially horror games, I always want the developers to take me on a journey to a completely different world. You know, the Bock auf more Horror-Oktober. extraordinary or weird setting, the better for me. And I have one such game today with me, game with extraordinary setting. Ladies and gentlemen, say welcome to Spielen wir eigentlich morgen? Ich hab doch gar keine man Ahnung. behind the game called Limerick. Hi Daniel, how are you? I'm doing all right. How are you? I played the In demo one shot. of your game, and you have pretty much everything there. You can shoot, you have puzzles, you have deep lore. But what really drew my attention was that that setting. And I wanted to ask you, what were your main inspirations behind this unique world? So it's a great question, and it's one I've given a lot of thought as we come into this. I guess what I'd say up front is there's no like one particular game or one particular movie or whatever else that's been the direct inspiration, but there are definitely some things that have inspired it. I like really colorful stuff, which is obvious when you play Limerick, right? I like colorful things, and I like spooky things. Fall is one of my favorite times of the year. And while not intrinsically spooky, right? It's just all the leaves falling off, the shadows. Like, I think that's all really cool. So that's part of it, is just that the natural world around us, right? Is definitely an inspiration. But as far as games go, it's pretty clear that BioShock, Resident Evil, maybe a bit of Amnesia, maybe even some Bendy and the Ink Machine, right? In that's a very visually fantastic game. Ja, stimmt. Overall, Limerick is its own unique, which of course I'd like to think that, right? That Limerick is its own unique world. But thinking about it, there's actually one game that I can point to that has had a big influence on my definition of kind of spooky, atmospheric worlds. And we're going really old school here. Okay. Really old school. It's a game called The Colonel's Bequest. It was an old Sierra Online adventure. Yes. So we're talking 1989, right? Roberta Williams helmed it. Douglas Herring and Gerald Moore were the two artists on that team. And what's so cool to me about some of those older games, and The Colonel's Bequest in particular, they had a 16-color palette. That's all they've got. And so what they made were these very bright, very colorful, but very spooky kind of environments. And The Colonel's Bequest is similar because you're in a mansion, you're on this island, people are dying, you're trying to figure out who the murderer is. So again, I wouldn't say that it's exactly like that game, but that actually probably has had more influence, because when I think of spooky settings, Sehr gerne, so I played that Annette. game when I was Sehr a kid, gerne. and of course when you're Ich a hoffe, wir kid, können da everything helfen. scares you. Schlaf gut und danke dir doch mal. Chance, right? So I remember thinking that game was Hallo pretty spooky Martin. when I was a kid, Jawohl. and looking at Limerick. Also I unser actually zum went back Beispiel, and ne? looked at Also, screenshots from The Colonel's Bequest this morning, and I was like, you know what? also der Ginger see it. TV, ne? There's some Vielleicht of hat that er has made unsere its way Trailer over. auch What I like geschnitten. about Limerick is that Die coolen Trailer it's von uns, definitely die sind very von ihm. spooky, and there are some sequences in particular that are going to be quite Warte auf Ad spooky and Infinitum. hopefully a little bit terrifying even. But the one in the cage. Kenn ich vom Namen. but there's a beauty to the world of Limerick. It's a very Mal ein bisschen leiser gerade. lots of colors, lots of light. Also ja, wir haben schon sehr viel gesehen und meine Liste von Sachen, die mich persönlich interessieren, ist sehr kurz. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich wenig Horror spiele. Und da ist bisher nur ein Spiel bei, wo ich sage, boah, spiele ich auf jeden Fall, weil das so ein Pixel-Art-Horror ist. Damit komme ich sehr gut klar. Aber ja, sind schon schicke Sachen bei manchmal. So ein Erste Weltkrieg-Horror-Game werden. Wir hatten schon eins. War das das? It will probably at times frustrate you a bit, but it's that way by design. Hopefully, so that you'll walk away, you'll come back 3 hours later, and you'll get it, and you'll get that feeling of satisfaction. Wir hatten schon ein Horror-Game im Ersten That's what the game's Weltkrieg. all about. Aber es hieß, glaube ich, anders. Ich weiß den Namen nicht mehr.
Schande auf mein Haupt. Gameplay, okay, da können wir wieder ein bisschen leiser machen. It's me, your boy Luigi Kid, and I really hope you like dolls. Because I seriously don't. Therefore, we're gonna play the demo version of Limerick, Caden's Mansion, where the spooky doll is after you. They gotta go all in with the music. Anyways, I hope you're ready, because I am. We told young Will 3 times before, dear boy, you can't eat anymore. But oh, what a sight. He took one last bite. His tummy did burst on the floor. Ja, same. Janito Studios presents. Ad Infinitum kommt am 14. September raus. Ja, einige Sachen kommen am 14. raus. Ich guck mal eben auf einem anderen Bildschirm, ob es das war. Bro, I don't know what they're cooking. Glaub nicht. Okay. Oder? Now we're talking. Muss ich mein Geburtsdatum eintragen? Ey, wo bin ich denn? This is a list of common commands that can be Alt. written in the character system. Okay, I'm just Warum gonna muss ich das auch noch sagen? What the heck? Oh, there's a doll. Ja, doch, kann sein, dass es das war. Weiß nicht. Nee. Doch, ja. Der Trailer, glaube ich, war schon. Ich glaube, es war der allererste Trailer. Ad Infinitum. Oder der zweite. Und der ist Österreicher? Oder lebt er nur in Österreich? Damn, gorgeous atmosphere. Okay, first riddle. Es klingt nämlich wahnsinnig amerikanisch. I can imagine, just for that notes, maybe we need to use the exit. Hier war kein österreichischen Akzent. Thermic energy. I think. Okay. Just dancing around, floating around, having a great time. I'm more confused than scared. Damn, look at that! There is a gun! Streamt nur in Englisch. Krass. Oh, yo! Ich finde, man hört ihm nicht an, dass er Österreicher ist. That's how it looks like. Sehr gutes Englisch. What a beautiful place. Wirklich ein cooles Game. There's a reason why there's a panic room. What a ways I can interact with. Wait, match? That sounds like the way I need to go. Oh, shoot! Nicht meine Art Game, aber schon cool. I am not alone in here. Ich kann nur auch nicht zugucken, weil First Person wird mir schlecht bei. Deswegen kann ich ja auch nicht spielen. Just Becky. Ja, vom Namen. Ich bin sehr schlecht mit Namen und Leuten. No! Hi! Not a reason why I don't like dolls. Oh, god damn it. Cute. A student at Wenhua University, the last images Das we neu? have of Huang Tingting are in the elevator of the school's Darin building. The surveillance footage shows her making some bizarre movements, and soon after, she disappears into thin air. The police released the footage imploring the public for help, but it yielded no results. That was 15 years ago to this day. Mein Freund, aber siehst du... Wenhua? Oh, those film students and their ghost sighting video. No way, Mrs. Wong. That's exactly it. If I can get something, this story is gonna, totally go viral. This film depicts a murder in 1960. Oh, lucky you. I know everything there is to know about Wenhua University. If it's before midnight, they can do whatever the hell they Same, want. Martin. Konnte ich auch nicht hingucken. No. Aber aus anderen Gründen. I've got to get out of here. Hey, who the hell's down here? Hello? Hello? Ist das von den gleichen Leuten wie im Closing Shift? There's blood everywhere. I'm up at Wenhua University. I saw a ghost. Was du meinst? The hell happened here? You are mine. This building traps the souls of all who die here. The Bridge Curse 2. Ah, okay, ist eine Fortsetzung. Habe ich schon verstanden, Nick. Ah. Ja, nee, ist okay. Ich komm klar. Kennst du Happy Game? Ich glaube, ich habe das auf der Wishlist seit 2 Jahren. I like in horror games that we often encounter
various adversaries. You know, zombies, demons, big Lovecraftian monsters, like the choice is limitless. But sometimes from time to time, there is nothing better than good old ghosts. And so I have a huge pleasure to do the interview with Andrew, the developer behind the game called The Breach Curse 2. Hi Andrew, how are you? Hey, how's it going? I'm fine and I'm happy I can speak with you. The Breach Curse 2 looks amazing, and like I said, the game is heavily focused on the ghost theme. And I'm curious because in different cultures, ghosts often mean something different or have different shapes. What are ghosts in The Breach Curse 2 and what were your main inspirations behind your story? So our game is originally based on a movie franchise of the same name. In that, ghosts take center stage as well. And as Asians, most of us believe in life after death. And part of that concept is when someone that goes through a traumatic death, he or she will often linger in the living world, and if they are not helped, they may become some sort of evil spirit and haunt the living. And because our game also focuses heavily on the university campus life, and a lot of those urban legends in universities or schools in Asia also feature a lot of ghosts. So either a student or staff, they die on campus. Maybe their death is some sort of accident. It was a very painful accident, or it was unjust death. Maybe murdered by somebody. Wenn man ein einziges Bild davon sieht, weiß man, dass es cannot nicht find a ist. way to move on, and so they stay and haunt the living. And lastly, it was kind of a game design choice to use ghosts as well, because in our tradition, ghosts can either appear in the form of apparition, or they can take form something more physical, like monsters. So from a gameplay perspective, it was a lot easier to design a horror game based on ghosts. The Breach Curse Road to Salvation is our first installment and was really, really well received on Steam. And we're really happy to bring you, the players, very soon, the second installment. This time as well, you can play multiple characters, listen to their stories, and get to know them. There's a lot of like horror in it, but as well, there's a lot of humor in it. So we like to sort of mix things up, just as the first installment did. And as well, for the first installment, we didn't really go to a lot of depth for the backstories of the ghosts, of the monsters. But then second installment, as players university, they will actually meet a lot of different ghosts. Some of them are good, some of them are bad, but in the end you will all find out about their stories. And this is something we're trying to bring forth. So not only the good characters, you would know their backstories, but also your adversaries, you know their stories. Bier, ne? So add TBC to the Breach Curse Geht ein bisschen second Richtung installment Guinness, to your aber wish list right now. Thanks. Mit so einem Malzgeschmack. Nicht so meins. Im Discord. Ja, nice. Guck ich gleich mal rein. Oh, Trailer. Trailer. Sind wir noch laut? Nein. Trailer müssen ballern. I can't believe we made it. Yeah. Hope we can find something. Well, let's get this over with. Shake. Dass wenig passiert in der Szene ist, die Musik ganz schnäpfig. Ähnlich geschnitten wie unser Trailer. Unserer ist besser. Hi.
Oh Gott, Musicals all over. Hi friends, it's Peepo here, but you should already know that. Today we are playing a demo for Stray Souls. Let's do it. Ist auch so von wegen, ich bin die und die, das solltet ihr mittlerweile wissen. Ey, ganz ehrlich, ich hab echt andere Sachen zu gucken, als auf Namen zu achten hier. Es sieht wahnsinnig schick aus. Sitzt auf einem Sarg. Sitzt in einem Sarg. And then she does solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help her God. I know how these things work. I watch a lot of true crime. Damn it. I don't know what to do next, but we've got to find a way in. Das sieht wahnsinnig gut aus. Sprint. Find a way to the back of the building. That's fine, but why are you teaching me to sprint? Why? What's gonna happen? Oh, shut up. Jetzt völlig normales Polizeiauto-Behavior. Ich fühle sie. Und dann Ricochet, tot. I feel so bad. I'm bumping her so aggressively. Siphon some gas from the cars up front. Just be careful, okay? The fact that nobody's come to arrest us for breaking and War der Trailer zu Alan Wake 2 schon? Nein. isn't sitting so well with me right now. War noch nicht. Ist Alan Wake 2 nicht schon längst draußen? I have some gasoline. Ich meine, We take it from the police car. I'm sure that's not illegal. das kann natürlich trotzdem gezeigt werden, aber die meisten Sachen sind noch nicht draußen. Wait. Is there someone behind? Did you see that? There was someone over here, standing by the police car. Das ist gut gemacht. Oh shit. Wenn du denkst, war da nicht was, ist das besser, als wenn du irgendwelche Jumpscares hast oder so. In fear. Incredible. Literally, me too, baby. Me too, girl. Oh yeah. Alan Wake 2 ist noch nicht draußen? Oh, ich dachte. Die Demo oder so, ne? Ich habe Leute schon spielen sehen. Gib mir Evil Within Vibes. Okay, why not? I'm very brave. I'm sorry. Don't sass me. Don't sass Süß, me. süß. Hurry. That gunfire might attract others. Das ist so ein bisschen Evil Within und Silent Hill Vibes. So. Was war das jetzt? Oh, that's it. Okay, good, because I don't want to deal with that. Das sieht aber schon echt gut aus. Also I need an happy juice and some Stray, goldfish. ist das Stray Souls? Sieht schon echt gut aus. Auch wenn ich sie spielen werde, werde ich mir aber angucken. Previously on the Devil's Game. Nein! Nein! 10 Minuten Pause, Screen geht auch, oder? Pause! Ohne Scheiß, das haben die doch einfach nur gemacht. Neues Bier holen. Ich hab noch. Ich muss das noch trinken. Ich habe auch nur das eine. Ich könnte mich aufstehen, mir irgendwas zu snacken holen. Problem ist, ich habe nichts zu snacken. Das Einzige, was ich habe, sind Mandarinen und Erdbeeren. Was an sich nicht schlecht ist. Hast ja Zeit, den Controller angucken. Sneaky Bastard, ja, das kann ich wohl tun. Wo ist es denn? Bilder wahrscheinlich, ne? Nicht Bilder. Oder mein Discord lädt auch einfach nicht. Cool. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele Probleme mit WLAN, seitdem ich wieder zu Hause bin. Aber das läuft nicht über WLAN! Das hat so zu funktionieren. Es lädt. Doch, da bist du ja. Spider-Man, oder? Nice. Ist das so ein neuen Game, der Controller? Ich habe 2 ganz normale
PS5-Controller, die nach nichts aussehen, aber das ist okay. Controller zeigen, let's go. Musst du im Discord gucken. Ich zeige jetzt hier nicht meinen privaten Discord hier auf dem Arbeitsstream. Das geht natürlich nicht. Im neuen Game. Ja, cool. Aber ansonsten kann ich natürlich einladen. Das soll... Nein, kein Kanal erstellen, nur auf... da. So, kopieren. Dann machen wir das hier. Ihr könnt natürlich auch drüben bei mir auf dem Discord joinen, daran soll es nicht scheitern. Dann könnt ihr da auch reingucken. Das sind Momente, wo man merkt, es ist schon spät. Es ist schon spät. Das Gute ist ansonsten bei den ganzen Trailern zu den Horror-Games, die sind halt auch immer so ein bisschen aufwühlend, ne? Da erschreckt man sich mal, man wird automatisch wieder ein bisschen wacher. Das ist, als wenn man so 3000 Aufbauspiele hintereinander angucken muss, wo auch nichts gegen einzuwenden ist, wenn man Aufbauspiele mag. Ist nicht so mein Genre, aber ist halt dann nicht so spannend, ne, zu gucken. Stattdessen könnte ich zum Beispiel jetzt noch mal den Trailer von die Steam-Seite von REVEIL noch mal in den Chat hauen. Dann könnt ihr das noch mal wishlisten. Denn es ist ein gutes Game. I'm not sure people believe. Wait. Gary, I did research. I did research. It is everything on net, so it should to be true. Das Problem ist, dass diese Zwischendinger, die hätten lustig sein können, aber sie sind zu lang. Denke ich. Ist es das? I don't know. Ich meine, er gibt alles. Ja. Das ist schon die 3. Folge, die Folge. Aber er hat nicht viel. Das Problem ist weniger er, würde ich sagen. Es ist Writing. Cozy Gamefest bis Mitternacht wäre auch nicht gut angesetzt. Nee. Das wäre nur so, ah ja, kein Problem. Und noch ein Animal... Ich watche gerade den Anime One Piece von Staffel 1 an. Bin bei Staffel 1, Folge 24. Ey, mega, ne? Wie viele Leute jetzt One Piece rewatchen oder überhaupt mit One Piece anfangen. Mein bester Freund hat jetzt tatsächlich mit One Piece angefangen. Das freut mich total. Und ich kenne viele andere, die jetzt auch wirklich mit angefangen haben mit One Piece. Die haben jetzt einfach 1072, 1074 Folgen vor sich. Aber das ist doch was Gutes, ne? Man hat den Rest des Lebens was zu tun. Ne? Und wenn man das Intro, das Outro und die Pausen und den Rückblick skippt, dann geht auch eine Folge maximal eine Viertelstunde und dann schafft man auch 4 Folgen pro Stunde. Und schon schafft man das in nur ungefähr 250 Stunden. Und wenn man den halben Dressrosa-Arc noch überspringt, weil der nur zu 90% einfach nur aus Rückblicken besteht, dann geht es noch schneller. Es gibt auch One Piece, da wird One Piece die Geschichte erzählt in etwas besser geschnitten. Gibt's auch. Und man kann sich auch die Fillerfolgen sparen, natürlich. Das bin ich sehend, ey. Ja, er ist das Beste an diesen Videos mit Abstand. Irgendwie schon. Ich habe schon gesagt, es hat halt diesen Office-Vibe, aber leider irgendwie in... Ach, ich weiß nicht. Es tut mir auch total leid für alle. Tippt wenigstens vernünftige Sachen ein. Ich weiß nicht. Ich überspringe nur das Outro. Ich gucke mir manchmal das Intro an, aber wenn ich mehrere Folgen hintereinander gucke, gucke ich das Intro mit. Ich wollte gerade noch die Ghost-Anspielung machen, aber da hängt schon das Poster, also war sie bewusst. One Piece ist großartig, auf jeden Fall. One Piece ist meine Lieblingsserie. Also, es gibt natürlich Leute, die mögen es nicht und das ist völlig in Ordnung. Aber ist halt einfach gut. Und die Netflix-Serie ist auch einfach gut. So. Ist okay, wenn sie einem nicht gefällt, aber sie ist objektiv gut. Also, man muss ja auch überlegen, welche Möglichkeiten hat man und wie doll kann man One Piece wirklich in eine reale Serie verwandeln. Man muss da natürlich große Abstriche machen, ne? Vor allem, wenn man den ganzen East Blue Arc in 8 Folgen quetscht. Ja, da fällt natürlich hinten was rüber, ne? Aber schon gut gemacht.
Wollte jemand gesehen mit einem One-Piece-T-Shirt. Das könnte ich gewesen sein. Ich trage fast jeden zweiten Tag ein One-Piece-T-Shirt. Ich war auch gestern in meinem Zorro-T-Shirt trainieren und glaub mir, es gibt extra Kraft. Es gibt ja mittlerweile so viele coole Anime-Shirts zu kaufen. Nicht nur online, sondern auch bei Pull & Bear oder bei Uniqlo oder selbst bei New Yorker. Kriegst du One-Piece-T-Shirts. Alter, was ist das für ein Leben, ey? Mittlerweile kann einfach jeder Dummdödel, das meine ich gar nicht negativ, jeder Dummdödel kann mittlerweile Anime-T-Shirts rumlaufen. Das tun sie auch. Ich sag mal, 30% der Leute in meinem Fitnessstudio laufen in Anime-Shirts rum mit Dragon Ball und Digimon und One Piece und Schieß mich tot. Und Jojo. Und ich denke mir nur so, geil. Ich weiß schon direkt, dass ich die ein bisschen cooler finden kann, die Leute. Ne? Leider gibt es keine gute Sportkleidung mit Anime. Das heißt, ich muss entweder gute Funktionskleidung anhaben oder Anime-Kleidung, in der ich ekelhaft schwitze. Es gibt noch keine Kombination, wirklich. Nee, das war's so nicht. Es ist schon klar, dass ich das nicht war. Das war auch nur ein Joke. Das T-Shirt hatte eine Drachenfrucht drauf. Oh. Die nachgemachte? Oder die echte? Sind wir fertig? Nein? Ich muss übrigens noch 2 Folgen bei der One Piece Netflix-Serie gucken. Vielleicht tue ich das hier nach noch, weiß ich aber noch nicht. Ich glaube, es wird ein bisschen zu spät. Muss ja noch was essen. Sauerkraut. Also ich nenne mich deutsch, ne? Aber ich hätte schon gerade echt Bock auf Kartoffelpüree mit Sauerkraut, ne? Und so richtig nice angedünsteten Zwiebeln. Was habe ich hier? Mandarinen. Toll. Oh, Gott sei Dank ist es vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hui? Die Oma. Sit down and wait for the console game to come out. Die Oma ist wieder am Start. Oh, Mimi. Was? Was ist hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Ist das ein Vampire Survivors meets I don't know what? Card game? Bei Karten bin ich mal raus, bin für Kartengames immer zu dumm, aber aber interessante Kombi, ne? Wir wollen ja auch nicht mal dasselbe sehen. Ah, okay, man kann es vorspulen. Ich dachte, es geht mehr in die Potato-Richtung. Hm. Also es ist auch so automatisiert dann, mit dem, was du voreinstellst. Okay. Es gibt so tolle Deckbilder-Spiele, ne? War schade, dass ich das nicht spiele einfach. Es macht mir einfach nicht so Spaß. Aber es gibt so tolle Sachen. Ich glaube, eine Ausnahme wird Margin sein. Das ist ein Spiel, was wir demnächst publishen. Weil die Karten da schon... Es ist halt dann in einem Turn-Based Combat
Da gehen Karten schon eher, da habe ich genug Zeit und This is so. pretty much how the game works. Easy peasy, super fast. So I'm just gonna increase that. Oh, not enough MP. Diese Karten wohin ziehen, das macht mich schon wieder so, hä? Pop in one more tower. So obviously once you run War out das of gerade ein, energy, was war denn das gerade für ein Sound? Bei mir war der nicht. Ich will gerade sagen, ich kann dir da eins empfehlen. you'll be able to get money Das finde ich halt aber richtig cool. Mathe finde ich cool. Wie bei Gwent. or extra bonuses. Oh, Gwent habe ich richtig gerne gespielt. Pretty much like your objective. Aber das ist ja auch wirklich ein reines Kartenspiel, basically. If you throw your Auch wenn es nur als Online-Kartenspiel oder als Game-Kartenspiel funktioniert. Man kann ja Gwent-Karten auch kaufen, aber als manuelles Hardcopy-Game funktioniert das ja einfach nicht gut. Ne? Du musst zu viel notieren und so. Aber Margin, glaube ich, ist ganz cool. Kann ich gleich euch mal den Link geben nach dem Trailer. Oder bei dem Trailer, wenn er scheiße ist. Ich kann schon mal raussuchen. Hier ist einmal der Trailer zu Majin. Das hat auch Karten mit drin, aber gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wir haben das auch schon mal die Demo gespielt im Stream. Freue mich auf das Game. Ich glaube, das wird nice. Das hat ja diesen richtig cuten, richtig alten Comic-Look, ne? Leider bin ich kein Comic-Mensch. Ja, ich habe auch an allem was zu motzen, ich weiß. So eine Musik. Also das hört sich jetzt böse an, ne? Aber sagen wir, oder so eine fehlende Musik in einem Trailer macht mich wahnsinnig. Comic 2D, da hat jemand vorhin sich was gewünscht. Ja. Ich glaube, unser Game, was noch kommt, gleich trifft eher den Geschmack. Coming soon. Und wie heißt das Spiel jetzt? Hä? Bin ich dumm? Hello everyone, this is a fabulous Stream Machine. I'm the Arkansas and I'm gonna play this exclusively for Vietnamic Fear Fest. Let's go. Are you willing to pay this price? Yeah, sure, if I can kill people and get into world domination business, I'm all in. Super interessantes Konzept. There we go. Aber der Trailer nur mit diesen Klicks kann ich nicht. Also da muss wenigstens eine leichte Musik drunter, finde ich. Sonst wirkt das nicht. Sonst wirkt das so trocken. Kidnapping. I love it. Let's do it. It's spreading so much. Du willst ja auch nicht, dass das so still ist im Game, oder? Ich meine, da ist eine Atmo, aber die Atmo ist echt low. Yeah, me. Oder wäre das was für euch? Von wegen, boah, wenn so ein super stilles Game zu spielen. Es soll ja diese Horror-Sounds mit drin haben, aber für den Trailer hätte man mehr machen können, finde ich. Soundtechnisch. Aber es ist eine richtig coole Idee, also das feiere ich halt schon. Hat auch nicht so eine große, ja, wie heißt's? Who remembers that wrestler? Kann ich denken, wenn der redet. Die Zielgruppe ist wahrscheinlich nicht so groß für so ein Game, aber man soll sich auch mal was trauen, ne? Schön alles mit Comic Sans, aber es passt ja dementsprechend auch mal ausnahmsweise. Ne? Yes, nice bonus. Nice. Kannst du die Quelle vergiften und so, ist schon cool. Sounds haben noch ein bisschen Grimtales-Niveau, ne? No bonus. Wie so einem Horror-Stock-Footage. Droplets of saliva floating the air. A doctor friend of mine swore to me, the virus is going to spread to all the parks. Our children are doomed. Die müssen alle sterben. I hope they all Unangenehm. die. Well, no, I don't. But fear it, fear it.
Yeah, this should be enough to hear our message. Years of hard. Oh, that's gnarly. Holy shit, that's freaking gnarly. Ansonsten, unser Game müsste gleich kommen. Ich weiß nicht mehr, wer sich das vorhin quasi gewünscht hatte. War das Tequila? Tequila! Oh, that's... oh no. Könnte sogar sein, dass es jetzt schon kommt. Wir aber bald. Nee, noch nicht. Oh, mal wieder so ein Real Game. Auch ein bisschen lauter. By you. Puppen. The demon living under my skin. I'm the fire within, I'm the pain. I throw myself arrows. I am the problem, you see. I'm the demon, and I poison my drink, 'cause I crave the taste of my blood. I torture myself. I love the sorrow and the pain. I'm the demon. Irgendwie 3 Spiele in einem, oder? Unfollow. Geht irgendwie um Mobbing und Perfektion. Interessantes Grundthema. Sometimes our biggest fears are not monsters or ghosts. From time to time, our greatest fears lie deep in here. And horror genre is a great place to talk about our mental health issues. I have a huge pleasure to speak with 2 persons, Sebastiano and Andrea, who are responsible for the upcoming horror game called Unfollow. Hi guys, how are you? Hi, we're fine. Thanks. Your game is about a dark side of social media. Wie du immer merkst, wenn Leute nicht englischsprachig sind, weil sie einfach auf die Frage, wie es ihnen geht, auch antworten, wie wir Deutschen auch. Und die Engländer und Amerikaner nur so, interessiert mich eigentlich nicht. Das ist eine Floskel. Why horror genre is so good to talk about important things about our mental health? I think that one of the reasons why we choose the horror genre is because with a visual novel, it's very hard to connect with the character and you are not fully in control. Das sieht wahnsinnig spannend aus, der Typ, ne? Gameplay mechanics. Wie frisch aus Dune. While with a horror game, especially when it's first person, you are really feeling direkt in den like Film you're in stellen. control of Würde the mir auffallen. character and you are reliving the Oder schon fast die anxiety, all Augen. the trouble and mental health that the protagonist is experiencing in the moment. Yeah, there's a thing about horror that, you know, when you play something like that, you have, like Spider-Man, you have more senses. So you are more sensitive to what you have around. Yeah, so this is about being a character because of the first-person perspective and other things, but how the music helps to explore this world. Mainly we did the ambience music, because you know, just that atmosphere, suspended music, slow, but we have 5 ist ein Title-Song dann halt, ne? in the game. Before starting developing game, I've been a composer for a long time. It's actually still Always part have a of my catchy job song to in your make game. music. So I thought that it's very hard to find indie horror that actually have a full album with actually voice and singing. And since the protagonist of the game Unfollow and is experiencing 5 phases of her trauma, we thought, why not making a song Nicht mehr Typ, ne? Aber of each of richtig these hübsch. phases? So I think if Könnte you einfach play direkt the modeln, der demo, Typ. you might have heard the final song, and that's one of the main track. But there will be other 4 tracks like that, all connected to
something that Annie is Ich stelle mir so vor, da kommen sehr viele Indie-Entwickler, die sich diesen Genres zuwenden, aus Spanien, Italien. Kommt mir auch so vor. Und das ist auch in der Vergangenheit schon. Ja. Town of Light, Martha is Dead, das kommt auch, glaube ich, aus Italien. Glaube ich. And we collect all the feedback of all the people that playing. We actually have a playlist with all the people who have seen the game or give us a feedback. And we decided to restart from scratch, making it better. Also, one thing that is very important to me about the game is like the art that we do. There's a lot of manga or comics that you can read throughout the house with N. And this one is kind of telling the story of the protagonist as well she's living with a flashback. Kind of a nice touch to a game that I think a lot of people didn't even notice. Ich finde das Spiel wahnsinnig interessant. Into creating this because to us it was very important to create something very unique. We didn't think about creating something that we sell a lot necessarily. We just wanted to tell a story that was very close to us. So that's what drew us to create Unfollowed. So Unfollowed is our first game. Hoffentlich endet es mit Self-Acceptance. From Tokyo, Serafini Production, and we decided to make a game about the effect that social media can have on mental health, something that is very close to us. And I hope we can rely with a lot of you. And if you enjoy what you are seeing, I hope you can add it to your wish list, and we will be releasing it soon. So look forward to it. Cool. Schon sehr nice. Vor allem Horror-Games mit der Message sind halt auch sehr übersichtlich, ne? What's going on, my dedicated bros and brothers? Oh Gott, schrei doch nicht so an, Junge. And today we gotta check out englische Streamer, ne? Mach mich fertig. And why it can take a toll on your mental health. Aber ist natürlich deren Ding, ne? Die haben natürlich dann ihre Fanbase, aber ich mag ruhige Leute. Ich mag so Leute wie Funk. Ruhig. Ruhig mit sexy Stimme. Er schreit immer so. Viele StreamerInnen schreien, ne? Gerade Männer. Das ist halt so ein Ding. Ist auch sehr beliebt, leider. So is this not your house? Holy shit, this is Akidurist and the Anime Man! On the Steam page, it actually mentioned Akidurist. So wait, is this a game about YouTubers? Is that what it really is? What is a camcorder? Old camera. Finally can do vlogs. Oh, that's here, no comic. No, that's what I would like to do, I mean for a living. Videos on the internet? Yes, I know it sounds crazy, but you think would let you waste your time on what? Making them videos? That would be the biggest disappointment ever. Okay, boomers. Shout outs to my parents. They always supported me. That's something I truly appreciated. I have to get it. Same. Something thin to reach it. Grüße an meine Mama, die mich auch immer unterstützt. Oh shit. Are those names to the people I've called you on social media? I've tried, Anne. Really, I tried to be your friend. But friendship doesn't work that way. Can I use this? I can. Get the key in the sink with this one. Ich glaube, ich würde mich ja einfach nur einscheißen, aber irgendwie habe ich schon Bock jetzt zu spielen, aber... Gibt es eigentlich mittlerweile ein Release-Date für Hellblade 2? Nee, ne? Immer noch nicht, ne? The Dementors are actually here! Surprise! Oh, shimmer me timbers! This is not good if I'm gonna. Oh! I knew it! I knew it! I knew it! I'm gonna get choke slammed! I need your help to get out of here. Break the TV or something! Hurry up and do it! I did it for nothing. We didn't free Akidurist. You are an earthworm. The fuck? Anything else in here? Sehr groß. Es ist sehr groß. Der Horror an seinem Gesicht. That was awesome. That was truly awesome. Unfollow. You can now play the demo on Steam. Check it out. Ja, nee, ist okay. Könnt ihr gerne spielen. Ich bin erstmal bedient. Ich glaube, ich habe davon gehört, wo man den Janitor spielt. Das ist nicht Janitor, morgen Demo One-Shot.
Noch ist nicht Horror-Oktober, noch gibt's keine Horror-Games. Es vergraulich zu viele Leute. Das ist zu laut. Schon mal was dazu gesehen in der Future Game Show oder so. Boah, übrigens ist hier so warm, dass ich habe meine Beine übereinander geschlagen gehabt, ne? Mhm. Just do what I say, Roman. Frauen, die einem Post-Trauma, okay. Frauen, die so von der Decke runterkrabbeln, ich weiß nicht, ist nicht so... Habe ich nicht so einen Bedarf. I think we can notice a pattern, a trend here in Fearfest, and this trend is back to the past. We have so many great upcoming titles inspired by old survival horror games or old adventure games. Du kannst dich auch nicht immer neu erfinden, ne? Irgendwas ist ja immer dann inspiriert ab einem gewissen Punkt. Post-Trauma, and I'm happy to introduce my next guest, Post-Trauma, das bin basically ich. Developer of Post-Trauma. Hi Roberto, how are you? Hello, I'm okay, fine. Für die, die es nicht wissen, wegen meines Nachnamens. It still feels weird doing interviews, but I'm happy to be here. Some viewers will accuse me for being repetitive, but because I'm going to ask you a similar question I asked to some other developers, but it just fascinates me. What makes survival horror games back right now, classic survival horror games? Why we are witnessing the renaissance of this genre right now? I mean, I think that it's not our resurgence. Like, I think Sieht it's auch more like a wahnsinnig cool aus. AAA resurgence, but I think indies has always been there. I am thankful that now it's becoming more mainstream because more people should be enjoying this, and some players do not pay attention to indies, and it's not their fault. It's like you have to step in, and once you step in, you are like, oh wow, I have so much to discover here, and I was missing a lot. Now we are also in a time of, I think, a little bit of nostalgia. Like, survival horror was really big back in the day, and now playing that makes you feel like you are back in those days. I think that's a big part of it. Maybe a lot of people are not here with me, but habt ihr lieber feste Winkel in Horror Games oder explort ihr gerne in alle Richtungen? Because you could fill the voids of the graphics with your own fears. Like, for example, in Silent Hill, you see a lot of rest texture, as for some people might be rust, or for some other people might be blood, and you feel it with what scares you the most. In the previous years, graphics were not quite there. They were good, but you could still feel that they were not realistic. And now we are in a time that graphics are over the top. You can make graphics look like real footage if you apply some filters on top of it, and you are immersed again. I don't know. So I also think that's part of it. For me, this still feels like a dream, like in a simulation or something. This is not real, because a lot of people have shown love for the game, and I'm super honored by that. Like, and now I'm scared to match expectations of people. Like, that's why I tried to release the demo back in the day, so people could see more or less what the game will be. I think this is like a love letter to old school. What I'm modernizing is graphics, a little bit of the controls, and not relying on too many jump scares, because even if I love horror games, I am not good at playing them. So that's why I like psychological horror. You can play at your own pace and get scared at your own pace. That's what I'm trying to do with Post-Trauma, and if you like those type of things, I think you will love Post-Trauma. Keep doing what you are doing. Like, it's supporting us, and super honored. Add the game to your wishlist because it helps a lot. Thank you to Horror Visuals for promoting the game back in the day. Lots of small YouTubers, streamers, and the word of mouth back there was super awesome, so thank you. Habe ich mir tatsächlich mal aufgeschrieben. Oho, oho. Sind wir dran? Voilà, Entschuldigung. Eyes on confirmed. Changing radio frequency now. What do you think the Nazis are doing all the way out here anyway? Don't they... Es sind noch zu lange keine Nazis vorgekommen, das stimmt schon. Oh, Pre-Alpha sogar. Also etwas, woran sich noch viel tun wird. Ja, viel Spaß im Deutschen, die ganzen Flaggen mit dazu.
neu zu bestücken. Tötet man hier legit Nazi-Zombies? Wow. Dass man nicht noch auf einem Dinosaurier reitet, ist alles. Ich meine, ja, Zombies. We all know zombies. Zombies are everywhere. In movies, in TV series, in books, and especially in games. And they are still making more of them. And you know what? I love it. I have a huge pleasure to introduce my guest, Justin, the developer behind the game called Project Z. Hi Justin, how are you? Hey, I'm good. Thank you for having me. So, zombies. Pretty much the most popular theme in horror games. And I'm curious, how do you Max, approach it? How do you want to refresh the formula, or how do you want to use the zombie theme to make a great game? I think everyone likes zombies. I think we can agree on that. Yeah, the way we want to approach the zombie game formula or change it is by ich war noch nie so ein Zombie-Fan. Ich habe halt so Walking Dead geguckt eine Zeit lang, bis es scheiße wurde. To add more so. group management mechanics to the game. Last of Even Us, though the player can play through an Spiel entire co-op teilweise. storyline about a lot of crazy Nazi experiments. Crazy for zombies. Also with the wide range of zombie types. Zombie-Fans unter euch? We also give the player the hideout, which is basically a sandbox where you can build and craft weapons and manage their survivors. Since the player needs to find NPC survivors during his co-op missions, and those NPCs have specialties like a gunsmith, farmer, soldier, ich habe in der dritten aufgehört. to build and use jobs dependent on their specialties. Also a cool thing about that feature is that all those NPCs need food and water to survive. So the player must find resources during those co-op missions to maintain their hideout, to build new things, to ensure those NPCs don't die. Because if they do, the shop was assigned to Shaun of the Dead, anymore, ja okay. Shaun of the Dead und Zombieland sind einfach Klassiker. With the same specialty. Oh, ich hab Muskelkater, ne? Oh, Kinder, ich sterbe. Can do in the hideout and especially in the game. But in general, we took a lot of inspirations from games like Left 4 Dead, Alles tut mir weh. Escape from Tarkov, and also Fallout Shelter. In jedem Körperteil tut mir was very weh. Unique zombie survival experience. I see. So you kind of take that action of games with zombies, but you added very strong feature of base management in it, yeah? And you just combine it together. The cool thing is that you can basically invite your friends to your game session, and you can build an entire hideout together with them. Also, you need to take care of those NPC that you find during the mission. Thank you so much for having me. committed, dass ich der Vollständigkeit halber zu einer gucken musste. Du hast nichts verpasst. Coming out in 2024. Dachte ich mir schon. And I hope you guys are excited. Die zweite Staffel war schon weak, weil sie das Budget auf so viele Folgen aufballern mussten. Ach, irgendwann geht es halt nicht mehr um die Zombies, irgendwann geht es halt um die Menschen, wie immer, ne? Und dann verletzt mein Interest. Oho, hallo? Ich habe Fragen. Ich habe immer mehr Fragen. Das ist ein Spiel, das läuft bei den Cannes Filmfestspielen, oder? Das ist Horror, aber anders. No. Theo ist so, ne? Der war nett zu mir. Did you see that horses game? There's definitely a No. unique take on Gibt a es farming nicht. simulator. So we've sent a pretty good deal of horror titles your way, but do you think we're actually done? No? You might want to start bracing for the bone-chilling finale of Fear Fest, where there's going to be even more incredible titles coming your way. Kommt jetzt das, was ich denke? Nein? Okay. From the twisted minds that brought you Peridium and Crawl. Pixel! The Drifter. Geil. He saw something he wasn't meant to see. You've got to break the cycle! I can't! Please! So, they killed him. But like the others,
He came back. Oh God. Back in time. Back. Was? From the dead. And something came back with him. A drifter. A pulp adventure thriller. Wishlist. If you dare. Geil. Geil. He could hold his breath for 10 minutes. Jetzt nur noch 8. Jetzt nur noch 8. The Drifter. Dear Sieht viewers, mega geil aus. Now I have a huge pleasure to take you on a little journey back to the Das past. war wild. I am excited Das war wild. to speak to Dave, the developer. Das war anders wild. Das war gut wild. Horses war nicht Drifter, gut which is wild. a homage to good old point-and-click adventure games. Hi Dave, how are you? Good. How are you? I remember when someone showed me the trailer of the Drifter, and I was like, okay, this is some kind of game for early 90s. I never heard about the Drifter. And they were like, no, this is the modern title. And I was like, oh my God, that's amazing. It looks so good. But I need to ask you about one thing. Mostly when we think about old adventure games, we think about titles So like Secret of the Monkey Island and generally all those comedy style games. But the Drifter is a serious game. It's a thriller. So I'm curious, why did you decide to go in this direction in terms of art style, mechanics, and how you use them to build Horst ist doch nicht aus Steam zu finden. Er ist doch besser so. Well, yeah, I mean, I made my first point-and-click adventure about 20 years ago, and that was, yeah, they were always kind of comedy things. I've been doing it for a while. But we had a little game jam we did, Adventure Jam, which was like, we had 2 weeks to make a game, to make a point-and-click adventure, and we thought we'd try something different, because, 2 weeks is a nice little opportunity. Yeah, we loved horror and thriller stuff, so thought we'd try that. So we made this little game inspired by John Carpenter's The Thing, and called Peridium. Nice. The reception we got was really awesome. Like, I'm used to with the comedy games, like you might see players you might get a little chuckle out of them, but like watching players play a kind of horror thriller thing. Remake ist nicht grauenvoll, aber really get into the story, and they were writing like fan theories about how this mystery. Versucht ihr auch mal zu erkennen, was im Hintergrund steht? So that was super exciting. So yeah, that made me want to definitely make another game like that. Boah, die Ästhetik, so I started working on the Drifter. Traditionally, the point-and-click kind of games, you think of them as being kind of slow-paced, you can wander around and sort of slowly solve puzzles, that kind of thing. But there was one scene in this jam game we did where the character would suddenly like find themselves like strangling, like hung up by a string hung up by the neck from the ceiling. And when we watched players play that bit, they were all like panicking, like they like had to quickly act and stuff, like it was, an action game. And so that really kind of made me realize that you can kind of do that sort of thing if you get all the music pumping and the art and the situation just right, and the kind of have the characters' dialogue be kind of really kind of aber nicht auf eine 51, really all oder? pushing that tension. So alt ist so der that nicht. was something that really excited us. Also as ich well. meine zumindest nicht den von kind of 51. became a core pillar of the Drifter was like Ich meine nicht making das it a Original fast-paced von The take Thing, on a ne? point-and-click. So the Drifter is a pulp Das war ja adventure schon thriller. mit It's going to be coming to Steam and hopefully 80er? console as well. Inspired by stuff like 80er Stephen Jahre, King and the music with John Carpenter, the sort of tech thrillers of Michael Crichton. It's also got a bit of Ozploitation, so kind of Mad Max vibes in there as well. You play as Nick Carter, Kurt Russell who's mit a drin. drifter. You've kind of jumped in a boxcar on your way back home when you witness a violent murder, and you're pursued by armed men and thrown in a reservoir and drowned. And that's really es ist just so the start. warm hier, ich sterbe. You find yourself sort of alive again seconds before your death. Wie viel Grad habe ich and hier? you're drawn into this sort of mad web of shadowy Tagsüber hatte ich conspiracies and 23 things, and Grad. you're hearing about homeless people who've been going 25 missing, geht's and then sogar noch, aber when they've returned, they've been gone unterm Tisch ist wärmer, ich crazy. schwör. And you get this sense that when you've gone back in time, you've sort of brought something back The from Thing the other side ist doch mit with you. Kurt Russell, oder? And so it's a lot of mystery solving and like jumping from the frying pan into the fire situations. Sieht sehr, sehr geil aus, das Spiel. Es ist auch eine Atmo. Die schaffen Nicht-Pixel-Spiele für mich nicht. Ganz komisch. Kann ich nicht erklären. Let's see what the Sam's all about. I jumped the car back in Breaker's Cut. Ach, der von 82 ist schon ein Remake. Es gibt noch ein neueres Remake, das meinte ich. Shit. Here I am. I fall back as the iron bar whistles past my face. Also ich kenne nur den von 82 und das noch neuer. Den von 51 kenne ich nicht. Lost it, mate. You have to help. He glances to the side, listening.
Aber ich glaube, ich habe schon mal von gehört gehabt, stimmt. No use. What? Think. He continues muttering under his breath. Ah, shit. Security. The man looks around. Ich habe das Gefühl, das wird nicht deutsch übersetzt, leider. Was mir nichts macht, aber der Community manchmal. Hey, we're with Western Rail. Huh? Jesus, what the hell? You've got to break the cycle. I can't. Squinting into the light, I glimpse silhouettes of armed men, waiting and watching. Can't make out who they are, but not Sorry, ich verdeck die Frau, ne? That's for sure. I throw open the hatch and leap into the blackness on the far side of the train. Then I'm tumbling down a steep siding, concrete rushing up to meet me. Oh God. Welcoming party. I can't. Just tell me your address. My battery. I know it's hard for you, but you're gonna have to face it. Annie, your address. Okay. Sorry, I know I shouldn't push you, but... I look down at my dead phone. Shit. Good evening, sir. My name's Angela Grace. I write for the Herald. Can I ask your name? Okay, well, you don't have to tell me. Anyway, I really want to find out what it's like out here for you homeless. Unbelievable. Wow. You think people have been disappearing? There used to be a whole community down here. Where are they all? I was a kid last time I was down here, but it does seem quieter. Maybe a dumb Ja, aber Deutsch oder Englisch, Nick? Why is it so quiet down here? Für viele Leute ist auch Englisch mitlesen immer noch ein Problem. Shadowy figures with burning eyes. Taking people in the night, folks calling them melingi. Look, I answered your questions. Can I use that knife or what? Okay, let's get this show on the road. Got it. Let's stab some people. Gone? The keys are gone. My charger. Oh, jeez. Get off me, you! Oh, Lord. Okay, can we... What's going on? Please! Jesus. Totenobdachlose und ein Roboter. Ah, okay. Shadowy figures with burning eyes. Aha. Shove. Wait. Oh. Blutz. Ja. My eyes sting as I blink through the water, trying to get my bearings. Oh, God. I return to cutting with renewed strength. There we go. At last, the rope gives way. Just! Brutalist concrete rising from the chop. That was intense. Das sieht schon echt nice aus. So, was kommt jetzt? Stories of young students who... Schon mal nicht der Main Character, der sitzt nämlich in der zweiten Reihe am Fenster hinten. Also da hat jemand das Anime-Trope gebrochen. Das geht nicht. Zweite Reihe von hinten am Fenster. Das wird schlimm, oder? Es ist zu süß. Könnte geil sein. Musik ist schön. Oh oh. Oh Gott. Atmo gefällt mir. Bisschen Stealth, ne? Hä, zu viele Augen. Gefällt mir. Viele Augen. Narren. Okay. The Orange Room. Mal was anderes. Knacke, ja. Einfach mal was anderes. Unser Spiel! Hab ich auch schon Bock drauf. So wie zu 2D Cartoon.
Da bin ich auch schon richtig gespannt auf die Story. Und das ist EDGE of Sanity. Und den Link, den gebe ich euch jetzt. Oh! Oh! Hm. Bei Bedarf gerne mal wishlisten. Oh, that's scary. Tja, ist halt immer die Frage, was ist in deinem Kopf? Wie sehr wirst du bekloppt? Oh! Oh, found another way out. Oh. Oh my gosh. Ich weiß es gar nicht, Nick. Das kann Martin vielleicht beantworten. Martin? Da ist eine Frage für dich im Chat. Also Martin ist nicht der Dev, aber Martin hat das Game schon teilweise gespielt. Oh! Oh! What the heck? Oh, okay. Some rocks. Big rock. No, that was a small one apparently. Oh! 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 Yeah, come on now, bud. Yeah. Oh, I did kill it. Yes, it did. Oh, that scared me. Oh. Ja, du musst mit deinen Ressourcen managen, ja. But she's a princess. We're supposed to save her. You're supposed to slay her, or she'll go on to destroy everything. Do you not understand what everything means? You poor thing. We both know this isn't you. See? She's not a monster. She pries the blade from your infuriatingly rigid hands. I'll try to make it quick. What is she? She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew, but failing to hit anything vital. Oh no! I'll try again. Oh God. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. You collapse to the floor, blood pooling in the cavity she carved into your torso. She leans over you, tears leaving pink streaks down her cheeks. I wish it didn't have to end like this. But it's too late to think of how things could have gone differently. Everything goes dark, and you die. Cool. Mehrere Enden? I see you have returned to me. Days mean nothing in the maw of forever. I never left your side. Hey, the Princess. Super interessant. Hey, the Princess. Klappt wohl nicht so gut mit Slaying the Princess. Handgezeichnet. What's really cool about horror games is that they can be about anything. Zombies, vampires, Lovecraftian space gods, sentient cars, creepy clowns, and even princesses. And if you don't think that last one sounds scary, then let me introduce to you Tony and Abby from Black Tabby Games, the developers behind an upcoming horror game called Slay the Princess. Hi, Tony and Abby. How are you guys? Hi, we're great. Yeah, we're pretty good. So Slay the Princess is beautifully clever, funny, and bizarre. In the best way, of course. What were your main inspirations behind this title? What made you decide to make a game about talking to let's call her a damsel in distress? She didn't start as a princess, actually. The game started sort of as an exercise in if we made something smaller, kind of crammed into the format of a game jam,
what would that be? So we spent a bit of time trying to figure out, like, for a horror game, what's a premise we could do that has like one location and one character? Because usually we work on Scarlet Hollow, which is our other video game, and that has a lot of dynamic characters and backgrounds and keeping track of who is where at what time, and it's really complicated. So just kind of paring it all down, paring down the amount of time spent on art and like complexity of the writing, though it's also very complex. So we did not succeed there, but at least with the art, it takes me very little time to draw those. Yeah, so the initial premise was you are sent to assassinate a prisoner who presents as a damsel in distress. The people who send you to assassinate her tell you that she is a monster who's going to end the world. You sort of have to explore that premise by talking to her, decide what you want to do in the situation. And then I think Abby was the one who was like, what if we called it Save the Princess? And then Slay the Princess was an easy enough play on that. I think that's part of the beauty of like a small idea, where the original approach in the original draft was a single iteration thing that you did and then was over, and then that went over with other people really well, so we had room to explore the idea more. Simplifying the game in other areas means that we can be much more aggressive in our approach for other stuff. There is so much more wide variability in which like the game can really veer off in different directions, and then the extra space we made for ourselves also meant that we could have voice acting. The game is like maybe halfway done at this point. And Sorry to all streamers. Sorry. I mean, worth it. It's so fun, but it's like I need my cough drop coffin on hand at all time, and I need a big water. It's a beast, but totally worth it. Incredible game. Wish list: Slay the Princess on Steam. Play our games. Play our games. Have a good time. Yeah. I thank you. Please enjoy yourself. Und ich gerade gesagt, das wird nicht komplett dann vertont wahrscheinlich. Macht mir nix. Ich vertone gerne. Damit so viel gelernt. Davon noch Hi, Princess. Well, I guess we should try to slay her, right? Hello. I'm gonna try to slay her. Geiles You Make-up. lunge forward. Oh, she looks scared. You feel fresh easily. Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive Drag and Make-up ist auch well. einfach so geil, ne? I didn't think I would actually kill her. Narrator is up to something. With your work done, you make your way back the stairs, closing the door to the basement behind you. Let's just get out. This is gonna have some sort of twist. Leave. You open the cabin door instead. Uh-oh. What you find? I did something wrong. What did I do wrong, narrator? I followed your rules. Are you gonna tell me I'd be sent off into space, into nothingness with not a single thing? I didn't bring any food here. I don't even have a console. I don't even have a Switch. I don't even have an iPod. What about a TV? You throw open the door to the basement and walk down the stairs. The princess's body is dust and bones as the day... Oh, she's dead, bitch. She's done. Dagegen sehe ich ungeschminkt pick up the blood. Are we gonna stab yourself and you die? I didn't sign up for that. Look at our nails. Did our nails look like that before? The end. I didn't know. Nice knowing you. Schön. You're on a path in the woods, and at the end of that path gibt es in diesem is a Spiel, cabin. ey. Okay, we did something and wrong. in the basement of that cabin, you're here to slay her. Yeah. You reach for our nails. The cabin wall. This is a different cabin. Walk up like this. Doesn't descend the final. She's fucking dead. Form. Viel Mühe drin. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears. And finally, ooh, she's sexy. She is a sexy ghost. When I'm a ghost, I want to be like her. Pointed toe, just a dress flowing, hair in the wind. Boobs out. I have some issues with how you East meeting went. She remembers me. Eeps. Like how you murdered me. Well, what? I was asked to. To be continued. We're just gonna leave on that. Cute. That was nice. I liked it. Who liked that shot? Sehr, sehr cooles Game. Cool, ja. Mega.
Was kriegen wir jetzt? Oh, hello, yes. Finde ich schon gut, weil es pixelig ist? Vielleicht. Meistens ist da einfach der kreativste Shit drin. Oh, es ist so cute. Es wird gruesome, oder? Das wird richtig schlimm. Wir gucken gerade das Fear Fest. Alles Horror-Games. Alles Horror-Games. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Ja. Oh, sign me up for this. Genau. The Bunny Graveyard. Spannend. Kommt doch bald. Nice. Das sieht doch niedlich aus. Ja, ja. Auf jeden Fall. Meistens Horror-Games, manchmal Horror-Announcements, ja. Schon. King wants to speak with you tomorrow morning. Your wish is my command, sire. Dead? They didn't tell you? She died of the plague last week. Audio. Ja. Ist wie Alpha. Ja. Wisst. Oh, direkt ein bisschen leiser. Ja, also ich glaube die Synchro jetzt, die drin war, die ist noch sehr unschön, aber es ist auch Pre-Alpha. Wer weiß, wie sie das schnell noch aufgenommen haben. Tactical Schlachten. I guess. Sorry, ich habe mich im Stream geirrt. Das ist gar nicht der Wholesome Direct. Naja. Hi Piotr, how are you? Hi, I'm good, and you? Also interessantes Game. Leider hat man ein bisschen wenig davon gesehen, als ihm so die Hörner rauskamen, ne? Gameplay war noch offen, scheint rundenbasiert zu sein. Genau, ganz zum Schluss. Also die Cutscenes sind ja wirklich sehr schick. Jetzt schon. Ja, also da geht noch was, aber das ist schon sehr nice. Ah, okay. Exercise or exorcise, wie cool. He has something what we know today as we call it PTSD. So he can say, is it nightmare of war or is Permadeath, krass. Aber vielleicht gibt es auch einen Modus ohne. Ist ja oft so. Permadeath ist hart. He can go insane. When he is going insane, he can release his beast, inner beast. He sees himself as the devil, as a guy who has devilish. Also so Fire Emblem-mäßig, Permadeath. Also sees him as a devil. If they believe in magic, if they believe in oder Hauptcharakter Permadeath. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. He is just a murderer, just a killer, a brutal companion. The beast system allows the player to become stronger at the cost of others, or save others and see their fate. Please join our beast community on Discord.
Tell us what you think about the game. Do you like the atmosphere, the mood, the gameplay? And wishlist. Also ist nicht so mein Game. Es gibt mir so ein bisschen vom Vibe, ist so ein bisschen Witcher, ne? Aber halt dann im Gameplay nicht. Gameplay ist ja dann top-down, tactical. But he knows how to fight his way out of here. Escape the manhunt. To use a melee attack, select the enemy. Press while over the enemy. Gibt es schon what I know about this game, it's a turn-based RPG, and there's very intense moral decisions that you must make. So you can either be a good guy or you can be really evil, depending on what kind of playstyle you like. So melee attack, okay. It looks like you must click on Sind the die enemy. auch turn-based? Weiß ich gar nicht. Ich habe die alle nicht gespielt. And we chopped his arm off. Okay, we're doing Divinity good habe ich so nur mal far. reingespielt, ganz kurz. To attack the distant enemy, select ranged attack. All right, so there's range. We got a bow and arrow up in Ich here. wusste gar nicht, dass die alle turn-based sind. And he's dead. I think we're doing really good. Adding Ich meine, insanity. nach Baldur's Gate 3 ist natürlich schwierig, da mitzuhalten, ne? Enemies gain new abilities. This is not good. Now, Overwatch and ambush. They're coming. Oh, dear. Okay. To prepare for enemy attack. Aber ich meine, wenn es gut funktioniert, wenn es gut gemacht ist, Chance geben, ne? Pick the ability, okay. Wie gesagt, das ist Pre-Alpha. Pre-Alpha. Oh, Long way to go. This is going to be like a... I think it'll detect enemies if they come up to us. Additional enemies have just arrived. Oh, so I'm ready for them when they come for me. Okay, that makes sense. Du musst nicht das Beste sein, um gut zu sein. Das stimmt. Aber sag das mal den Leuten. Du weißt, wie Leute sind. Wird immer an den Besten gemessen. So let's heal ourselves. Ja. Viele Leute sind da anstrengend. True that. And I don't like Geht's dir? Alles fit? Close. Oh, so we're supposed to move closer. Here we go. Oder sind wir mal richtig lange hier, ne? Oh, maybe this wasn't a good idea. Beast mode. The game is called Beast. Okay, let's unleash Beast mode. Jetzt das mal her. Beast Mode ist wahrscheinlich eher so schlecht, aber es halt bestimmt macht dich stärker, ne? Ja, meistens so, wenn du im Spiel die Möglichkeit hast zwischen gut und böse, bist du mit böse ja meistens stärker. Ja, dafür hast du halt dann, keine Ahnung, fehlende Moral oder so. Weil ganz ehrlich, ne, ist es nicht egal, ob die jetzt einfach aufgeschlitzt werden oder ob die erschossen werden. Tod ist tot. Sorry, I like evil laughing. Ich würde einfach so einen richtigen Evil Mode spielen, ey. Ich mag das, wenn ein Spiel das auch zulässt und einem dann nicht zu viele Steine in den Weg legt, wenn man sich dafür entscheidet. Sollte nicht immer schwieriger sein, böse zu sein. Man sollte auch einfach mal die Möglichkeit haben. Weil Games müssen nicht immer ein moralischer Kompass sein. Oh no, Clusterkopfschmerzen sind schlimm. Gute Besserung. Ja. Ist das hier, ist das? Nein, SPC? Nein, wie heißt das? SPC? Ich glaube, da sind SCP bei mir. Heißt das so? Das ist ein Vietnam. No son of mine. Nee, dann wohl nicht. SCP, doch, ja, okay. Geht es schon ein bisschen so in die ähnliche Richtung, so vom, weil das viel schneller ist dann. Ich antworte gleich auf deine Frage. Für den Trailer möchte ich immer ein bisschen schnell. Ah, Pixel, ich bin drin. Okay, was gibt's? Gib mir. Gib mir! Entschuldigung, ich weck wieder alle Nachbarn. Gott, ja. Vernünftige Horror-Pixel-Games sind so selten. Also wirklich vernünftige.
Wir müssen übrigens noch The Last Door 2 spielen. Geht so lang. Okay, Point-and-Click-Adventure auch. My name is... Mega gut mit der Taschenlampe, ne? Echt, habe ich noch nicht so gesehen. Irgendwas steht hier anders, oder? Oder war das im Spiegel gerade was? Hier, aufgepasst! 50-50. Die Chance ist jetzt 50-50, dass man rauskommt, verstehst du? Aber er sieht auch aus wie ich. Kann ich zumindest cosplayen. Mannequins, wie schön. Auch in pixelig grau und voll schlimm. Oh, du bist auch... Der Elefant im Porzellanladen. Deep Sleep. Ja, nice. Hallo? Let me play you. Striese! Was los? Ich quieke immer noch. World Premiere, wir haben ja gerade einen... Wir kriegen jetzt ja auch kein Gameplay hier. Hallo! Hallo, Crazy Monkey. Striese, du Nudel. Hui! Was? Oh. Wir gucken hier gerade nur Horror-Games, deswegen... Oh, das ist doch nicht ein Game. Ich bin weg. Habe ich gerade fast meinen Greenscreen umgeballert? Vielleicht. Was war das denn? Hilfe! Wie heißt das? Tenne was? Okay, jetzt kommt das Interview. Jetzt können wir endlich reden. Das ist gemein, ne? Erstmal danke für deinen Raid. Hallihallo, ihr Nudels. Was geht? Waffen setzen Raiders und nicht erschrecken. Ja, zu spät. Das mache ich schon für euch mit. Was war das denn? Wie hieß das? Tenebris. Was war das denn? Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Ist egal. Ja, hi. Wir gucken heute das Fearfest. Beziehungsweise genauer den Black Summer vom Fearfest. Fearfest ist nämlich heute und morgen von IGN. Und, halte mal Bubble hier. Und morgen sind die ersten Horror Game Awards. Die werden wir allerdings nicht gucken, glaube ich. Je nachdem, ich weiß nicht, mal schauen. Hat der Stream die Möglichkeit, schreckliche Realtime-Untertitel einzuschalten? Vielleicht geht Reden dann ein bisschen mehr klar. Nee, leider nicht. Also meinst du jetzt den Stream hiervon? Leider nicht. Ist nicht verfügbar. Kann ich nicht einstellen. Habe ich schon versucht vorhin. Ich finde es auch total doof, dass es keine Untertitel gibt für Videos, die pre-recorded sind. Verstehe ich nicht. Aber hey, that's just me. Vielleicht halt hier im Dingens, aber dann wird er wahrscheinlich sowohl das machen. Tenebris Somnia. Oh, geil, danke. Tenebris Somnia. Langsam wird meine Liste voller. Das ist voll gut. Ja, also wie gesagt, wir gucken das Fearfest, das Black Summer und morgen wird aber ein normaler Stream drüben bei mir stattfinden. Da werden wir wahrscheinlich eher nicht die Horror Game Awards gucken. Sei denn, es bietet sich irgendwie an. Ich weiß jetzt auch gar nicht die Uhrzeit, müsste ich nachschauen. Wir haben von Daedalic auch 2 Spiele hier im Rennen gehabt. 2 Trailer unserer Upcoming Games wurden gezeigt. Einmal von REVEIL, einmal von EDGE of Sanity. Und natürlich bin ich so gut wie bereit, euch nochmal diese wunderbaren Links in den Chat zu hauen. Haben wir einmal EDGE of Sanity, wo ihr gerne nochmal reingucken könnt. Und REVEIL. Das eine eher so im Stil von Darkest Dungeon, 2D, ihr kämpft mit eurer Sanity, was es war, was nicht. Und ihr müsst gucken, ihr müsst haushalten und auf eure Sounds achten. REVEIL eher so First-Person Psychological Horror im Zirkus der 60er Jahre teilweise. Beides sehr nice Games. Guckt da gerne mal rein. So, genug Werbung. Wie geht es dir, Strese? Du hörst, ich habe mich immer noch nicht erholt von der Gamescom. Ja, es war ja, ich hatte gefühlt 8 Tage Gamescom mit allem drum und dran, mit DevCom und Indie-Dev-Stammtisch und dann auch nur 2 Tage zu Hause und dann 3 Tage Konichi. Das heißt, und ich musste einfach mit einer noch viel schlimmeren Stimme als jetzt, musste ich einfach ein Panel halten auf der Konichi. War lustig. Es gibt eine Aufnahme davon. Wir werden dann noch gucken, ob man sich die anhören kann, ohne dass einem die Ohren bluten oder ohne dass man denkt, dass ich alle 3 Sekunden auf ein Hundespielzeug trete. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe gar keinen Raid Alert gerade drin, deswegen bin ich froh, dass ich es noch wenigstens gesehen habe. Ärmste war es auf der Gamescom schon stimmlich angeschlagen. Ich habe aber auch einfach direkt meine Stimme verloren, ne? Also schlimm.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die ersten 1, 2 Tage viel geredet. Aber ich verstehe halt immer noch nicht, warum meine Stimme direkt so im Arsch war. Vor allen Dingen, sie wurde dann nicht unbedingt schlimmer. Sie blieb dann einfach die ganze Gamescom lang grauenvoll. Aber ich habe sie nicht verloren, Gott sei Dank. Weil ich zwischendurch Angst hatte, dass ich hier so Kehlkopfentzündung oder so kriege. Boah, das Spiel, ey, richtig heftig. 8-Bit Survival Horror. Hammer. Ich spiele ja kein Horror, ne? Theoretisch, außer im Oktober. Wird lustig. Jetzt gucken wir hier noch mal ein bisschen rein. Das Fearfest oder Black Summer geht noch ungefähr bis 1 Uhr, glaube ich. Deswegen sind wir heute mal ein bisschen länger da. Stress und Aufregen vielleicht mehr als das Reden selber. Weiß ich nicht. Oh, das ist das Van Gogh-Bild mit den Sonnenblumen. Das habe ich auch als Kunstdruck. Random Info. Gute Frage. Also ich bin ja öfter auf großen Events, so auf den Messen und rede dann viel. Keine Ahnung, ich glaube, es ist vielleicht dann eher sehr wenig geschlafen. Ich habe in diesen 8 Tagen nur 18 Stunden insgesamt gepennt. Also gerade mal so 2 Stunden pro Nacht. Das hat nicht geholfen. Was ich an dem Spiel übrigens interessant finde, ist, dass es Pixel ist, aber zwischendurch auch Real-Life-Grafik. Das ist richtig krass. Also, weiß ja Real-Life, aber so Unreal Engine 5 oder so, keine Ahnung. Haben wir. Direkt mal beides gesichert. Ja, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall wirklich auf beide Spiele, ungelogen. Wird mega gut. Sind natürlich sehr unterschiedlich, ist klar. Hier kam noch die Olle rein, oder? Schlimm. Nee, keine Ahnung. Also ich war ja auf dem... Ich werde da morgen noch mal richtig mehr von erzählen, ne? Im Stream drüben. Bei mir wird es da komplett gehen um, was ich auf der Gamescom erlebt habe. Und auf der DevCom und auf dem Indie-Stammtisch und auf der Konichi ist es einfach so wahnsinnig viel passiert. So wahnsinnig viele tolle Sachen passiert. Von dem Wettbewerb, dem Panel, dem Fan-Table, Treffen mit den Monkey Island-Menschen. Und natürlich das Treffen mit euch teilweise. Ne? Ich habe auch viele Community-Mitglieder am Stand gehabt. Das war mega nice. Und danke nochmal dafür. Ich freue mich immer wahnsinnig über jedes Gesicht, was vorbeikommt. Auch wenn ich erstmal dumm und ratlos dastehe, weil ich keinen Plan habe, wie ich das zuordnen soll. Heute haben wir uns dafür entschieden, hier das Fearfest zu gucken, weil ich dann eigentlich nicht so viel reden muss. Ich rede jetzt wahrscheinlich gerade mehr, als ich den ganzen restlichen Stream geredet habe. Außer, ich muss immer sehr viel reden, wenn es hier so dieses Rahmenprogramm kommt. Wenn das Rahmenprogramm hier kommt, dann... Das ist gut, das mit echten Schauspielern. Das ist so cooler Cut. Ja, jetzt kommt die Zungenlady. Die will nur knutschen. Ich glaube, die hatte Mums. Ah ne, die hat 2 Gesichter. Entschuldigung, mein Fehler. Das ist eine ganz seltene, Form von Mums. Wie geil das ist einfach. Ja, stirbst du halt, ne? Aber ist cool. Ah ne, du kannst dich wehren. Spannend. Stich einfach ihre 4 Augen aus. Ich will das unbedingt spielen. Inwiefern ändert sich eigentlich die Daedalics Präsenz auf solchen Veranstaltungen jetzt als reiner Publisher? Nicht so doll, weil wir haben ja auch die letzten Jahre immer nur gepublished, bis auf das eine Spiel. Das Spiel, was nicht genannt werden darf. Converse-Werbung inbegriffen, ja. Ja, hier wären wir jetzt wieder bei dem Rahmenprogramm. Gut, dass wir gerade viel zu besprechen haben und viel zu erzählen haben, denn das Rahmenprogramm ist sehr rahmig. Und ja, wo war ich? Achso, Daedalic, ja. Also unsere Präsenz auf der Gamescom war, nein, das ist nicht Poki. Bei Gott, nein. Nein, nein. Ich verstehe die Frage, aber nein. Es hat einen ähnlichen Vibe an Verrücktheit, aber unsere Verrücktheit ist nicht so peinlich. Ja. Nee, also wir haben dieses Jahr genauso wie alle Jahre zuvor einfach Spiele ausgestellt, die wir gepublished haben. Auch die vorherigen Jahre haben wir hauptsächlich Spiele ausgestellt, die wir auch publishen. Ne, wir haben ja sonst auch gar nichts anderes entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben dieses Jahr Wildwoods ausgestellt und Edge of Sanity. Edge of Sanity war auch heute mit Trailer
hier im Fearfest drin. Der Link war gerade im Chat. Und dann gab es noch ein paar Spiele, die halt im Businessbereich ausgestellt worden sind, halt für die Presse. Ne? Das ist aber normal. Also mal gucken. Also das Einzige ist, dass wir mit weniger Spielen halt auf die Gamescom gekommen sind. Die Zukunft wird zeigen, ob das generell alles kleiner ausfällt. Wobei wir jetzt auch gerade auf der PAX West waren, ne? Also in Seattle, in Amerika. Während ich zu Knitschi gefahren bin und da zu tun hatte, waren meine Kollegen in Seattle. Und da haben wir, weiß ich gar nicht, 9 Spiele ausgestellt. Also unser ganzes aktuelles, zukünftiges Portfolio von Hidden Deep über ein ganz cooles neues Spiel, was wir auf der Liste haben, Voodoo, wo man, also nicht Voodoo, sondern Voodoo, quasi wie das Wort Wood, also Holz, weil man da mit Holzsachen, das ist super wholesome, ist ein totales wholesome Game, und so Holzsachen agiert. Und, wir haben so viel ausgestellt gehabt, ich krieg's gar nicht hin. Capes und, ich habe die Bilder, ja, ich habe bestimmt die Bilder. Auf jeden Fall haben wir sehr viel ausgestellt. Also es ist sehr unterschiedlich. Es kommt auch mal drauf an, welchen Platz die Messen letztendlich bieten. Zum Beispiel die Indie-Arena-Booth auf der Gamescom, auf der wir immer sind. Die hat natürlich auch begrenzten Platz, weil da auch 140 Spiele ausgestellt werden. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und da muss man dann immer schauen. Aber auch an alle, die jetzt denken, dass wir halt keine Spiele mehr machen. Ja, wir haben unsere interne Dev-Abteilung geschlossen, das ist richtig. Heißt aber nicht, dass wir keine Spiele mehr machen. Heißt nur, dass wir keine Spiele mehr alleine machen. Ne, das ist natürlich etwas, was ganz schnell, ganz viel missverstanden wird und dann natürlich so, dass das Lauffeuer macht und jeder hat plötzlich andere Infos. Auch zum Beispiel Surviving Deponia wird weiterentwickelt. Wir haben nämlich von vornherein das als Co-Produktion laufen lassen, sodass wir die technische Seite ausgesourced haben an ein anderes Studio, und zwar das von Cryofall, Atomic Torch Studio. Und wir behandeln die Quests, die Narrative, die Charaktere, das Design. Ja, und das wird auch zukünftig eventuell wieder bei anderen Titeln der Fall sein. Das wird die Zukunft dann zeigen. Aber ja, das ist ja übrigens basically so eine Art Office in nicht so gut. Also, diese Rahmenhandlung. Das ist schon, glaube ich, die 4. Episode, die wir gucken, während, ne, so, das ist aber leider, es tut mir total leid für die Schauspieler und die das geschrieben haben. Es ist aber auch eigentlich der Moment, wo man eigentlich aufstehen soll und pinkeln gehen soll oder sich nochmal ein Wasser oder einen Tee holen soll. Aber wir sitzen halt hier, ne? Es ist vielleicht aber auch die letzte Folge davon. Es ist immerhin jetzt Mitternacht. Es geht nur noch eine Stunde. Ich weiß nicht. Sieht schon so aus, als hätte das mit dem Game da nicht so gut funktioniert. Aber ist jetzt nicht so schlimm, ne? Ja, deswegen, ich hoffe, wir sind auch auf der Polaris. Ich hoffe, ganz doll. Spätestens zu Polaris habe ich auch wieder eine normale Stimme. Aber ich bin ansonsten auch, weil ich öfters gefragt werde, was noch meine Conventions sind dieses Jahr. Ich wurde eingeladen zur Zürich Popcorn in Zürich. Wer hätte es gedacht? Da werde ich dann beide Tage sein, wobei ich mich den zweiten Tag wahrscheinlich hauptsächlich tätowieren lassen werde, weil sich das einfach anbietet. Und dann wäre als nächstes eigentlich die Polaris dran. Und dann ist aber dieses Jahr auch nichts mehr. Ne? Das war jetzt auch alles sehr stressig. Und in den kalten Wintermonaten, da ist ja conventionmäßig nicht so viel los. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche noch auf den Gaming Days in Düsseldorf sein. Für Leute, die Bock haben, da rumzukommen. Diesmal halte ich da keinen Podcast. Also letztes Mal war ich da zu Gast. Diesmal werde ich einfach nur als Besucher wahrscheinlich hingehen. Aber wenn mehr coole Leute da sind, macht es natürlich mehr Spaß. Also ich werde wahrscheinlich am Samstag, nächste Woche Samstag, da hingehen. Das ist im Zack in Düsseldorf. Guckt da gerne mal rum. Gaming Days haben zwar natürlich einen Eintritt, ich glaube irgendwie von 15 € oder so. Aber gibt es interessante Panels und coole Shows. Und es ist einfach nice, das zu unterstützen dort. So, jetzt ist diese Folge The Very, Very Bad Office noch nicht um. Was kann ich denn noch so erzählen, während wir auf den nächsten Trailer warten? Was habe ich denn so für Spiele aufgeschrieben vorhin? Ich habe mittlerweile 5 Spiele, die ich auf jeden Fall spielen möchte. Das ist mehr, als ich gedacht habe, für jemanden, der keine Horrorspiele spielt, außer im Oktober. Das sind aber auch fast alles Pixel Games. War Vlad Circus und The Drifter und Tenebrous Somnia, was wir gerade gesehen haben. Ne, stimmt gar nicht. 6 sind das sogar. Ich kann nicht zählen. Dann gab es auch Narin, The Orange Room.
Slay the Princess, auch richtig nice. Und The Bunny Graveyard. Das sind Spiele, die ich mir aufgeschrieben habe, die auf jeden Fall auf meine Liste kommen. Aber ansonsten sind da noch mehr Spiele und ja, was soll man empfehlen? Jeder hat ja im Horrorbereich, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Geschmäcker. Weil Horrorgames, ich glaube, nichts unterscheidet sich so sehr voneinander als Horrorgames, oder? Ich meine, wenn es ein Wholesome Game ist, du hast ein Aufbauspiel, dann ist das Aufbauspiel meistens, du fängst klein an, du bist groß. Du hast einen Farming-Simulator, du fängst an mit ein paar Rüben und irgendwann hast du so eine total durchgetaktete Farm. Ist halt, irgendwie macht man doch schon immer das Gleiche in einem anderen, leichten Setting oder so. Aber in Horror-Games, da ist ja alles bei, ne? Das kann Psychological Horror sein, das kann Gore sein und Splatter und alles. Ja, gut ist, aber unfair zu vergleichen. Was meinst du mit gut ist, aber unfair zu vergleichen? Also vergleichen, ja, genau, es gibt halt vieles Gutes, aber das sind halt, willst du halt Bücher miteinander vergleichen, so. Und ich glaube, da ist noch der Unterschied größer. Wobei, wenn du jetzt so eine Heroes Journey hast, im Fantasy-Bereich, liest sich auch alles gleich, ne? Da ist das Setting halt ein bisschen anders, aber... Achso, Farming Sim ist eine konkretere Kategorie als gruselig. Ja, okay, fair enough. Aber ich würde trotzdem sagen, dass in meine Kategorien würde ich dann, okay, Farming Sim ist vielleicht ein bisschen sehr konkret, aber vielleicht Aufbauspiel oder Aufbausim, ne, muss ja nicht Farming sein, kann ja auch Städteaufbau sein oder so. Ja, Aufbaugame, Horror, Racing, RPG, ne, das sind so die groben wahrscheinlich, ne? It's the vibe, ja. Ist ja wie zu sagen, diese Spiele ähneln sich kaum. Ja, okay. Aber ich habe das Gefühl, es ist vielleicht nur mein Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Horror-Games einfach weiter gefächert sind. Sie versuchen einfach sehr unterschiedliche Sachen. Mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein RPG hast, dann hast du schon sehr... Obwohl, naja, vielleicht auch nicht. Der Vibe in dem Part 4 ist aber auch langsam dem Tode nahe. Aber auch hoffentlich dann auch gleich überstanden, ne? Ich trinke darauf mein schales, mir nicht schmeckendes Bier. Nee, ich trinke das nicht mehr. Das ist einfach nur eklig. Ugh. Also es ist nicht eklig, aber... Oh, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Es geht weiter. So, was kommt jetzt? In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. Trapped by the genre, wo wir beim Thema wären. We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. War davon schon die Demo draußen? Oder verwechsel ich das? So, alle wieder wach. Davon war schon die Demo draußen, oder? Und die Demo war doch eher so meh. Hoffen wir, dass das restliche Spiel nicht meh ist. Also Demo fand ich eher so, ja, geht so. Als wenn es das ist, was ich im Kopf habe. Sollte nicht das Interview kommen oder stand da Gameplay? Alan Wake 2. Doch, okay.
is a sequel to the original Alan Wake. The original game came out 13 years ago, so it's been a long while in between. And while it's a sequel to Alan Wake, it's also a Remedy-connected universe experience, so it's connected not only to Alan Wake, but also to Control. With all of this in the background, it is critical to us that it's very easily approachable for new players who have never played any Remedy games before. For this reason, we wanted to make it very approachable. The game begins with FBI agents coming to this small town setting in the Washington state to investigate a string of ritualistic killings. So a serial killer, essentially. This is something that is familiar to everybody out there. And for us, it felt like a perfect starting point to get the new players and our fans into this experience. That being said, our fans of our previous games are really, really important to us. And we want to keep on telling stories from the rich foundation that Remedy Connected Universe provides. So we get everybody in, and this experience is self-contained. The story is self-contained enough so that everybody can be excited about it and understand it. For the returning fans, there is a ton of lore, true exploration to be discovered, ton of threads that have started in Alan Wake and in Control that we'll pick up and take further. So it's a balancing act, but we care about the story and the world a lot. So we want to make it great for everybody. In Alan Wake 2, we have two playable characters. We have our title character, Alan Wake, the tortured writer, and we have a new Remedy hero character, FBI agent Saga Anderson. We have a lot of ambition when it comes to interactive storytelling, and we felt that with two characters on two separate journeys through two different worlds gives us a lot of tools for storytelling. A playable character brings in their own point of view, their persona, their backstory into it, which gives us a lot of opportunities for telling the story. And with the structure of these two narratives going side by side, and the player in control, controlling the pacing of this experience, the player can switch between Saga Anderson and Alan Wake through this experience as they choose. Follow the character, then switch to the other character, and get a slightly different perspective depending on how they play it through. This kind of richness and experimental nature of the experience is something that we felt crucial in telling this story and bringing this game experience to you. At the same time, Saga being a newcomer into the Remedy Connected Universe, into the lore, the supernatural horror lore of Alan Wake, she is a perfect point of view character to bring everybody into this experience, new players as well. Für welche Konsole war Alan Wake 1? We love PS2? pop culture. PS3? We feel that it's essential to find things to be excited about that inspire you. Oh, das ist süß geworden, der Tee. Oh. We purposefully want to draw inspiration from things that excite us. The original Alan Wake was very much inspired by the works of Stephen King and David Lynch, Twin Peaks, more than anything. In the sequel,
we are drawing from even a wider palette of inspirations. For sure, Stephen King is still there. And with the dreamlike nature of the dark place and different versions of reality side by side, we are even in some ways related to Stephen King knocking on the door of the Dark Tower. David Lynch very kindly came back to Twin Peaks in between and made the third season, which is part of the inspirations here. But that said, like with the FBI agents investigating, we are drawing from crime films as well. Silence of the Lambs, for sure. Hannibal, Fargo, Coen Brothers with the quirky small town setting, for sure on top of Twin Peaks, being a part of this. And horror. This is a survival horror experience. There is a lot of psychological horror in there, even folk horror with the small town setting. Ich würde so gern mehr Survival Horror spielen, aber für mich ist eher so Dying Horror, weil ich immer nur sterben würde. Witch, even The Lighthouse, Robert Eggers material, like for the quirky craziness that goes on in this experience. Then for sure, in the dark place. The dark place being this nightmare dimension, dream reality that keeps drawing from Alan Wake's mind. He's trapped there, and he comes from New York City, and for years he was writing crime fiction set in New York City. So this kind of urban, nightmarish, crime-ridden setting, things like Seven, things like even Taxi Driver for certain visuals with neon signs and wet asphalt. And then the kind of the crazy dream-like nature of it. Alan Wake fan, Alan Wake can't quite remember what has happened, so he's unreliable narrator in some sense. So Fight Club for sure, Memento, the dream-like nature of Inception. Ist auf jeden Fall in seinem Element. I could keep on going. but a lot of different inspirations coming to play and drawing from that soup and creating our own thing out of all of that excitement. Ich glaube, wir haben gar keine Kappen, glaube ich. Das ist kein Ausdruck, Nina. Okay. Ich werde in deiner Gunst sinken, wenn ich sage, ich habe Alan Wake nie gespielt. Aber er hat halt nie besessen. Peggy ist wieder da. Dort mache ich es. War schwierig zu sagen bei den Trailern. Deo. Cap von Nina. Wenn der kein Escape ist, warum soll ich das überhaupt spielen? Luto. Nett. Fucking Nightmare Fuel. Welcome to Ludo. We're gonna be trapped inside our own house. Let's check out this demo, shall we? Uff. Very gorgeous home. Ist unfassbar schön. The house looks kind of nice from Sehr cooler Trailer, ja. With a piano playing. Sieht qualitativ sehr hochwertig aus. Wenn das Gameplay halt auch noch dem Trailer standhält, ne? Das ist immer die Frage. Sollst du in meiner Gunst sinken? Magst du den falschen Anime-Charakter? Entschuldigung. Ein kleines Licht der Charakter, der meinem Sanji das Herz bricht. Ich mag nicht den falschen Anime-Charakter. Ich mag den besten Anime-Charakter. PT-Vibes. Ja, zumindest in dem Gang, ne? Teilweise, ja. In dem Haus, ja. You don't like presents? Oh, the walls are kind of ugly. Everything's kind of ugly now. Okay.
Frisch eingezogen, das sieht halt so Lots aus. of like VCR cassette tapes around. Like what year is PT this? ist auch einfach so ein Mood geworden, ne? Do Einfach not eine stare at Moosbirne. him. Dämlicher Koch. I'm not gonna stare at anybody. Not in this kind of house where there's like big chains hanging everywhere. Casper the Friendly Ghost. Ich bin auch ein großer Vegeta-Fan. Jaws, no idea, no idea. Beetlejuice. Exorcist. Und das Beetlejuice. The Beetlejuice, Beetlejuice, No. Beetlejuice. Jumanji. When the kid turned into a monkey, that's Jumanji. Never ending story. E.T. Okay. Beetlejuice. Scream. Oh, das kann ich ja Okay, this kid likes new film. He likes movies. Titanic, there you go. Yeah, but the wrong type of movies for their age. There is no escape here. Seek help elsewhere. Help me. No. Help yourself. Passt ja. Ich habe das passende. Ich habe auch ein passendes Pendant hier liegen von vorhin. Als hätte ich es geahnt. Aber das da Help steht und ich help me. Ich habe mich totgelacht, ey. Alright, what's down this doorway? No one's Ich bin home. ein dämlicher Koch. Ich liebe Sanji. Oh, rude. Aber noch mehr liebe ich Sanji und Zoro zusammen. You wanna fight? Let's fight. 1v1. Sieht so gut aus. Please don't hurt me. Oh, Baumwolle. Boah, Spiele, wo man sich umdrehen muss. So 180-Grad-Wendungen in einem Horrorspiel. The fucking worst. Ich meine auch the best, aber... Beautiful. Bisexual Sanji Supremacy. Why I hate you is selfish. Your brother died hating you. He keeps looking at me. I trusted you. Ungrateful. Fat. Gross. Ich liebe Zoro und No Sanji one einfach wants to zusammen. play with you. I can Wie sie relate. sich gegenseitig hassen. Und 074522. füreinander sterben würden. Trotzdem. 074522. The Death. 610 074522. Kannst du das merken, Junge? 610 Aber nicht mehr als... 074522. Alright. Dafür habe ich ein Handy. Cool, ich hätte direkt weitergeguckt, also sehr spannend. Okay. Atmosphärisch. VR. Okay. Mal gespannt, wo uns VR irgendwann mal hinbringt. Das ist zu laut. Zu laut. Aber ich bin auch zu laut, eigentlich. Ich schrei schon wieder viel zu sehr. Joining us for dinner. I guess our host wants us to fend for ourselves. Great. Is there anything to drink? Spannend. Schade, ich habe leider kein VR. Aber es sieht sehr, sehr cool aus. Wenn es allerdings zu sehr Horror wird, VR wird, uff. Ja, ich meine, die müssen ja auch schon rauskommen, Nick, weil wie sollen sie sich sonst weiterentwickeln, ne? Wenn keine Spiele da rauskommen. Seems to know all about us. Oh, das ist nice. Yes, he himself seems to have vanished. Ned, how wonderful. Cool. Oh, who gives a damn? Will you look at that ghastly cake? The was? Seventh Guest? Cool. Soll ich dir meine ausleihen? Ach, ausleihen. Das hin und her schicken. Was ist, wenn da was kaputt geht? Aber es sah sehr cool aus. Also ich würde sofort spielen. Ach, das ist ein Remake. Oh, mir wird schlecht. Deswegen habe ich den Titel schon mal gehört.
Sieht amüsant aus. Hellseeker. Ah, auch VR. Nicht mein Ding, aber sah lustig aus. Ich würde halt kotzen, ne? So. Zu viele Dinge, die sich drehen. Ori. Ori. Können wir mal gerade ein bisschen leiser? Ori. Cats Cell, ne? So fühlt sich bestimmt meine Katze, wenn sie versucht und scheitert, Fliegen zu fangen. Killer Cat Game. Ich find's ganz geil eigentlich. Es hat ein... Es sieht halt echt cool aus. Es erinnert mich ein bisschen an Hellpie. Nur in noch mehr Blut und noch mehr Gemetzel und mit einer anderen Fortbewegungsart. Nicht mit dem Schleudern, sondern mit diesem, was ist das, Hoverboard? Oder was wir da haben? Intriguing. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich dachte erst, was für ein Bullshit, aber nach 10 Sekunden war ich nur so, wait, das sieht einfach aus wie eine Menge Spaß. Ach, mit G und nicht mit C. Nicht Gori, genau, Gori, weil wegen Gore wahrscheinlich. Also ich finde es eigentlich echt ansprechend. Wenn halt die, wenn die Bewegung halt stimmt, ne? Wenn es gut zu steuern, wenn die Steuerung stimmt, sagen wir es so. Wenn die Steuerung stimmt, sieht das einfach echt interessant aus. Cat and Slash, ich lieb's. Ja, warum nicht? Cat and Slash Cyberpunk, ja. Es kann sein, dass mir schlecht wird bei dem Spiel, wegen Motion Dingsbums, aber vielleicht auch nicht. Bei Hellpie wird mir auch nicht schlecht. Die Beschreibungen bringen es auf den Punkt. Ich höre, diese Katze schnetzelt sich durch, oder? Oder ist das Skaten Slash Cyberpunk von Steam schon? Wie war echt interessant. Also habe ich mir aufgeschrieben. Das soll schon was heißen. Doch geil aus. Ich bin kein Gore-Mensch oder so Splatter oder so, aber in so einem Game... Taking something that is, you know, on a base level, super something wholesome. Spiele als brutale Mörder-Meets auf einem todbringenden Hoverboard in Gori. Sehr gut, genau so. Referential kind of things that you would have seen as a kid, you know, and everyone has teddy bears, everyone has favorite unicorn toys and, you know, little Jack-in-the-Box things and this, that, and the other. But in the world of Gori, they have become mutated, they've become twisted, they've wiped out humanity. They've absolutely just devastated the planet. They did well. And our, you know, trio of reluctant heroes kind of find themselves having to slaughter their way across the planet, getting progressively more twisted and the kind of perverse nature of these creations as they go. Vielleicht was für nächstes Jahr, Oktober. Yeah, it's just a wonderful mix of just, you know, things that are familiar and
like twisted into absolute nightmare fuel in a really kind of twisted way. Please, by all means, go play Gory, go watch Gory. You can play the devil right now. We're actually running during Fearfest for you beautiful people. Okay, before we take it down random, some cool things verstehe ich, ja. But you can go Also play ich habe it schon mal right now, jemandem ein Autogramm besorgt. Gory, every wishlist slaughters like a Hatte einen dozen Business-Termin unicorns. mit ihm auf der The Gamescom. more that you Vielleicht haben wir wish da this, ja the more das you eine oder share andere this, the vor. more you share this interview with, the more that you share the Steam page with, all the Letztendlich musst trailers du, with, kannst du dich vielleicht the auch more anschreiben. chance we Das ist ein have ganz of lieber. getting all of these adorable army mutations under Ist der ein control. Vampir oder And you blind might oder live so? long enough to play the Hey, game warum? when it releases. I'm not going to announce the date because I'll get told off. Warum ein Vampir? Nur weil er schiefe Zähne hat? Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Gameplay. Oh ja, bitte. Let's go. Kannst du es auch ein bisschen zu niedlich schon fast, ne? Because I'm Aber freaking der epic. Okay. Cut Okay. ist I'm natürlich actually really dementsprechend excited for. Yes. I love Nur gerade seine games. Synchro-Jobs The angehört. aesthetic is also pretty cool. I like the. Gut, hören müssen wir ja nicht so viel. Wir wollen ja hauptsächlich gucken. Ja, von Marios finde ich sogar meine persönliche Lieblingsrolle von dem, was ich bisher von ihm gehört habe, ist die Hauptrolle in Steins Gate. Das ist einer der wenigen Animes, die ich tatsächlich mal, mal auf Deutsch geguckt habe, weil die deutsche Synchro unfassbar gut ist und wahnsinnig viel Witz gibt. Und es war eine der ersten Rollen von Marios und ich finde, die hat er mit Bravour gemeistert. Ansonsten spricht er auch zum Beispiel Katakuri in One Piece oder so oder Dio in Jojo. Habe ich aber nicht geguckt bisher, ich kenne nur Ausschnitte. Ne? Und viele andere Sachen natürlich auch. Hier Denver in Haus des Geldes und so. Aber ja, er spricht wahnsinnig viel. Und wahnsinnig gut. Und er ist ein ganz, ganz netter Typ. Actually combine things together. Zum Sliden, woran erinnert mich das? Ich sage jetzt nicht, bitte Tony Hawk's Pro Skater, das auch. Aber dieses Sliden, das hatte ich letztens erst in einem anderen Game. Es war nicht Hellpie. Oder? Doch, es war Hellpie. Doch, genau. Warum willst du so rot, Nini? Das ist halt schon ein schnieker Typ, ne? Das kann man ruhig schon mal so sagen, ne? Es war 1,5 Köpfe kürzer als ich, aber es macht den Mann ja nicht schlechter, ne? Ist halt schon eine coole Sau, das muss man so lassen. Ja. Aber wir haben natürlich eine rein geschäftliche Beziehung. Wenn ich schwul wäre, würde ich auf den stehen. Ja, wenn jemand sagt, und XY ist super nett, denke ich mir nur so, ja, was soll man denn auch sagen? Mega Voice Actor, aber boah, ist der Miesmuschel. Gut, das würde ich jetzt hier wahrscheinlich sowieso nicht sagen, weil es hier mein Firmenstream ist und allgemein sollte man sowas mit öffentlicher allgemein nicht unbedingt sagen. Aber ja gut, es gibt bestimmt unangenehme Leute. Oder ich würde dann vielleicht gar nichts zu der Person sagen. Ich wäre dann einfach nur so, ja, der ist okay. Aber wenn ich doch absichtlich betone, dass jemand sehr nett ist, dann aus Gründen. Ja. Die Person nicht so nett, würde ich vielleicht einfach sehr still sein dazu. Aber Miesmuschel ist auch schön. Bei Nina hat man echt schwere Konkurrenz. 2000er Zorro und Mario. Ja, auf, den verstehen die Leute nicht und ich will ihn nicht erklären müssen. Also der war halt nur so... Also es gab auch andere sehr gut aussehende Zorros auf der Konichi. Und letztendlich der Zorro aus der Netflix-Serie. Er ist okay. Aber cool, das Spiel gefällt mir. Der ist auch mega der Zorro. Ja. Ich sag dir. And unfortunately, this spectacular journey is starting to slowly draw to an end. I really do hope you've all had a great time just checking out all of the fantastic projects and different things being worked on by this great variety of teams. A big thank you to the developers for helping shape this year's Fearfest into the amazing experience it's ended up being. Hold on a second though, you thought the night was done? We've got 3 more tantalizing games to have the joy to
preview. The Devil's Game also far from done, so you better get prepared for the haunting climax to ensnare us all. And with that said, this will be the final time my appearance is in the show. I want to give a big thank you to FearFest for allowing me to host this year's show, and I hope everyone has had a wonderfully filled horror evening. Now let's go ahead and move over to the final segment of FearFest. This is gonna be good. Ich habe lange nicht so einen Spaß gehabt bei so einer Show. Einfach weil ich alle Horror-Trailer irgendwie cool fand. Ansonsten ist halt immer der Mischmasch aus, ne? So Mama. If someone knocks on your door, Der ist aber auch hübsch. Ja. Achso, meinst du jetzt den 8-Bit Ryan oder meinst du den Netflix Zorro? Angel? That would be nice. Was bin ich sehend? Oh my. Cool. Or is it the devil? Better think twice. I'm here for Eleanor. Interaktive Filme, sag ich nicht. Hey, I came, didn't I? As we've just met, I'm gonna ask you. Do I want to come with you, Josh? Es kommt mal drauf an, es gibt halt wahnsinnig unterschiedliche interaktive Movies. Ne? In the Tide Hotel. Cool. Spannend. Es gibt halt die, wo du unraveln musst, was passiert ist. Die finde ich wahnsinnig anstrengend. Sehr schlau gemacht, aber anstrengend, wie zum Beispiel Her Story und alles, was so danach kam. Da gibt es noch richtig krassen Kram. Is she a detective? Oh my god. Oh. Leslie. I'm afraid not. Die Oma! Die Oma war's! All I found in the debris was an address. Eleanor! Oh, wie schön, da hieß wir Eleanor. Das ist ein schöner Joke bei uns. Granny turned out to be... A murderous murderer. Granny, but now this guy's the private investigator for the redhead who got roofied by the plot twist Granny. Plot twist Granny. Oh. I'm here as a guest. Und? I'm here as a guest. Das muss auch anstrengend sein, alles aufzunehmen, ne? Für alle Eventualitäten. It's just that we've never had zu sehen, dass interaktive Movies immer noch herrlich kitsch sind, ja. Aber ich finde es geil, dass sie immer noch hergestellt werden. Das freut mich. Das ist ein eigenes Genre. Das darf nicht kaputt gehen. Das muss immer ein bisschen cringen. Red or gold? Which is why the balloon should be gold this term. But red is traditional. You said that already. But red is customary. Oh, and your favorite color, clearly. Don't make me choose. What do you think, Oh, das kann ich mir gut vorstellen in VR-Games. Man muss ja nicht viel machen, ne? They're just, I think you should stick with red. By any chance have either of you seen... Well, if you're both stuck in the past, perhaps I should leave you all behind. Nee, niemals rote Ballons. Rote Ballons kommen frisch aus Pennywise Schublade. Das geht nicht. Is everyone else getting the the Alice in Wonderland vibes? Everyone's so peculiar. It's always hard. Rote Ballons kommen aus Horror-Games. A pageant, let's say, but... Ich will jetzt nichts hören dazu, dass das wie ein Horror-Game ist, ja? To get it back. Am I right? I'd do anything. Then maybe you're the one I've been looking for. Oh yeah. Pick the bunny mask. It's so cute. Okay, it's good to have an ally in this funky place, but I don't know if I can trust her still. Ich würde da gar keinem vertrauen erstmal. You're here to see me, no doubt? Yes. I'm Jordan Hemlock. Oh. I've created a petition for the Grand Elect to change the terminology. Okay. Ich finde solche Games einfach richtig cool. Oh wait. I'm a little bit worried that they're going to be doing like blood sacrifices Wir müssen or das something spielen. next. Die heißt So, Eleanor. anyway, that was the Tide Hotel. Eleanor ist nicht umsonst noch auf meiner Liste, dass ich einen Sound dazu machen muss. Mit Eleanor. Die Angestellten wollen mal wieder nicht hören. Eleanor.
So ist aus Black Mirror. I had the most unser Joke. vivid dream. Okay, spannende Grafik. Would you describe this dream to me? I can feel my body as if I were awake. Sleep paralysis? I can see my fingers casting shadows. I can smell the damp and moldy air. I could see and feel all the little details a dream should blur. Details? That dream. Take a deep breath. Would it help you to focus if you closed your eyes? Yeah, I can try. And now, please, tell me more about your dream. After Dream. Cooler Style. Notiere ich mir. After Dream. And now let me take you to the dreamland. But I guess it may not be a der hat ja schon wieder ein neues T-Shirt an. Wie oft hat er sich umgezogen? An wie vielen verschiedenen Tagen wurden diese Interviews geführt? I'm happy I can welcome in my er hat auch nicht mehr versucht, es einfach so klingen zu lassen oder aussehen zu lassen, als wäre es alles in einem Tag passiert, ne? Hi Jesse, how are you? Hi Lucas, I'm fine. How are you? I'm super excited to speak with you about your game because, like I said, your game is about dreaming, and the world of dreams is a very thankful setting for game developers, especially horror developers. Irgendwie gibt mir das Game so ein bisschen the narrative tool. And I want to ask you, a man who's making the game about dreaming, schwitzt vielleicht viel und zieht alle 15 Minuten was Neues an. Such a great theme Pixel exist, do not take my money. Ja, also das hat mich dann noch am wenigsten von den Pixel Games interessiert. Aber es ist nicht wegen des Pixels, sondern my game somewhat abstract. Das ist nicht so meine Pixelart eigentlich. Sondern es hat auch mehr damit zu tun, dass ich relativ wenig Horror spiele und solche Spiele hier, die jagen mir einfach weniger Angst ein, als wenn ich in 3D irgendwie durch so ein PT-Haus laufen muss und von allen Seiten irgendwas kommen kann. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe in so Pixel-Games habe ich halt alles im Blick. Meistens ist es ja auch 2D. No? Weniger mehr cartoony. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, ich glaube, die 2D-Sache macht auch einen großen Unterschied. Und das sind halt Pixel-Games meistens, weil alles andere ist Minecraft, I guess. Eine Aussage, die habe ich nicht getätigt, ey. By the way, I like the cap. Dankeschön. Ich habe auf der Gamescom einen Typen gesehen mit der Cap und ich war ganz kurz davor zu sagen, hey, die Cap habe ich auch, aber ich wollte nicht, dass er sich dann irgendwie in seiner Männlichkeit untergraben fühlt, deswegen habe ich es gelassen. Weil nicht ein Mädchen noch die Kappe hat. Das geht ja nicht für manche. You want to know how you can escape from this place. But you can't. Any more than you can escape yourself and the pain you carry. It fills you up like a sickness, a disease that you pass on to everyone you meet, everyone you love, even your children. Sehr gut aus, ja. Because no matter how hard, how fast, how far you run, your past will catch up with you. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr so einen Müll schreibt. Oh. Wie ich es einfach nicht gecheckt habe. Wie ich es einfach nicht gecheckt habe. Krass. Oh, bin ich dumm. Ich wollte erst sagen, von wegen, da ist ja Fatty McFat und so, oder? So wie bei Erik.
cool Krass. gaming series, horror gaming series about Ja, Foggy Silent Town. Hill. People liked it. We had weird Krass. characters, weird stories. Ich meine, es war angekündigt, dass was kommt, aber ich hab's schon wieder vergessen we gehabt. remember Silent Hill. It was and is one of the best gaming series of all time, and it's back. Konami announced a few great-looking titles like Silent Hill F, Silent Hill 2 Remake, and one unique, mysterious project called Silent Hill Ascension. And I'm happy I can get to the source of it and talk Deswegen sah das auch so Stefan, gut aus, man ey. behind Silent Hill Ascension. Hi Stefan, how are you? Good, how you doing, Lucas? When I first saw Silent Hill Ascension, I was like, what the hell is that? Und ja, In a positive way, sie of hat course. jetzt schon So, Mandarinen, warum sollte ich if I keine could Mandarinen ask haben? you what it is, habe like, in we jedem know Stream that it's Mandarinen. not a game, strictly game, it's something much more. So I'm curious, how are you going to experience your stories in Silent Hill Ascension? Absolutely. Silent Hill Ich habe auch noch ein Ascension bisschen is was, an wenn ihr was interactive wollt. streaming series in which the entire audience Krieg gar nicht auf. collectively will be making the decisions that Was appear Salziges. in the story. So we will Was zu have cinematics that tell you story, kind of building on the heritage of Bandersnatch from Netflix or the Telltale games. As a group, the entire audience will come together and participate in the decisions that are going on in the story. And that will Bei mir gibt's einfach change dieses Jahr das the ganze Jahr narrative Mandarinen as we zu go on kaufen. day by day. So every day, there'll be decisions Weiß to auch make nicht warum. that audiences all around the world can participate in. Die schmecken sogar aktuell And gar that nicht so changes scheiße. the story. So the other thing that is unique about what we're doing Ich wette is einfach, ohne Scheiß, once a ich wette, decision in den is letzten made Jahren by the entire habe ich audience, immer it so locks viel in an Mandarinen bei experience. Lidl gekauft, Everyone sees it, everyone dass sie sich experiences irgendwann it. gedacht haben, So you gotta be hey, there to offensichtlich gibt es einen participate in those Demand an decisions, 'cause you Mandarinen. can't go back and try Lass uns again. jetzt auch im Sommer You can't log on Mandarinen to a different anbieten. server Und ich and bin have doch bestimmt die different Einzige, die im experience. Sommer The Mandarinen entire kauft. audience is seeing the same story, participating in the same decisions. Die haben die 100 Pro nur and für those mich, ey. outcomes are the canon result Übrigens, wie viel ich esse, for this, meistens habe ich Ascension story for the Silent Hill 3 universe bis 4 forever. Mandarinen So pro you Stream. participate, you make Aber ich habe halt those auch keinen Mittag changes gegessen. together, Ne? and Ich then you sitze see hier, what happens. Oh, I ich habe see. So nur you so einen cannot, kleinen Salat like in a gegessen. video game, you cannot Ja, du bist play dafür a game, verantwortlich. load game if you don't like the outcome. No, it's, Wissen wir wow, nicht. it's heavy, Wissen but wir it's, nicht. Interesting. Yeah, you got to participate. You got to get other audience members to rally behind your choices through Prove me our wrong. social systems, right? Like, oh no, choose choice A, don't choose choice B. Choice B is terrible. No, team A. And nämlich. that's the fun of it. Is Mandarinen sind geil, getting immer. the whole audience together Du hungerst in also. a shared experience to debate Ich kann and ja im Stream halt schlecht participate in essen. Ich these sitze ja schon decisions seit and 7 then Uhr. experience the outcomes and all of the heart-wrenching and hand-wringing results that are going to flow from the Das Gute decisions ist halt auch, die haben halt so that viel Saft, you all make together. dass ich Silent ne, Hill auch is a big Flüssigkeit brand, dafür, and dadurch I'm kriege und so. curious if Ich trinke it mal was zu a wenig. challenge for you to, work with it, or Aber ich habe auch maybe this Erdbeeren brand heute. is so cool that it was easy job to do. The challenge of working with the Oh, Mund Silent Hill auf. brand, and it's a good challenge, is there's a long history of really cool and interesting Nom, 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 games nom. and films and so Ja, wenn ihr on. nicht wollt. And to come up with something that honors that heritage, that carries forward the pillars that make Silent Hill such a great Ich wollte franchise. doch, the Entschuldigung, ja, things dann that nochmal people Versuch. really latch onto emotionally and viscerally in the Silent Hill experiences, but also do something new. Ja, And we feel that we've done Kinders. that. Also, In terms of working with wenn ihr nicht wollt, wollt ihr halt Konami, nicht. they're amazing. We love working with Konami. So that's been great. Die letzte, ne? So the real challenge was to come up with something that we think that a broad sector of the fans are going to enjoy, and that is also going to bring in new fans. Habe ihr den And Finger we gewissen, aber sie believe zockt nicht. that we've come up with a story and an experience that's going to do that. Das So war we're lecker. very excited. So Silent Hill Ascension is a really unique installment in the Silent Hill Na, ihr franchise. Süßen. It's the first time that the whole Silent Hill audience will be able to come together as a group and make narrative decisions. Ich hab so einen debate them Zucker-Overload, ne? amongst each other, participate in the decisions, and then the story locks in, and the audience collectively are creating the canon for the Silent Hill franchise. It's not a Übrigens, ich hungere nicht. Ich habe single-player, viel zu viel gegessen your heute. unique experience, but the whole audience together is building the canonical Silent Hill Ascension story together by participating in these decisions, and that's pretty cool. We're very excited to bring something like that Das ist doch to schon the ziemlich Silent Hill nice. fanbase. Oh. Schon schick, ne? Schon schick, das Game. Ich habe viel zu viel gegessen heute.
Weil ich auch schon so lange wach bin. Heute Morgen war ich schon beim Tierarzt, ey. Och. Den Sticker hast du auch. Ja, den habe ich aber jetzt in meiner meinem Stickerkörbchen. Da komme ich jetzt gerade nicht dran. Alle Sticker kommen in mein Stickerkörbchen und dort leben sie so lange wie ich. Weil ich Sticker so gut wie nie aufklebe. Sammel die da. Boah, hab ich jetzt nicht drauf geachtet, Nick. Steine und Blasen. Mhm. Patterfix. Ja, was macht Flecken? Ich spiele keine Spiele, wo Hunde explodieren. Hallo? An ein Brett. Okay, das ist eine coole Idee. Weil Patterfix ist auch mal so ein bisschen ölig und wenn das so Tapete oder so ist, dann hinterlässt das Spuren. Leider. Hör auf, Hunde zu... Okay, das ist kein Hund, das ist kein Hund. Okay, der war aber noch nicht fertig gerendert. I've got nowhere to go back to, Herman. Over and out. Tschernobyl? Warum heißt das Tschernobyl? Heißt das nicht Tschernobyl? Da heißt das in einer anderen Sprache Tschernobyl. In the history of humanity, no matter how dark, bloody or violent times we live in, we always had art. I mean, no matter what's going on, we always had books, music, movies, and artists ready to work on their creation, no matter how bad the world is. Wir gucken gerade noch das Ende vom Vierfest Black Summer. Ausnahmsweise mal. Developers. I'm honored to introduce 3 such game creators, da explodieren Hunde. A brave team working on the upcoming game called Stalker 2: Heart of Chernobyl. Nicht meine Art von Game, aber sah sehr gut aus. Anoshka, lead level artist. Hi, Dmitry. Serafim Onischenko, narrative designer. Hello. And Bogdan Bortakov, game designer. Hey. Before we will start, I need to stress one thing. I played the first installment in the Stalker series when I was a teenager. Enthusiastisch, the whole original trilogy had a huge impact on me. Talking to the developers responsible for the next installment in this series, it's something amazing. So thank you very much for your time. So let's begin. How does this installment, Stalker 2, build upon the legacy of the previous Stalker games? Will fans of the original trilogy find in Stalker 2 a lot of references to the previous titles, and generally, will they feel at home? Stalker 2 is a huge, seamless open world consisting of many regions. Every region has its own characteristic, architecture, inhabitants, anomalies, and even nature. And for many of these regions, the real life Chernobyl exclusion zone Metro. And so Retro kann ich nicht. Location from the warte immer noch auf das Gothic Remake und 2 wegen Deponia, aber hey, scheinbar kommt das ja heute nicht. Willst du unbedingt auf die Fresse haben, oder? Time has passed. And some ist doch beides nicht Horror. Kann ich beschreiben. Ist okay, ich kann nicht mehr reden. Have been taken over by artifactions. Oh, ein bisschen leiser. Immer so frei und dreht darüber. Ha! Habt ihr jetzt davon? Vielleicht gibt es später einen Mod, der à la German Censorship die Hunde zum Monsterrad nennt. Das fände ich schön. Oh ja, hinter alle 8. Wenn das jetzt nicht so grauenvoll wäre, oder wenn die aus Zucker wären, dann würde ich jetzt einfach die Flasche nehmen und dann so zack und dann so. Warum neu? Das ist doch so, habe ich nicht auf der Gamescom gesagt, dass ich noch meine absolute Säuferstimme hatte? Dass ich einfach so die Flasche kaputt, dann steppe ich euch alle. Aber ich klinge jetzt nicht mehr so ganz so nach der rauchenden Säuferin, die ich auch nicht war, ja? Also ich klang halt nur so. Die Stimme war halt ein bisschen angeschlagen. Sexy Säuferstimme.
Ach, du nimmst mich auch mit der Säuferstimme, das weiß ich. Ninas andere Seite. Ninas Gamescom-Seite. 3 Schachteln Zigaretten und 5 Flaschen Rum. Also, we've analyzed player feedback from the original trilogy and we'd like to address wer raucht und trinkt denn bitte auf der Gamescom? Wo kommen wir denn dahin? Also, our primary goal here with the shooting was to enhance the shooting experience by improving handling, you know, sound effects, animations, hit feedback, and also we embrace the change in difficulty settings, the known and existing tropes of it with das ist halt echt eine geile Grafik, ne? Like overall number of the enemies in combat situations. Aber das Wort Tschernobyl, das macht mich irgendwie fertig. Das ist das eine Wortneuschöpfung? Nina ist doch noch gar nicht volljährig. Oh Gott, doch. Ah, ja, bitte. Oh. Stell mich bitte nicht als Minderjährige hin. Dafür bin ich bin einfach doppelt volljährig fast. Weiß, ich bin alt. Das ist okay. Stehst halt auf alte Frauen, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Tschernobyl. Es gibt nicht Tschernobyl. Warum haben sie dann was genommen, was nur einen Buchstaben anders hat? Es gibt Tschernobyl. Ach, es gibt beides. Ah. Okay. Chernobyl or Chernobyl is a partially abandoned city in the Chernobyl exclusion zone. Oh. Ich habe es dann auch erst weil Google verbessert mich, wenn ich Tschernobyl eingebe, deswegen dachte ich, es gibt's doch nicht, aber doch. Spannend. Wieder was gelernt. Willkommen bei Ninas, wie heißt das? Es ist zu spät, ich kann nicht mehr denken. Bildungsstream, so heißt das. Tschernobyl ist wohl die ukrainische Schreibweise, anscheinend. Gerade gesagt, ich stehe auf alte Frauen. Ich sag nur die Wahrheit. Klingt komisch. Ist aber so. Löwenzahn. Bildungsauftrag auf Twitch erfüllt, ja. Ohne Scheiß, ich finde das immer schön, was Neues dazu zu lernen. Ich finde das toll. Woher weißt du das? Let's just say that our world is probably more alive than ever. Yes, let's say something for players to discover themselves when playing the game. And, Junge, kannst du aufhören, dein eigenes Spiel zu spoilern? Ist auch schön. Ja, lass uns den Spielern auch irgendwas lassen, was sie selbst entdecken können. Ist auch schön. Ach, nice. Can we expect the same from StarCraft 2? Genau, was spielen wir denn morgen drüben? Jetzt habe ich ja ewig nicht gestreamt. Das letzte, was wir gemacht haben, war der Monkey Island Marathon. Was streamen wir denn mal morgen drüben? Ich glaube, ich kriege nicht rechtzeitig die Schlömpel zusammen, um das Sea of Thieves Update zu spielen. Gothic 1. Rede. Ich kaufe dir das auch, ja, glaube ich sofort. Nee, lass mal, ist okay. Das dauert auch viel zu lang, das Game. Auch wenn es bestimmt gut ist. Eine Idee, oh je. Euch beiden habe ich Angst vor dem, was kommt. Alan Wake. Dauert aber auch so lang. Halt auf jeden Fall wieder eine Ab-Indie-Ecke machen, vielleicht mit den Spielen von der Gamescom. SOS-Nadel verlegt, war nähen, jetzt in Gefahr. Warum jetzt in Gefahr? Achso. Irgendwo ist die Nadel. Oh nein, das kenne ich, das Gefühl. Muss ihnen auch Respekt zollen, weil eigentlich würden die jetzt für ihr Land kämpfen, wenn sie daheim wären und nicht im Ausland Spiele programmieren. Kommen die hier aus der Ukraine?
Aber inwiefern Respekt zollen? Also ja, natürlich. Aber ist ja gut, dass sie nicht kämpfen müssen, ne? Also finde ich in Ordnung. Hauptsache, sie sind sicher, ne? Das sollte ja an erster Stelle stehen. Ob die jetzt Spiele programmieren oder nicht. Ich hoffe, du findest die Nadel. Das ist nichts Ätzendes, als wenn man sich denkt, ich schmeiß mich jetzt dahin und dann wurde man, oder ist man dann so, weiß nicht, tot oder so. Passiert mir halt regelmäßig. Als Cosplayerin. Vielleicht indem die ukrainische, aber unübliche Schreibweise von Chernobyl nehmen, glaube ich. Ach so. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn es beides gibt. Ja. Ich kannte das noch nicht. Studio wurde in Kiew gegründet und sitzt jetzt in Prag, laut letzten Infos. Klar, ist sicher nicht einfach für die... Nee, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Aber ob das das letzte Game für heute war? Könnte gut sein. Weil ist ja auch noch so ein Banger, ne? Ich glaube, Stalker 2 ist etwas, worauf viele gewartet und sich gefreut haben wahrscheinlich. Ich kenne den ersten Teil jetzt auch nur vom Hören sagen, aber... Können wir übrigens auch mal darüber reden, wie gut die alle Englisch sprechen. Also nicht nur jetzt die drei, sondern alle. Wir hatten nicht irgendwie diesen einen random Franzosen, der sich weigert, Englisch zu sprechen oder so. Wir hatten nur Leute, die wirklich fließend Englisch gesprochen haben. Und das finde ich schon sehr respektabel. Nur weil du Spiele machst, musst du nicht fließend Englisch können. Deswegen spreche ich auch so Englisch. Das werden wir irgendwann mal prüfen, Strese. Wenigstens, wenn ich in Köln wohne. True, jede und jeder, der... Ja. Übrigens, falls ihr in Köln wohnt und ihr wollt da vielleicht nicht mehr wohnen und ihr habt so eine 3-Zimmer-Wohnung frei oder so, sagt Bescheid. Mist, die meint das ernst. Ja. Reichen dir auch 10 Kölsch? Wenn es Bier sein muss, dann brauchst du 20 Kölsch. Oder noch mehr. Bin Sonntag schon wieder in Köln. Bist du der Kölsch-Fan? War ich auch nicht, man gewöhnt sich dran. Aber manche natürlich eher, manche weniger. Ich bin eh nicht so der Biertrinker, deswegen ist mir Kölsch so ganz lieb. Ist halt einfach nur so ein günstiges Brackewasser, das kann man gut trinken. Man gewöhnt sich dran. Aber ich trinke lieber einen Gin Tonic. Aber ich kann es ja auch nicht mit Gin Tonic zukippen. Bist du sehr schnell betrunken und sehr schnell arm. Ist auch sehr teuer. Ja. Übrigens, hat irgendwer Bock, nächste Woche Samstag mit zu den Gaming Days zu kommen? In Düsseldorf? The more the merrier. Ist wieder am Zack. War da vor 2 Jahren mal eingeladen. Letztes Jahr war ich da, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, ob es stattgefunden hat. Ich hatte lange keinen Gin Tonic mehr. Komm rum, ich mach dir einen. Dann guckt mir so, weg ist er. Das ist Gaming Day, genau. Gaming Days sind 2 Tage, das sind so Panels und... Ach, musst du mal selber googeln. Tatsächlich habe ich jetzt keinen Link parat. Einfach Gaming Days Düsseldorf. Das ist so ein kleines Event. Ist nicht groß. Aber zum Quatschen finde ich super nett. Eine Einladung. Gar nicht, woher du kommst, gut. Die musst du hier natürlich auch nicht schreiben, ne? Ich kann mir nicht merken, wo Leute wohnen. Egal, wie oft ich euch frage, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich weiß, wo ich wohne. Und selbst da bin ich mir manchmal nicht sicher. Ich bin nämlich legit. Du bist in Barbie. Ja, alles gut. Alter, etwas weit weg von dir. Tja. Soll ich sagen, ich habe legit einfach, glaube ich, von Montag auf Dienstag bin ich irgendwann morgens wach geworden und ich dachte, ich liege in einem Hotelzimmer. So weit ist es schon.
So 8 Tage Köln und 4 Tage Wiesbaden, und kommst nach Hause und du hast das Gefühl, du bist gar nicht zu Hause. Du träumst nur noch von Hotels. Deswegen solltest du doch hoch zu Daedalic ziehen. Wird nicht passieren. Ich ziehe eher runter nach Köln. Nach Wien zu Comic-Con oder zu Game City. Ich komme zu Zürich Popcorn. Gilt das auch? Köln ist okay. Okay. Köln ist gut. Köln ist ein Rattenloch, aber ich möchte trotzdem hin. Alle meine Freunde wohnen in einem Rattenloch. Nee. Irgendwann komme ich auch mal nach Wien. Ich habe da auch nette Community-Menschen. Ich muss die mal besuchen. Dann geht's ab ins Lost Level oder die Tankstelle. Tankstelle ist mir neu, aber Lost ist natürlich Homebase, ne? In 22, I know that several of our colleagues had to leave their homes long before this year, but now the war is growing, it's threatening to consume even the safest places in this country. Okay, der ist jetzt zum Beispiel nervös, aber er kann trotzdem gut Englisch, ne? Das ist krass. In der gleichen Straße neben dem Black Sheep. Ich kenne mich da gar nicht so aus tatsächlich. Noch nicht. Morgen früh 8. Klasse in Elektrizität. Einfach, obwohl er bisschen Luftballon an deinen Haaren reiben und dann irgendeinen Schüler anfassen. Putz! Schlaf gut und danke dir nochmal, Strese. Ich mache auch nicht mehr lang, weil es ist spät und ich muss morgen auch arbeiten. Portlerk, ach, alles gut. Dank dir. Küsse gehen raus. Küss deine bessere Hälfte. Von mir. Das mit den Ballons hatten wir schon. Morgen ist Strom dran. Jetzt ein Drink. Da würde ich mir gleich gerne machen, aber ich brauche eher was zu essen. Was kein Obst ist. Both in our EU office, in Prague office, all across Ukraine, and even those who took up arms to defend our country, that sometimes keeps us going. Because, you know, we often start our days with horrible news, like those you would never expect. So something that was never supposed to happen has happened, and it's just this morning. And it's yet another day that you have to leave. Also, we spend a lot of our nights listening to the sounds of sirens and sometimes even explosions. I don't want to say that it's a daily occurrence here, but in fact, yeah, it does happen quite a lot of nights here. Still, it's essential that our team works as a whole. We support each other and we overcome all the challenges and threats as we proceed. So, like, for instance, in Ukraine, each and every member of our team is, has to leave for the shelter once an area raid is issued in the region. Wir sind doch noch in der Ukraine? Also, you know, with all the chaos that Russia has brought to us, we now have an additional motivation. You know, we want to create the best game to share with the world. That's our motto, I'd say here, because we want to create a true Ukrainian game from Ukrainian developers about the Ukrainian Chernobyl exclusion zone. Despite the relocation of a part of our team, despite the countless shellings and horrible events, we persist. We persist for our friends, for colleagues, for everyone who took up arms and protects the country, and in part for those, you know, future generations that will be able to play the game long after we win this war. That's what keeps us going. Guys, thank you very much starke Worte. For your time. Sehr starke Worte. And I admire your work, I admire your brave, and all I can say is that we are all waiting for Stalker 2. Please stay safe and provide us the best Stalker experience ever. And Slava Ukraini. Heroin Slava. Heroin Slava. Thank you. Thank you, Lukas. Thank you. No, mein Herz. Das geht einem richtig nah, wenn man so von Leuten halt wirklich hört. Ne? Das macht halt schon einen Unterschied.
Das ist halt schon krass. Previously on the Devil's Nein! Game. Nein! Ich dachte, es wäre vorbei. Computer game. I'll show you, you stupid buffons. Ich möchte das nicht mehr. Warum kommt das nochmal? Ach, Kinders. Also es ist irgendwie eher so eine Zusammenfassung gerade, aber danach kommt es auch weiter, ne? It's gonna be amazing. Yes, that's a touchbar. What was that? Pathetic. Guys, it's my fault. It's always me. Get your fucking self together! We have a game to make! Es gibt diese langen Momente manchmal, ne? Wo man einfach nur die Raufasertapete anstarren möchte und sich denkt, ja, das ist definitiv das, was ich gerade ausgewählt habe zu gucken. Weil die alle eigentlich gut spielen, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht. Find nur ich das so cringe? Nein, weiß ich nicht. Nick findet es auch cringe. Aber finden andere Zuschauer das auch cringe? Oder sind wir einfach nur unlustig? I don't know. It worked out. We delivered what he asked for, but I don't know if game dev is for me. I started seriously thinking about crab fishing in Alaska. It is called a crunch, not a family. Der mit seinem Sauerkraut, ne? I become a bit more tender and I rediscovered myself. Frag mich, wie die Schauspieler das selber sehen. Ja. Wie gesagt, es ist ja nicht schlecht geschauspielert. Es ist nur irgendwie zu viel für das, was es hier sein soll, weißt du? Die haben jetzt gecrunched und so. Have you changed in the process? Not even fucking once. Es ist auch eigentlich nicht schlecht gemacht, aber ich finde es irgendwie grauenvoll. Es tut mir auch leid. Es versucht es zu sehr, weißt du? You got organized and decided to stage a bloody coup after checking our financial liquidity. What? No. Should we? No. Why? Will our company collapse? Where did you get that idea? From you. Oh, well, it's nothing new here. Calm down. Bitte, bitte aufhören, laut zu kauen. Dankeschön. We have to. Macht sich doch schlimmer, als es eh schon ist mit eurem scheiß Sauerkraut. Ich hab doch Sauerkraut im Schrank, ne? Ich werde mich weigern, das gleich zu essen. Ist doch Sauerkraut, oder? Oh wait, my lucky bunny. Thank you. So viele Fragen, aber ich will die Antworten gar nicht hören. So, what is this? Your game, boss. My game. It's beautiful. It's the most beautiful thing I have ever seen in my hellishly long life. Gibt das nicht irgendwie so ein bisschen den falschen Vibe, dass wenn man genug cruncht, dass man dann doch noch ein gutes Ergebnis kriegt? Wiederum habe ich in den letzten Folgen hier auch nicht zugehört. Thank you, God. Here you are. Oh yes. Oh yes. It's beautiful. It's awful. So what is he saying? Who cares? He's happy. Yes, I'm happy. Your guys are great. Your guys are amazing. I thought you are only cheap workers who do anything to make stained dreams come true. Na gut, aber Gaming-Branche cruncht halt konsequent weiter. Ja, schon. And my vision, of course. Ich meine, es soll eine Satire drauf sein, denke ich mal, ne? I hate to say it, and it actually makes me want to puke a bit, but
I guess without you, we wouldn't have achieved this, boss. Oh, dieses wilde Rumgeklicke, ne? Oh. But I have one little question. Yes? What about the multiplayer? The game was a huge success. It was more than scary. It was simply terrible. It went around the world faster than that baseless rumor about me liking little puppies and anime. And it hit harder than the 7 plagues of Egypt. The game was in every home, and everyone was playing it. I knew I had captured the minds of thousands, millions. The hearts of everyone who played the game momentarily beat faster. And of course, in a dark rhythm of cruelty and evil. At least that's how it seems to me. Because that was the plan. Jetzt muss ich noch mal kurz was Hallo sagen. Es gibt eine interessante Meinung zum Thema Crunchen von einem YouTuber, der auch Entwickler ist. Würde den Kanal schicken, wenn du dich damit mal beschäftigen magst, auch als React bei Ski eventuell. Ja, gerne. Schick mir gerne mal bei Discord oder so. Oder WhatsApp oder whatever. Sehr gerne. Warum nicht? I really did it. I mean, we did it. Yes, we did it all together. Yes. Yes. But the game is one thing. Letzte Folge geht ja sogar hier noch. I learned during its development. Ach, schon schlimmer. I met great people and helped them become a truly close-knit team. I've bonded with everyone with ties more lasting than blood ties. And I'm not talking about kilographs here. Oh, I'm very happy that you are Jetzt here geht's with wieder me. back up, ne? You will immortalize the moment of my triumph! Yes? We are here now at the very scary Game Awards Gala! And knock on wood, I hope to win it at least few categories. Knock on wood. Knock on wood. But do you know where is my team? Where is my beautiful team? They should be here with me. Anyway, what will be Ich stelle mich auf jeden Fall nie wieder über die Qualität von unseren Schnöppel-Videos, das ist klar. Of something that will redefine the concept of horror. We are prototyping a Bill Cosby simulator. Bill Cosby Simulator? Okay, we are going here. Nicht sicher, ob das gut gealtert ist dann. Wie lange geht das noch? Ich weiß es nicht. Und das jetzt von euren welche Videos? Ja, ich schick dir das. I guess. Hello! It's tomorrow, stupid! Tomorrow! Yes. So, I'm going to wait here till tomorrow. Yes. Hello. Hello, everyone. Yes. Wir haben voll ein paar Abonnenten verloren. Frech. Ja gut, wir haben auch ewig nichts hochgeladen. Das ist okay. Trotzdem Kudos an die Schauspieler hiervon. Muss man auch erstmal sich trauen und machen. Girl with ice cream. Ach ja. Doesn't matter what you create if you have no fun. True. Fehlt ein Apostroph. War das jetzt Satire über das Dev-Leben oder sollte dahinter ein Game stehen? Ich glaube, es ist eine Satire über das Dev-Leben und Crunchen. Und ich glaube, ich hätte es sogar lustig gefunden, wenn es nicht so krass over the top gewesen wäre. Ich glaube, es war mir zu albern dafür. Wäre es eher so Office-Stromberg-mäßig gewesen oder so, hätte ich es cooler gefunden. So ist nie das Leben. Also, ich bin ja nicht so ein Dev.
ich habe ja mein Dev-Dasein. Ich bin ja zum Beispiel kein Entwickler, also kein Programmierer. Ich habe bisher nicht viel gemacht, außer ein bisschen Input zu geben in Worldbuilding und Demos testen und ein bisschen Texte zu korrigieren. Also das ist noch sehr übersichtlich. Also ich crunche Gott sei Dank nicht bisher. Who knows? So, das sind nochmal alle Spiele. Ganz schnell mitschreiben jetzt. Aber zügig. Ich hoffe, ihr kriegt sie auch alle mit. REVEIL von uns. Sehr gutes Game. Wirklich sehr gutes Game. Ich freue mich schon maximal drauf. Alle mitschreiben? Das kommt morgen im Test dran, ja. Das ist Klausurelefant. EDGE of Sanity, auch von uns. Vlad Circus, ja. War das erste Game, was ich mir, glaube ich, aufgeschrieben habe, was ich unbedingt spielen wollte. Ja. Ja, habt ihr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Nice. Oh, ich bin so ein bisschen platt. Ich bin schon seit 9 Uhr auf. Kinders, was esse ich denn jetzt? Ich habe gar keine TK-Pizza mehr. Ich muss aktiv irgendwas kochen. Vielleicht wären es auch Nudeln. Aber dann wird das nichts mit dem abnehmen. Uff. Ich freue mich total. Nicht, dass Streh so vorhin rübergekommen ist, sondern dass auch so viele geblieben sind. Ich meine, so Trailer gucken ist natürlich auch mal spannend, ne? Kann ich nachvollziehen. Faule Socke. Faule Socke? Faule Socke? Ey, es ist 1:30 gleich. Irgendwie, ne? So. Ich werde ja morgen auch schon mitten in der Nacht erst was essen, weil wegen Stream und so. Ernähre ich mich wieder den halben Tag nur von Mandarinen. Und dann heißt es wieder, du isst nichts. Und wenn ich dann was essen will und mitten in der Nacht kochen muss, heißt es faule Socke. Gemein. Gemein. So, dann mache ich doch mal hier die Bildschirmaufnahme fertig. Ende Gelände. Musik kann ja gerne noch ein bisschen dudeln. Jetzt beginnt das Leben erst. Nun geht's weiter in Baldur's Gate 3. Ja, nice. Sanji wäre die Uhrzeit egal. Ich hätte auch sehr gerne einen Sanji, der mir jetzt einfach was richtig Nices zaubert. Aber ich habe keinen Sanji. Und ich hatte auch noch nie einen Sanji. Und ich werde wahrscheinlich niemals einen Sanji haben. Und das ist in Ordnung. Ich könnte auch einfach 2 Brötchen aufbacken, oder? Das geht schneller. Ich muss nichts dreckig machen in der Küche. Und satt macht es trotzdem. Mal gucken. Mal schauen. Aber mich freut es, dass ihr alle noch da geblieben seid. Und wir sehen uns morgen wieder drüben bei mir auf dem Kanal. Ich werde relativ spontan im Laufe des morgigen Tages entscheiden, was wir dort spielen werden. Das steht für mich noch nicht fest. Lieg da. Du machst den Gin und ich koche. Gut, und bei mir geht's auch zu Baldur's Gate. Oh, ihr habt Baldur's Gate 3 pausiert, um das jetzt zu gucken? Das ist ja schon eine richtige Ehre. Mega nice. Ja, cool. Ich gucke halt mal, was habe ich denn auf meinem Dash hier so? Abgesehen von den Horror-Games. Eigentlich müssen wir Chained Echoes mal weiterspielen. Ich hätte noch Silent Age, das geht nur 3 bis 4 Stunden. Ich hätte auch Dark Side Detective, das geht auch 3 bis 4 Stunden. Wir können auch Hyper Light Drifter mal anfangen. Wir haben noch There is no Game, den zweiten. Ist das der zweite Teil? Ja, der zweite Teil, genau. Wir haben auch noch Commander Keen, da habe ich auch mal richtig Bock drauf. Was sehen wir denn noch so? Cleo können wir mal spielen. Das ist auch schon wieder ein Point-and-Click-Adventure, ne? Oder Night Reverie. Also ich habe viel installiert. Irgendwas wird es davon morgen werden, weil irgendwann muss ich die Sachen auch mal spielen, die ich installiert habe. Die müllen mir hier meinen Desktop zu. Achso, ich dachte, es war beschlossene Sache, dass wir morgen Alan Wake spielen. Ich habe das Spiel leider nicht und muss jetzt leider offline. Die Internetverbindung ist ganz schlecht gerade, du. Und keine Möglichkeit. Nein, geht weg! Das sind alles super Spiele. Aber ich habe schon so viele Spiele. Ich habe hunderte Spiele und ich muss sie irgendwann spielen. Ihr Süßen. Gehabet euch wohl. Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Ich muss doch mal raiden, ne? Da war ja was. Lalalala. Wen raiden wir denn? Wer ist denn um 1:15 noch wach, ey? Kronk ist noch wach. Ich weiß nicht, ob ich dahin raiden soll. Spielt der Astro TV. Ah, schön.
Peon spielt Baldur's Gate 3, aber ich möchte niemanden spoilern. Kann ich Gronk überhaupt raiden? Manchmal hat er ja... Manchmal hat er Dingens ja aus, ne? Der Weg ist live mit besonderen Events, habe ich gehört. Das ist ein Sabaton. Boah, gebe ich ja weg, ey. Kann ja mal. Ich kann ihn raiden. Dann schicken wir ein paar Grüße. Das ist, glaube ich, noch jemand, mit dem man jetzt auch mitten in der Nacht noch gut was anfangen kann. Da gehe ich schon mal rüber. Lasst ein paar Grüße von der Nini da. Nicht von Daedalic, sondern von Nina. Da kann der Dewitt wahrscheinlich dann vielleicht sogar mehr mit anfangen. So, ich gebe euch sogar einen Command, den ihr mit drüber nehmen könnt. Easy könnt ihr da was schreiben. Hier, Grüße von der Schiege. Und dann sage ich gute Nacht und bis morgen. Danke, dass ihr da wart. Schlaf gut.